Liebe Gott, zwei Method, wann ich werden so wieder abstinent. Dazu hab ich kein Talent, nur ein Wein schenkt's mir rein. Ich bin heut, weil's mir gefällt, immer lustig, lebensfroh. Vor mir raus irgendwo, sing ich das als heut. Jesus, Freundel, ausgesteckt ist, da gibt's Weindeln gut und süß. Gibt's mir geschwind ein Lied daher, vorhin mir ist Kammerleer. Jesus, Freundel, ausgesteckt ist, da gibt's Weindeln gut und süß. Gibt's mir geschwind ein Lied daher, aber höher geht's nicht mehr. Grüß euch, Servus, küsst die Hände, es wird Zeit mit Musik verwendet. Wir spielen für euch die 16er Bur. Ihr hört heute Lieder aus früherer Zeit und manche Hodern sind schon vor heute. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Der Patrick spielt die Harmonika, der Klausi zupft auf der Gitarre. Als Backe spülen wir noch den Werner Schau. Die Quetschen klingt halt super fein, die Kontrabombe hinter rein. Das Gesang klingt jetzt auch schon recht human. Drum Leidl, grüß euch, servus, küsst die Hände. Es wird Zeit mit Musik verwendet. Wir spielen für euch die 16er Bur. Ihr hört heute Lieder aus früherer Zeit und manche Hodern sind schon von heute. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Grüß euch Gott, wie geht's euch? Dass ihr da seid, das ist schön. Erstes habt's uns grad noch gefällt, kommt's daher grad wie bestimmt. Fallen ihr vielleicht noch, wissen wir genau warum. Kleine Kinder kehren ins Bett, aber erst auf die Nacht dann, ne? Ja, aber unser einer, ja, aber unser einer, ja, Botschen kriegt schon voriges Jahr. Das wär Botschen. Deshalb hätten wir recht, ja, dieses Jahr. Ist das Ding und kann's nicht drohen, weil meine Freunde Leute zu mir sagen. Ja, grüß dich Gott, wie geht's dir? Dass du da bist, das ist schön. Erst du hast uns grad noch gefällt, kommst daher grad wie bestimmt. Fallen ihr vielleicht noch, wissen wir genau warum. Kleine Kinder kehren ins Bett, ja, aber unser einer, ja, aber unser einer nicht. Habe die Ehre, grüß euch Gott und küsst die Hände. Grüß euch, servus. Jawohl, heute haben wir eine ausgedehnte Begrüßung musikalischer Art, gleich mit zwei Liedern. Einmal die Eigenkomposition, natürlich Grüß euch, servus, küsst die Hände und dann ein Klassiker. Ein Klassiker, ja. Grüß euch gut, wie geht's euch denn? Ja, wir sind heute in der Klause. Ihr kennt es leider, also ich habe das heute schon angeschaut, ob ich das irgendwie machen kann, dass ich einen Schwenk da machen kann. Oder soll ich es riskieren?
Weil, also man sieht noch, ja, zum Schluss sieht man noch gar nicht. Wie Zum Schluss sieht man dann vielleicht Wie nicht ist so. aber? Der wunderschöne Ausblick hier aus der Küche Pass auf. hinaus in die bucklige Welt. Muss man mal Ein merken, wie Wahnsinn. viel ich da bin. Ja, hätte man Pickel aufpicken sollen am Boden. Nicht? So. Das mache ich dazu. Achtung, das keine Kabel nicht so reißen. Jetzt werden alle schwindlig sein gleich, aber der Ausblick ist es wert. Also ich finde, Sieht der das? Ausblick ist es das? wert. Naja, ganz klein sieht man, aber Ja. man erahnt es mehr. Als dass man was gesehen hat. Oh. Aber es liegt so. Das ist alles weg. Das stinkt wieder. Aber Herr tut man uns noch. Ich glaube, Herr tut man uns schon. Hallo, Justen. Der Computer ist ganz finster. Justen, Herr. Wir haben es gleich. Burschen, schreckt euch nicht. Pass auf. So. Aber man hört uns noch. Ich glaube, man hört uns noch. Ja, hören tut uns noch. Man hört uns viel. Man will uns auch bald sehen. Gebt mal eine Stunde. Das haben wir jetzt davon. Von den Ach ja, man will euch Gutes tun und gleich passiert ein großer Unfall. Ist ja schrecklich, aber hört man uns noch? uns. Herr tut uns. Finster ist, schreibt die Facciamoto gerade. Ja, okay. Oh, Christoph Acker ist auch da. Der schreibt schon, bei Klaus seiner Hose braucht man Mut zur Farbe. Christoph, ich danke dir so herzlich für dieses. Achso, ich hab keinen Strom drin. Wo ist denn das? Da. Wieso ist da kein Strom? Da. Das ist eh. Achso, das ist auch ausgefallen. Ja, warte, der Ton ist gut, die Kamera nur schlecht. Ne? Das, der Lukas Machrig ist auch schon da. Servus Lukas, ja. Schreibt gerade mal was anderes, heute ist finster. Ja, gut. So. Wie haben wir das gemacht? Christoph Acker meint auch nochmal, oh je, wie bei Zonko, besser nichts riskieren. Ja, aber das ja, Risiko gescheiter war ist es. das Risiko war es doch wert. So, Oder wir hat er sind was schon wieder gesehen? da, glaube ich. Also, Das ist alles im Griff gehabt. grüß euch nochmal alle herzlich willkommen und jetzt bleibt das Bild da. Ja, ja. Ich greife nichts mehr an. Wir müssen dort nicht mehr vorbei, wenn wir zum Wein essen. Das ist natürlich klar. Da muss man Aber gut, aufpassen da ein kann bisschen, nichts aber- Schlimmes passieren. Aber der Ton ist super, sagt Johanna Duschl. Und super Ton. Aber das Bild, ja, aber jetzt. Jetzt passt das Bild, oder? Jetzt passt schon. Also, ui. Das vor mir schon ein bisschen so ein bisschen schöner wird. Jetzt sieht man keine Hosen mehr, genau. Facciamoto. Jawohl. Boah, das war jetzt wieder gleich am Anfang. Aber hat man das überhaupt jetzt gesehen? Weil das sieht ja wirklich super jetzt in die bucklige Welt. Ja. Alle schreien, der Ton ist super heute. Ja, klar. Ja, klar. Alle. Ja. Liegt nicht am Mikrofon, ich sag's gleich, sondern es liegt an der Raumakustik. Das haben wir jetzt dann schon festgestellt. Ja, weil Mikrofon ist das gleiche jetzt wieder und das Setup auch alles. Eigentlich ist es nur der Raum anders, ja. Wir haben schon ein AKG in Wien auch gemacht, aber wir haben sowohl das als auch das AKG in Wien oder da Und verwendet. heute ist sogar wieder der Lüfter, läuft auch wieder heute Ja. wie immer. Also das ist das. ja, also es ist nur der Raum anders. Wie dem auch sei, ich habe versucht, Genau. euch das zu bieten, den Ausblick. Kurz hat man es gesehen, dann hat man länger nichts gesehen. Das ist ja so. Jetzt sieht man Ja. uns. Wir sind aber heute schon hart beim Arbeiten, muss man ehrlich sagen. Ja. Patrick ist am absolut, Nachmittag gekommen und ich habe meine Das alten... sehe ich ja heute schon hinter mir, ja. Odyssee, naja, Ölwechsel. Na Also, klar. Ölergänzung, besser gesagt. Ölergänzung, ja. Schon der Raphael Ehlmeier halt zu mir. Die Aussicht war super. Danke dir, Raphael. Wenigstens einer. der Dann das- ist finster geworden. Ne? Ja, ja. Na gut, ich nehme mal einen Schluckerl vorweg. Wir haben ja schon schwerst gearbeitet, wie Ja. du gesagt hast, ja. Wir haben schon schwer gehabt, wir müssen zuerst den wegtrinken. Aber es ist eh ein Grafwein, aber nicht der heute dran ist, zu dem kommen wir jetzt erst. Andreas Christina, grüß dich Gott. Dann wird Schlögel gesagt, da, super Aussicht hast du da. In der Klause war der Ton immer gut, Facciamoto. Ja, das stimmt. Aber das liegt wirklich, das ist original die Akustik. Raumakustik. Ja. Das sind wir jetzt schon drauf gekommen. Zumindest sind es zu 99% sind wir sicher. Das werden wir austesten. Wenn wir nächstes Mal platschen wie Wien, wenn wir das austesten, Ja. Ja, was aus der Ecken machen. Aber ja. so werden wir tun. Also ich habe da meine Bibliothek erneuert. Also nicht die Bücher, sondern die Regale. Weil das Blöde ist, wenn man Bücherregale hat und dann Bücher hat und immer mehr Bücher dazu kommen, irgendwann sind die Regale voll. Und ich habe ja vor 4-5 Jahren, habe ich meine 3-4 Jahre, habe ich meine Bibliothek nahezu Verkleinert. halbiert. Ja, ja. Habe ich alles in einen Sozialmarkt gegeben
Und man dachte, die Bücher, ja wurscht, lese ich nicht mehr, brauche ich nicht mehr oder sonst was. Jetzt ist es natürlich so, dass ich jetzt mal, wenn ich irgendein Buch suche, ist genau eins dabei, was ich schon weggegeben habe. Aber ich gesagt, nein, ich gebe kein Buch mehr weg. So, und jetzt haben wir neue Regale gemacht und der Patrick übernimmt die alten und jetzt haben wir natürlich diese alten Regale, die ich vorher zerlegt habe, einrahmen müssen ins Auto. Also das waren harte 10 Minuten, die wir da gekämpft haben. Und dann war es so schön draußen in der Sonne, dann haben wir uns ein paar Bierli gegen den Durst. Ja, Ein bisschen mit Lumpe, mit Nachbarhund, sind wir da gechillt in der Sonne. sehr War recht leibend. gemütlich, sehr angenehm. Ja. Ja. Dann haben wir ein bisschen ein Jasel gegessen. Ne? Wir essen heute nicht vor der Kamera, wir haben schon vorher gegessen. Das heißt nicht, dass man vor der dann Kamera. auch nochmal was isst. Ofen darf ich nicht ausgelassen. Leider erinnert es mich wieder an den Ofen, weil Momentan ist man sehr warm. ja, als Feier darf ich nicht ausgelassen, weil es wird dann frisch in der Stube. Das wird dann frisch. Fritz Statko sagt da, ja, die Aussicht ist leibend. Dankeschön. Ja, wir sind auf 700 Meter, ja. Ja. Na, so auf 700 Meter und da im schöner Blick und es wird dann schon frisch. Aber das ist das, finde ich halt das Leibende. Ich weiß, das ist sehr unökonomisch, ökologisch. Wenn der Ofen rennt und die Tür offen ist, bei der Zentralheizung die das nicht machen, aber ganz ehrlich, mit dem Holzofen ist Beim das Geilste, was Kugelofen gibt. geht's. Ne? Das Geilste, was gibt. So, Schallplatten an die Wand knallen in Wien für die Raumakustik. Und nein, ich meine keine Schallplatten mit der Patrick verwendet. Andreas Gäste. Du! Schau, der Oliver Grün, heute endlich frei. Jetzt ist er da. Na, großartig. Oliver, servus, grüß dich. Ja, die Johanna Duschelmann da. Der Ton ist besser, die Luft besser ist es in Wien. Ja, momentan war gerade so ein bisschen eine Mischung aus Silo und Stall. Ja, Landluft. Landluft, ja. Landluft. Viel Silo vor allem. Also, Ja. Und es ist ja so, ich hoffe stark, dass irgendwann der Marvihof zuschaut, weil ich habe ja komplett nichts Süßes daheim und der Marvihof ist ja gleich da unten, man sieht ja da oben. Und wenn mich die Wiki zuschauen tät und ein Milchspeis daheim hätte, das war ja für sie ein Katzensprung auf, unser Milchspeis liefern. Ich wollte das nur erwähnt haben, nicht weiter jetzt ich da. wollte schon, kann man da nicht irgendwann mal eine Materialseilbahn rüber machen, einfach da so. Übers Tal. Naja, das Blöde ist, ja, da müssen wir bei ein paar Bauern vorbei noch. Ja, ist Kostenfrage. Ja, Kostenfall, glaube ich auch. Ich rede schon wieder mit dir. Siri redet auch schon mit ihm. Ja, Alter, die nächste dienstbereite Apotheke, Infos über Medikamente, persönliche Medikamentenlisten. Patrick, was hast du denn gemacht? Die Uhr, ja, die Siri, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. So, wenn es Feier ausgeht, brauchen wir nur Schnaps. Jawohl. Der Straßenarzt versteht jetzt endlich mein 4WT. Die Straße zur Klause schaut echt steil aus. Katja Henscheid, grüß dich gut. Ja, große Freude. Wir haben einen ganzen Haufen, also jetzt gehen wir Hast du schon. schon austrunken endlich? Nein, Ich bin am Patrick, Trockenen. wir kommen zum Anboteling. Heute ist was dran. Der letzte. Der letzte aus dem Hause Graf. Mit der heutigen Aus Mavlatschen ist Bullendorf, ja. diese Mission completed. Und daher gibt es heute in sozusagen edlen Trupp. Also eine der edleren Einen sozusagen. grünen Veltliner, wieder ein grüner Veltliner, privaten, zwar aus dem Jahr 2018 bereits. Auf den freue ich mich heute auch wieder. 2018, ja genau. Privathandwerk genannt, das Ganze. Per Hand selektioniert und klassisch ausgebaut, kraftvoll und charakterstark. Jetzt charakteristisch wollte ich sagen. Und charakterstark. Machen wir gern. Ich muss ihn mal öffnen. Ja, war gut. Er war ja auch Odyssee heute, ne? Ich wollte mich ein Flascherl mitnehmen von zu Hause, ne? Ja, muss ich dazu sagen, War ich bei hab- mir daheim kein grüner Veltliner privat mehr. ich habe ja Geschwind den daheim- Adi Graf angerufen, ob er daheim ist. Und da habe ich 2 Flaschen geschwind stibitzt. Danke nochmal, Adi Muss und das sein. Lukas. Das ist uns, das Hauptproblem, also muss ich dazu sagen, ich war ja zuständig für den Wein, weil ja die Sendungsweine bei mir in Wien liegen, im Weinkühlschrank, ne? Weil bei mir einfach mehr Vertrauen herrscht, dass der Weiner da ist und da bleibt. Nein, die Sendung kommt meistens aus Wien, die ist auch Ja. vorgelesen. Ja, das ist auch ein Grund. Unromantisch, aber korrekt. Ja, und jetzt haben wir aber in der Klause und ich habe natürlich vergessen, dass ich den Wein mitnehme. So wenn Patrick sagt, erst nimmst du einen Wein bitte mit, eben den privat. Und ich habe gesagt, ja. Und hat er gesagt, ja. Und dann hat er keinen mehr gehabt, weil schon daheim alles ausgesoffen haben. Ja, die Damen, glaube ich, mit einmal was austrinken. Nein. Ja. Lukas Macherich sagt, ein Highlight heute, der privat. Ja. Ja, So absolut. sage ich, der edleste zum Schluss. War der Zweigelt schon oder hattet ihr den nicht?
Christoph Acker, Zweigelt haben wir nicht Na, gehabt. letzte Woche. Oh ja, letzte Woche. Der Lukas schreibt auch gerade letzte Woche. Achso, na klar. Achso, ja, Köstlich. ich bin deppert. Ja, freilich. Köstlich. War letzte Woche, ja. Aber Soll ich was verraten, Ja, sagt der Lukas Macherik. ja Was? bitte. Was Verrat. Lukas Verrat. Der Fritz Starkus hat die war ja ein Fan natürlich vom Privat. Na ganz klar. Was verrat was? Lukas Macherik verrat. Aber jetzt muss ich mich verkosten. Sehr kalt ist er noch. Na, angefangen haben wir ja mit dem Chardonnay vorher. Ne? Weil wir gesagt haben, was du mir Ich habe jetzt nicht einen Chardonnay-Jahren 2019. Weil noch ein Bier wollte man nicht trinken. Haben wir einen Schluckerl vom Chardonnay gekostet. Haben wir Schluckerl. Zum Wohle. Prost, zum Wohl. Lukas, du kannst gern was verraten, ja? Was tust du da zum Wein noch? Gerne. Ja. Natürlich schon ein edles Tröpfel. Den werden wir im September auch verkosten. Der Herr Mandl macht auf. Wenn er im Büro fertig ist, macht er ihn privat auf. Absolut. Richtige Entscheidung. Herr Mandl, eine weise Entscheidung, ja. Ja, der Christoph Acker letzte Woche hat er auslassen. Ja, das ist uns aufgefallen. Das ist uns aufgefallen. Und ich meine, ich hab mir gedacht, ja gut, ja, dann wenn er nicht will, ne? Irrsinnig schön, wie mild Der ist gut, ja. das wird, gell? Ja, Aber trotzdem immer noch das grüne Veltlin erkennbar. Aber das vom Pfeffer ist nichts mehr, das ist weg. Ja, Im Laufe der Jahre. Ja. Aber wow. Aber Mehr so ein bisschen so Früchte. das Blöde ist, dass wir heute nur 2 Flaschen haben. Herrlich. Ah, da greifen wir gleich. Da greifen wir gleich zum Instrumentarium. Weil sonst hört der Party ja gar nicht zum Checken. Da kommt heuer noch Stammersdorf im September. Wer denn? Der Wein? Nach Stammersdorf? Wohin nach Stammersdorf? Was? Das wirst du noch erfahren. Da musst du erzählen, um was geht's? Der Lukas, ja, der Patrick hat heute schon Wein nachholen müssen. Ja, Lukas, das hat er eh schon gesagt. Das habe ich gerade erzählt, ja. Christopher da, jawohl. Der privat war aus, ich weiß. Das ist Ja, ist ja ein Wahnsinn. Ist ein Wahnsinn. Aber ja, was soll man machen? Na, jetzt reißen wir ja Wiener nicht an. Wir waren so froh, also das muss ich jetzt so erzählen. Wir haben alles hergekriegt gehabt. Nachdem wir dann draufgekommen sind, jetzt wird es schon spät, jetzt müssen wir was herrichten. Jetzt haben wir das dann da alles hergerichtet und waren total super und haben eine halbe Stunde Zeit gehabt nachher. Alles fertig, halbe Stunde. Und dann sind wir so gesessen und gesagt, naja, jetzt müssen wir warten. Ne? Und dann haben wir überlegt, dass irgendwas fehlt sicher und dann wirklich original, gell? 1 Minuten vor Sendungsstart ist uns dann alles Mögliche eingefallen. Also zum Beispiel, dass ich eigentlich auch 16er Leiber laut singen wollte. vielleicht auch andere Hosen. Ja. Dann wollte ich noch wohin. Ich auch. Das haben wir alles vergessen. Das macht nichts. Und dann Und dann haben wir keinen Wein da gehabt. Und dann haben wir keinen Wein, genau, dann habe ich den Wein noch holen müssen, habe ich den Chardonnay wegräumen müssen, den anderen her. Und dann sage ich euch die Aussicht und alles ist finster. Verstehst du? Also Ja. das ist, an dieser Professionalität müssen wir noch arbeiten. Ein wenig, aber es wird schon. Was soll man machen? Ein reifes Gedicht dabei, ein bisschen lüften, genießen, vollreif und füllt den Mund an. Lukas Macherik, ja. Aber der ist wirklich, der ist einmalig. Der Matthias Mariaka fragt, warum ist das eigentlich kein Weinviertel DAC? Da war sicher der Lukas, der Der die Lukas Antwort kann drauf. das sicher erklären, ja. Wenn die Wiki nicht kommt, schicke ich euch jetzt ein Tortal. Der Christoph Acker, ja. Aber von Emojis natürlich ist lieb gemeint, aber da haben wir halt nicht viel davon. Großartig. Na gut, Patrick, was spielen wir an? Was wollen wir heute? Wie Haben wir schon so lange nicht gespielt? ich weiß was. Ich hab's gewusst. Also, weil Jesus Kinder kostet. Ja, Wein. passt, Das ist, ja. passt ja gut. Het hobby mij vrijstagen, hoedst zij gerne in mijn wagen. Ik vier ik Ocean van wijn. Een kring singt door de klasse sein. Und Herr Mavoa sah was tanzen. Und vorm Tor hängt grüne Granze. Sagen wir
wir drin, das ist doch klar. Was denn? Und singen miteinander im Chor. Jesus, Kinder, kosten Wein, meine Söhne, du grubst die ein. Schon das Farbe dieser Bruch, den kannst zuzeln die ganze Nacht. Immer leichter wird es Sinn, wer ist die Melodie. Leicht singt um und Handy ein. Ich will nur es soll nicht sein. Der Onkel aus Nevada ist ein fischer kleiner Blader. Er hat die Wiener Madeln gern. Drum kommt er so oft noch wer. Und sein Weiberl schreibt er täglich, bin dir treu, nur wann grad möglich. Kost's was kost, schleppt's nur herbei. Der Onkel zahlt die Schlamperei. Jesus, Kinder, kosten Wein, meine Söhne, da grabst die ein. Schon das Farbe ist ein Bruch, den kannst zuzeln die ganze Nacht. Immer leichter wird es Sinn, wenn ist die Melodie. Leicht singt und Handy ein. Heute will ich nur selig sein. Fritz Wolferl. Jesus, Kinder, kosten Wein. Ach, Sagen, war wann ungefähr? Dass man Fritz Fritz Wolferl war so bis in die 70, also 20. Jahrhundert kann man eigentlich sagen. So ab 1920 bis 1970 in dieser Zeit eigentlich. Ja. Einer der jüngeren Komponisten, ja. sozusagen. Ich meine, heute. Der Mann von der Mali Nagel gewesen, ne? Richtig. Von der Berühmte, Amalia Wolfsecker. berühmte Marina. Da haben wir noch was. Da sind wir gleich. Immer noch eins gleich? Ja. Eins für, das hat, das Mali sind Nagel, so ja. Nummern, die hat er eigentlich für sie geschrieben, wie zum Beispiel das da. Jesus, Ja. Kinder kosten Wein. Die Mali unglaublich gut gesungen, also traumhaft. Echt gefällt es auch, glaube ich, gell? Ich glaube schon. Roten Achtel von einem. Ganz herrlich. Das gefällt. Ich hab da ein. Ein technisches Problem. Naja, oder? technisches Problem nicht. Aber es könnte sich sein. Christoph Ackermann, gibt schon Neuigkeiten für echte live-fähigen Auftritte? Noch nicht wirklich. Das ist natürlich alles noch immer entstehen, weil wir ja das Problem haben. Die 4-Personen-Regel mit 2 Meter Abstand zu den Tischen ist ein Stolperstein. Also im geschlossenen Raum ist das fast nicht durchführbar, Ja. weil immer klar, wir können spielen, aber das sind dann im Keller keine 12 Leute mittlerweile. Genau 12. Oder gingen. 12? Ja, genau 12 Leute gingen sich raus. Ja. Und ich meine, wir spielen gerne. Inklusive der Wirtsleute, Wirtsleute sozusagen, Aber weil es- dann, wenn ja. mehr Platz ist, eigentlich können dann irgendwo im Kammerl stehen, sonst nur. aber es sollte sich schon ein bisschen orientieren auch. Aber es ist schon, also alles was im Freien abspielt, da haben wir natürlich viel mehr Spielraum. Aber also wir arbeiten dran, wir sind im Kontakt. Also der Patrick vor allem mit den Wirtsleuten, mit denen wir die Termine schon haben. Also ich sage einmal so, grundsätzlich, alle Termine, die wir jetzt auf der Homepage haben, ich glaube, ich schaue es einmal genauer, aber Sie fast sind alle alle aufrecht. sind dabei eigentlich haben wir jetzt aufrecht. Dabei, ja. ziemlich sicher am 23. Mai. Beim Kurkonzert in Batschenau. Sonntag. Ja, genau. Wenn es ein schöner Tag ist, Motorradfahrer aufhören, ab in die bucklige Welt, 1,5 Stunden Konzert von uns. 16 Uhr glaube ich. 15:30. 15 bis 16:30. 15 bis 16.30 Uhr. So Nachmittag, ja, genau. Kurkonzert. Oldschool sozusagen. Freier Eintritt im Kurpark Batschenau, das findet man. Dort, wo der Wirbel ist, dort sind wir. Noch in Siegel. Dort, wo Und man es wie von gesagt, Weiden schon hört. aber Christoph Acker zum Beispiel, jetzt der Taschler ist sicher. Also, das irgendwie Kann man schon kriegen wir irgendwie das. schon machen bei manchen. Das ist ziemlich sicher. Ja. So, finde ich.
Was, Raphael Illmeier, was finde ich einen guten Monat zum Weinkosten? Weil da habe ich Geburtstag. Wann, wo, was? Jetzt? Heute? Nein. Das Monat? Muss man noch mal bitte, Raphael, noch mal für mich ein bisschen verdeutlichen. Bitte, danke. Ja, Christoph Acker Schaas, ja, das stimmt. Aber wie gesagt, also, wenn ein schönes Wetter ist es, also wenn man draußen sagt, auf gut Deutsch, ist es relativ einfacher. Ja, da dürfen bis zu 10 Personen an einem Tisch sitzen. Ja, und da schaut es anders aus. Da schaut es wieder anders aus. Ne? Aber drinnen, beim Taschler haben wir noch gar nicht geredet, wie das ist beim Taschler drinnen. Geht auch. Aber das geht eher. Also. Das geht eher. Der Racing-Keller ist so ein langer Schlauch. Und dort ist halt dann so, wenn mit 2 Meter Abstand, da musst das ist halt innenarchitектonisch. 20 Leute bringen wir beim Taschler und aber wir auch nicht. Ja. Oder Ja, ich meine, das ist jetzt, ja. Du, jetzt noch die 1,5 Jahre Lockdown, brauchen wir es ja nicht. Okay. Aber wir hängen trotzdem unsere Wienerstadt Fritz Wolferl, geschrieben für seine damalige Frau. Genau. Für die berühmte Mali Nagel. In Lichtental, die Wäschersleid, das war ein Haberschlag, so voller Schönheit. Im Silbergeld, im Hosensack, das war die Tags für die Musik alle Tag. Am Sonntag dann in aller Früh, sind sie mit der Jucker Zeige voll Hammer. Noch sie bringen sie auf einen guten Wein. Jojo, die Zeit muss herrlich gewesen sein. Ich häng an meiner Wienerstadt, ich kann's kein Mensch nicht sagen. Und hat man dir auf der Weg getan, ich hilf dir alles ertragen. Wir bringen's auch nicht fort von dir, nicht das ganze Gold der Welt. Der Herrgott zeigt uns schon den Weg, wo's gibt vom Himmel folgt. Ja, ich bin ein echtes Wernerkind, Trotschel, viergewichst als angebind. Als Bub bin ich im Hof am Kupft und hab dort die ersten Grenzen geschöpft. Der Werkelmann spielt oft zum Tanz, der Hausherrn Wettemolz mit Schuster Franz. Aus Wasserbangel haben's mir aufgestellt und ich hab Tunneltag, das alles hat gehört. Ich häng an meiner Wienerstadt, ich kann's kein Mensch nicht sagen. Und hat man dir auf der Weg getan, ich hilf dir alles ertragen. Wir bringen's auch nicht fort von dir, nicht das ganze Gold der Welt. Der Herrgott zeigt uns schon den Weg, wo's liegt vom Himmel voll. Super Nummer. Eine leibende Nummer. Hat sich fast zu einer kleinen Wien-Hymne eine Zeit lang entwickelt. Ja, genau. Natürlich ein Traum. Ein Traumstück. Schwer zum Singen, muss ich ehrlich sagen. Ja, Hat der Fritz Wolferl für seine Frau geschrieben. Ne? das stimmt natürlich. Das stimmt nicht. Der Christoph Acker natürlich klar. Nicht? Wenn nur 20 eine dürfen, dann bleibt mehr Schweinsbrot über. Naja, das ist die Frage, ob er natürlich so viel Schweinsbraten macht. Ne? Wenn er 20. Weißt du,
Schneit die Achteln. Die Achteln von einer, danke euch vielmals. Vorher schon gesehen, meine Eltern schon auch zu. Grüß euch Gott. Grüß Gestern euch, war ja Muttertag, ja. da stehst du nochmal auf unsere Mütter Ja, an. auf unsere Mütter, auf jeden Auf unsere Mütter, beide schauen gar nicht zu. Ich glaube auch, dass hätte Ja, also meine zuschauen, sicher und ich glaube deine. Also, Sehr zum Wohle. auf die Mamas, ne? Du, und weil es ein guter Wein ist, gehen wir auf die Väter ja auch trinken. Ja, das schaut Das ist ja Gleichbehandlung. Auf die Papas. Trinken wir auf die unehelichen Kinder auch nach. Die trinken wir nicht. Nein, Lass mal aus. da ist immer der Ali fällig, weißt du. So, auf jeden Fall. Du zupfst, du möchtest schon wieder spielen. Nein, ja, wir können mal spielen. Ich hab schon geglaubt, jetzt, oder? Ja, ich war schon im Die kommen nicht einmal zum Verschnaufen. Verschnauf. Das ist ja fast wie ein Konzert schon. Fatscher-Motto sagte, heute seid ihr richtig gut. Danke recht schön. Dankeschön. Jetzt sollten wir uns Nicht so Arsch wie die letzten Male. Was? Ein Scherzerl. Ein Scherzerl. sollten uns immer ein paar Bierli vorher rein. Ja. Das Du, ist aber was ich jetzt total irritiert ist, dass wir schon gegessen haben, dass wir jetzt eigentlich keinen Platten da Und ich liegen bin haben. satt auch eigentlich. Ja. Also, das ist ja Wir haben ja, fast ein bisschen angefressen, kann man sagen. aber der Sirsling fehlt. Gestern Siehst du, bei meiner Mutter auf Besuch gewesen, nicht? Also, meine Eltern nicht so. Es hat ja nichts zum Essen gegeben, kaum. Also, Ja, bei mir schon. ein Haufen Brötchen, eine Trüffeltorte, ein Marmor-Gugelhupf. Wir haben gestern, pass auf. Es war alles gar nicht zum Essen. Also, das war, weil so viel war man nicht. Ja, nein, pass auf. Bei uns hat es gegeben, allerdings eingekauft. Bruder Herz hat es angeholt vom Voltron aus Raglitz. Bachhändel, Schnitzel, Salate, klar. Vorher eine gemischte Suppen. Gemischte Suppen ist eine normale Wirtshaussuppe mit Leberknödeln und Frittaten. Der Grießnuckerl drinnen ist, dann ist er echt. Nein, das haben wir leider nicht gehabt, ja. Das hätte noch gefällt. Und dann also das kleinen Drüberstarrer und dann geben wir Kardinalschnitten. Naja, ja, kardinal, luftig, leicht und locker. Ich war mit dem Motorrad dort und bin dann eine ausgedehnte Runde heimgefahren. War ganz herrlich. Ein bisschen windig war es, aber ein herrlich schöner Motorradtag dann nachher. Also Muttertag quasi bei der Familie eingefressen in größter Leidenschaft und Freude und dann mit dem Motorrad bis in die Finsternis fahren. Da bin ich heimgekommen, wollte noch ein bisschen was tun in der Bibliothek. Ne? Hab natürlich nichts gemacht mehr, weil mir war. Für das warst du aber fleißig heute. Na, heute eh. Wie ich gekommen bin, also hat schon gut ausgeschaut. Ja, alles, ja. also. Nein, ich mir gedacht, das wirst du gleich kommen, jetzt muss ich einen Schraubenzieher in die Hand nehmen. Dann hab ich gedacht, na gut. Du, ich sehe gerade mit der Milchspeise, schaut es heute schlecht aus. Wieso? Andreas Christian schreibt schon, Marvihof ist noch im Stall. Liebe Grüße an alle und leider gibt es keine Milchspeise für Das euch. ist ein Wahnsinn. Ach ja. Das ist ein Wahnsinn. Es gibt immer eine Milchspeise. Jetzt sind wir ein bisschen spät im Stunde gut, aber die werden wir dann schon noch zur Rede stellen. Das kann ich das Nein, sagen. die gute Vicky schaut halt auf die Buchen, weißt du? Wir sollen eher ein bisschen weniger. Wie hat mein Haus-, Leib- und Hofarzt gesagt vor 2 Wochen zu mir? Fries weniger. Ja. Ja. Meiner dann. Noch nie gesagt, trink weniger. Na, vom Trinken hat er Immer nur nichts gesagt, fries weniger. Vom Fressen hat er geredet. September, der Raphael Hillmeier, Wurscht, September dann, nicht dann. Professor Hatto Bayerle hat uns eine, glaube Emojis. Glaubst du nur? Oder? Ja, nein, weil es steht bei mir ausgeschrieben. Es steht Ups, chill the dog, Nein, das sind chill GIFs. the cat. Ah, GIFs. Die sind bei mir zu sehen. Ah, bei dir sieht man es. Bei mir steht es auch geschrieben. Ja. Ja. Leiband. Dankeschön, Danke, Professor danke. Hatto Bayerle. Danke recht narrisch. Christoph Ratau, toll Klaus, ich war in Adenau am Nürburgring. Gute 300 Kilometer, na bravo. Das ist ein Wahnsinn. Der Andreas Christian war ja am Wachauring, nicht? Ist ja gefahren. Training gemacht. Aber, Ja, ja, genau. aber, Ich glaube, Speedtraining oder so. ja, Was das, ja. aber warte mal, was war gestern, war Samstag und Freitag, Donnerstag oder Freitag, glaube ich, ne? Die Ja. Fotos waren gestern schon. Ja, genau. Über nächstes Motorradtraining habe ich Freitag. am Freitag, kommenden Freitag, habe ich nächstes Motorradtraining, auf das ich sicher unterwegs sein möge. Das ist der Plan. So, was spielen wir? Was Vielleicht ist es gar nicht schlecht, wenn es regnet an dem Tag einmal. Das im Regen, das aber auszuprobieren. ungut ist halt, weil ich mein ganzes Gewand in Wien habe. Je. Ja.
Der Mach sagen können nicht. Der Mach hätte sagen können nicht. Naja, nein, das Das ist der Trick. Also, nein, das nicht, aber das ist nicht so einfach zu machen. Das ist ja wurscht. Das kriegen wir alles hin. Ein falsches Thema wäre Sprechen von anderen Dingen. Das spielen wir was, oder? Ich will mal austrunken, schenken wir mal nach, bitte. Der Zug, der schmeckt, gell? Ja. Also wem der privat nicht schmecken würde, der kann liegt, der mag halt keinen Wein. Schmeckt in lang gar, das weiß ich. Aber wahrscheinlich. Dankeschön. Ja, als nächstes spielen wir euch ein Lied aus Wien. Kind aus Wien. Ein Kind aus Wien, ist es noch, ja. Nein, irgendwas, wir haben vorher schon geredet, was ist euch gefallen? Ja, jetzt machen wir das hinter, dass ich es hinter mir bringe. Ich habe es so gerne, eines der Ur-Wiener Lieder für mich eigentlich, von Johann Seoli und Wilhelm Wiesberg, die haben so Ende des 19. Jahrhunderts geschrieben, also Mitte bis Ende des 19. Jahrhunderts, einfach großartige Sachen. Und eines der bekanntesten wahrscheinlich. Das kennt fast jeder. Kennt fast jeder eigentlich. Also. In Gumpendorf drum, auf ein Eck Nummer 2, steht ein dreistöckiges Haus und es gehört dem Papa. In einem Zimmer da drin steht ein Kasserl, den Schlüssel dazu, den hat die Mama. Drum fehlt uns das ganze Jahr niemals ein Geld. Und es zum Verputzen sind wir auf der Welt. Wenn vom Arbeiten geredet wird, voll Teufel. Ja, da kriegen wir einen Grund. Denn unser Vater ist ein Hausherr und ein Seidenfabrikant. Unser Vater ist ein Hausherr und ein Seidenfabrikant. In der Schule schon waren wir ein paar hart schlechte Buben, haben niemals einen Spaß und der Garde vertun. Nur der Lehrer hat gesagt, mit euch zwei so Grätz, aus zwei solchen Eseln wird niemals was Gescheites. Das hat er ganz groß auf die Tafeln aufgeschrieben. Und dass er nicht blamiert ist, so sind wir's abblieb. Gelernt haben wir nix, aber wir sind arrogant. Denn unser Vater ist ein Hausherr und ein Seidenfabrikant. Unser Vater ist ein Hausherr und ein Seidenfabrikant. Ein Schiller, ein Goethe war niemals im Haus, die kennen wir nur von Figur immer aus. In der Geografie wissen wir nicht bis Tirol, dafür aber spielen wir zwar sehr gut Karambol. Ein Theater, das ist für uns die höchste Fadesse. Von den Tanzschulen jedoch wissen wir jede Adresse. Da brauchen wir keinen Geist und sind da elegant. Denn unser Vater ist ein Hausherr und ein Seidenfabrikant. Unser Vater ist ein Hausherr und ein Seidenfabrikant. Auf der Straße erst unlängst, was ist uns da geschehen? Ein Mann mit einem Besen schreit, Servus, Kollegen! Ja, wieso denn, Kollegen? Haben wir gefragt, aufgebraucht. Grad sagt er, ja, ich hab's auch grad so gemacht. Das Geld verdraht und ich hab glaubt, es wird nie gehen. Bis der letzte Knopf hin war, in 2, 3, 4 Jahren. Heute kehren wir die Straßen, Das ist so schön weil mein Vater war ein Hausherr und das sei Halbseiten auf.
Fabrikant. Aber mein Vater hat kein Haus mehr, er ist jetzt heirigen Musikant. Schöne Nummer. Ja, dann los. Ewig nicht gespielt, schon wieder. Ja, muss. Ja, ja. Ja, aber ehrlich. Ich liebe sie, ja. Ein ganzen drauf, rund, was haben wir da? Was haben wir da stehen? Den Leuten gefällt es, die Achtung von einer, ich danke euch vielmals. Da ist eigentlich so alles drinnen, was ein Wiener Lied braucht eigentlich. Von der Harmonie, so ein bisschen, nicht zu viel, aber es ist alles so da. Vom Text her lustig, ein bisschen nachdenklich kurz dazwischen. Nicht? Also, es ist Tiefgang, ein Tiefgang. Ein Tiefgang. Dann ist ein Schlegel, bumm, hat die 300 Kilometer gepackt. Na, habe ich die Ehre. Nicht schlecht, nicht schlecht. Sie war ein super Wetter. Ja. Andreas Christina, klärt auf. Marvihof, ja, Probleme mit den Eltern von Feivel und noch dazu ist der Laptop gehabt. Die Feivel, ja, die hat das eh schon länger gehabt. Ei, da müssen wir was tun, Leidl. Da ist die Community gefragt. Wir müssen jetzt der Gesundheit der Feivel, das ist eine der Mutterkühe. Der Mutterkühe, ja, genau. Müssen wir jetzt natürlich die besten Energien zukommen lassen, die wir haben. Daher möchte ich bitten, für Feivel und für den Marvihof, dass da drüben wieder alles gut geht im Stall. Hat es eine rote Achteln zur Genesung von der Feivel. Seid so gut und vielleicht, Das war der dass erste der Laptop wieder gut wird. Jetzt stehst du mal Ja, gleich. Warte mal, ich bin noch am Die Lesen. Zweifel müssen wir anstessen und Ja, auf dem freilich. Laptop erst. Das ist Na, nicht freilich. lustig. Na, Das ist wieder sowas. Ja. Kenne ich, Nein, spreche aus nein. Erfahrung. Warte, Kämpfe. Sehr zum Wohl. Zum Wohle. Und ich meine, dort geht's um jedes einzelne Viech. Es ist nicht so, Genau so ist es, ja. wie in einem Massenbetrieb, wo du jetzt sagst, ja, aber die hat was mit dem Alter, da schießen wir es und fertig. Nein. Da wird gearbeitet drauf. Das ist leibend daher, die roten Ich Achteln muss zur Genesung. sofort meinen Finger erheben. Ist das noch? Ich sehe nämlich in Orange hier Fritz Stadtkuss. Für die Kultur, die er in mein Wohnzimmer bringt. Fritzl 10 Euro. Danke dir, danke. Fritzl, danke schön. Na, da trinkt man auf dich mit großer Danke Freude. sehr zum Wohle. Das ist mir eh klar. Sehr zum Wohl, Prost, Fritz, danke. Der grüne Veltliner Privat. Der ist sehr gut. Der ist sehr gut. Und wenn Sie das dem Fritzl gleich dann wollt, habt ihr nicht nur die Möglichkeit über einen Superchat, sondern auch über den virtuellen Hut, mit dem wir herumgehen, sozusagen, uns eine kleine Aufmerksamkeit zukommen zu lassen für die Musik. Und zwar entweder über PayPal oder über eine schlichte Online-Überweisung. Ihr seht alles da im unteren Bildrand, seht die ganzen Daten beziehungsweise auch in der Videobeschreibung. Und wir freuen uns natürlich über jeden Netsch, weil manche schon immer gefragt haben, nicht, ja, was zahlt man, was ist denn üblich? So, naja, bei diesen Online-Sachen ist gar nichts üblich, weil das gibt es ja nicht lange. Was euch Spaß macht. Ne? Was euch Spaß macht. Bei einem Heirigen, wenn du ja fragst, sagen wir, naja, so 10, 20 Euro, was halt auch, je nach Größe, was halt quasi eine Eintrittskarten kostet. Ne? Aber das ist wirklich nur ein, damit man sich was vorstellen kann, aber in Wahrheit ist es so, ob es 2,99 Euro sind oder 300, über alles gefreut. Über jedes freuen wir sich. Ist so. Ich meine, sagen wir sie ehrlich, 300 waren schon besonders leibend, aber es schmälert nicht die Nein. 299. Überhaupt nicht. Haben wir das gut gesagt jetzt oder nicht? Ich muss aufhören zum Dampfen, glaube ich. Nein, okay, sind die Tür offen. Ich habe 3 Mal angezeigt hier. Der Helmut Mandag sagt, hey Burschen, hätte wieder Musikwunsch. Es steht ein alter Nussbaum draußen in Heldenstadt. Steht der alte Fähren drunter am Bruderstern. Nein, das geht nicht. Das ist nichts. Der 20er steht wieder, liebe Grüße, Hele. Klingt ja recht schön, aber ich leider das Lied habe ich nicht im Repertoire. Es steht ein alter Nussbaum draußen in Heldenstadt. Nicht mit Ketten machen, ist ein narischer blaue Zeiten schon gesehen. hat. Aber leider, das kann ich nicht. Wir könnten in Refrain vom narischen Kastanienbaum bringen. Ist auch ein Baum. Ist auch eine Nuss. Ist auch ein die da Baum. drauf ist, eine Kastanie Ja, eigentlich. ist auch, genau, ist sogar ein Nussbaum, mehr oder weniger. Kastanie. Aber da, was könnte man da draufhängen? Noch eine Schalen. Denkt nach, was wir da draufhängen können noch. Ne? Beim Narischen? Ja, da fällt mir schon was ein. Warte mal. Ganz kurz bevor. Der Christoph Acker mit dem schwarzen Bike werde ich wohl ein guter Kunde von euch.
Sonst bekomme ich ja noch einen Ruf vom Klaus. Nicht, meinen Ruf kannst du nicht kriegen, weil so dreckige Motorradl wie ich hat kein Mensch, der nicht Motocross fährt. Aber was heißt schwarzen Bike? Hast du nichts? Christoph, das ist an mir vorübergegangen, dass du ein neues Bike hast. Bitte um Aufklärung. Bitte um Aufklärung, weil das sind ja Informationen, die brauche ich. Ich glaube schon länger, schon ein paar Tage schon. Ich glaube, du weißt das, oder was? Ich glaube, ja. Wieso weißt du das? Irgendwas nicht? ging an mir vorüber, nämlich mit das. Na, mir ist auch vorübergegangen, aber halt vorübergegangen. Ja, Wahnsinn! Hat der nächste Motorrad und ich weiß nichts. Feibel war der Mauswanderer. Ja genau, Matthias Mariacher. Für Feibel. Rote Achtung. Wo bleiben eigentlich die Daumen auf zum Video? 50 Zuschauer und nur 90 Daumen auf. Nein, so sind schon aufgegangen. Ich bin hinten noch mit Chat, ich verstehe. du chattest hinten. Ich bin hinten noch, weil die Leute sind gar nicht mehr da wahrscheinlich, Bitte, was ich lesen tue. bitte am Ofen sollen wir schauen. hab ich Ja, grad gehört. danke, ja, das ist sehr gut, wirklich schon. Ja. Der Klingelbeutel muss rascheln. Schau ihr mal am Ofen dabei, während du den Chat. Ja, aber haben wir nichts um. Haben wir nichts um. Okay. Patrick, bitte. Ich hau nichts um. Nein. Das war nicht das erste Mal. So. Der Fritzl, was der Fritzl schaut auf uns. Ja. Und Ofen, Patrick, schau rein. Ist es schon ausgegangen? Mit der Birke? Mit der Birken wird's wirken. Oh, Knie angehauen. Was brauchst du? Spannerl sind im anderen rechts. Siehst du das? Er hat gesagt, ich soll mir jetzt um den Chat kümmern. Jetzt muss ich mich um den Patrick kümmern. Ja, das ist so großartig. Das mit was glaubst? Ja. Ich verstehe. Naja, gut. Klaus gibt sogar ein Video von der Black Betty, eine schöne. Das ist komplett an mir vorübergegangen. Candy hat einen Parkschaden und war ein Totaler. Ja, das weiß ich nur, dass du gesagt hast, befürchtest, dass er Totalschaden ist. Ein Tausender Versus Baujahr 15. Bist du deppert. Jetzt hast du mich überholt. Ja gut, das hast du vorher auch schon, aber trotzdem. Wahnsinn. Sehr leibend, sehr leibend. Du hast gekriegt. Muss ich mehrfach da. Daniela Schläger hat ein Foto geschickt. Ja, Wahnsinn. Da ist es drauf. Ich meine, ich weiß, das interessiert kaum jetzt jemanden. Aber, die muss man ausschauen. Na geil. Bist du deppert. Ja, aber die zeige ich nicht her. Bin ich da neidig. So. Herrlich. Na, sehr schön. Nein, es war als wieder jetzt ein Traum. Und es ist halt viel Wind ist gegangen. Das ist halt das bisschen Ding, aber was soll's. Links die Black Betty von Christoph, meine Luzi und vorne der General von Max. Das ist alle die Namen. Ich habe keinen Namen. Ich habe keinen Namen für meine. Fliegerl habe ich es immer genannt, nicht? Weil es eine kleine Honda ist. Aber vielleicht fällt euch ein Name ein für meine. Das war auch lustig. Candy, was hast du gesagt? Nein, das gefällt mir. Betty, Black Betty. Die Luzi, der General oder General. Wie könnte man meinen nehmen? Ich brauche einen Namen. Ich müsste euch einen Namen einfallen lassen für mein Flügel, für meine Hunde. Ganz herrlich. Als Holz knistert, Patrick. Holz knistert, schaut gut aus. Ja, was habe ich da gesagt? Nein, einmalig. Loderndes Feuer gleich wieder. Der Fritz Stadtgus, ich habe zurzeit dauernd ein Lied im Kopf, das Intro von Günther Eich Ruschel. Habara Kadabra, sehr leid. Das weiß ich jetzt von Günther, aber ist es das? Ich meine, es gibt ein vom. Wie heißt der Ernst Molden? Mit Wille Residenz und das Habara Kadabra, wo sind meine Habara, wo sind meine Freund, wenn die Sonne nicht scheint. Ist das Fritzl? Mit seinen Motorrädern auch Namen. Meine heißen Lynette und Lucilla. Na geil, Christoph war da. Ich hab keinen Namen. Aber Black Betty gefällt mir. Das erinnert mich an Fatty Betty. Ja. Nobody likes you, Fatty Betty. Fatty Betty. Loves you like sie sung will. Textmäßig war nicht so interessant, aber. Ram Jam. Peter Raffens wieder. Ich hätte ja gerne am Samstag mit den Regalen geholfen. Hat aber die Wegbeschreibung vom Abihof nicht verstanden. Außerdem war der Arbeitseifer bis auf die andere Talseite zu spüren. Das kann man vorstellen. Wo ist der Talstraße? Geh.
Da hättest du ringen müssen. Hättest du wirklich sagen müssen, erst ruf an oder gib mir die Nummer von Klausi. Aber am Samstag. Achso, Samstag? Naja, gut, da war ich aber Da warst du unterwegs? ja, aber erst dann am späten Abend. Also späten Nachmittag. Ich bin erst um 6 Uhr weggefahren. So eine Hausrunde, das ist ja das Leibende da in der buckligen Welt. Eine Hausrunde, ja. Naja, in Wien, wenn ich wohin will, wo ich Motorrad fahren kann, gescheit, wo es halt dann Spaß macht, brauche ich schon eine Stunde fast. Das heißt, eine Stunde hin, eine Stunde zurück. Das sind schon mal 2 Stunden nur für das, dass ich wohin fahre, wo es häufig so einen Spaß macht. Wiener Wald oder im Süden, aber wie auch immer. Und da ist halt der Fall bei der Garage raus und bin unterwegs. Das heißt, da fahre ich eine Stunde oder 2. Du musst öfters ins Ja, Weinviertel fahren. Der Andreas Christin hat gesagt, dort kann man sehr schön fahren. Nein, gibt schon Schneestecken. Nur Bei auch uns. im Weinviertel, bis ich im Weinviertel dort bin, Also du musst aber aus, wo ich fahren, wo ja, es schön ist. Da brauche ich keine Stunde, eine Dreiviertelstunde. Ja. Ja, aber eine Stunde, das, ne? Halbe, Das ist ja ja, das. passt schon, Ne? ja. Genau das ist es, Fritz Starkes, ja. Abracadabra, wo sind meine Haberer? Wo sind meine Freunde, wann die Sonne scheint? Hokus pokus fidibus, ich fahr mit schwarzen Autobus. Wo sind die Kollegen, wann ich raus muss in den Regen? So geht das. Wenigstens, das weiß ich, aber ich kann es Aber nicht siehst, spielen. das ist ein typisches Beispiel wieder, wenn wir heute uns unterhalten über Musik, über wann ist ein Lied gut und so weiter, aber das merkst, das bleibt immer Ohr, weißt du? Ja, das ist eine gute Das ist Nummer. ein Ohrwurm. Die kannst du nachsingen, Kannst du nachsingen, ja. das macht's aus, ja. Ja, ja. Das ist sehr leibend. Brauchen wir jetzt Zigaretten an. Elisabeth Graf, die Lisi ist auch dabei. Richtig gut. Busti, rauchen wir jetzt Zigaretten, aber das Dampfen macht Rauch viel dann. Nebe. Raucht eine Zigarette an. Was aber tut, die ersten Vorschläge haben wir schon. Die rote Reblau, sagt die Daniela Schlögl. Eine rote Reblaus. Für zu meinem Motorrad. Rote Reblau, ja, das ist immer. Ja. Ist nicht schlecht, aber. Der Zim 66 Vulkan Heavy. Das gefällt mir. Ja, die Namen, auf das bin ich noch nicht so gekommen. Roter Heinzi. Der rote Heinzi. Ein männlicher einmal. Der rote Heinzi. Ich habe ein Auto gehabt, das hat roter Heinzi geheißen. Wirklich, wahr? Ja. Das war Skoda Fabia, der hat aber nur 3 Monate gehalten. Dann bin ich wo reingefallen. Was? Das war der rote Heinzi. Ah ja, den hast du nicht lang gehabt. 3 Monate, ja. Nicht schlecht. Betty Das Pups. geschämert. Christopher Rauß war auch gut. Betty Pups. Das hat echt eine tolle Gegend vor der Klause. Ja, wirklich, Straßenlands, ich bin da so glücklich. Aber natürlich bin ich nicht so oft da, weil ich natürlich schon meiste Zeit dann in Wien bin. Und da hat mein Munkelein ein wunderschönes Haus, muss ich sagen. Garten in einer Sackgasse ist auch sehr leibend. Aber das ist halt da, wie man so kitschigerweise sagt, wo andere Urlaub machen. Wohnen, wo andere Urlaub machen. ja. Das ist eigentlich ein Traum. Fuchur der Glücksdrache. Fuchu ist lieb. Fritz Starkus. Gefällt mir. Über die A5 brauchst du aber keine Dreiviertelstunde. Naja, aber Christoph Acker, bis ich bei der A5 bin, vergängen einmal 10 Minuten, Viertelstunde. Und dann auf der A5 bis dann irgendwo bist, wo es eben schön ist zum 20 Fahren. Minuten. Ja, mindestens. Dann geht schon bei mir weg um Richtung Leiser Ja. Berge, dann ist schon alles leibend zum Fahren, die Straße. Naja, was sagst du bei mir weg dort, ja, aber bis ich dort bin, ich bin nicht in einer halben Stunde bei dir. Ja, mit dem Motorrad 35 Minuten. Naja, ja. Aber die brauche ich mal. Die brauchst du, ja. Aber da bin ich auch noch nicht. Das dauert Ja. ja dann mal in die Leiserberge ein bisschen. Also so ist es nicht. Das fängt ja nicht gleich dort an. Ja, du kannst da Aber schon es über sind den ja- Wald fahren, noch Ja, über Wald. Polsdorf fahren und Ja, aber das ist die andere Seite Das über ist den aber noch Wald nicht. Das ist aber noch über nicht. 7 Hirten vorbei, durch den Wald schön fahren. Ja, Aber da ist alles ein 70er wieder. Das ist wie im Höllental dort alles. Naja, das macht Das nichts, aber es ist jetzt noch nicht, das ist noch nicht Motorrad gehen. Das ist schöner als gerade irgendwo, aber es ist noch nicht so Kurven da. wirklich schön durch den Wald Aber- zu fahren dort, ja. Ist ja wurscht, wenn du sagst 40 Minuten hin, 40 Ja. Minuten zurück. Das ist halt fast eine Stunde. Ne? Also dreiviertel Stunde, aber nein. Speedy Veltliner, Rudi Korbes, jawohl. Honda RR, rote Reblaus, ziemlich großartig. Die alten Lagen sind herrlich, sagt der Lisi. Nach Die der Lagen sind auch Gartenarbeit. herrlich, aber der Veltliner Privat ist auch sehr gut. Rote Halbe, Landtagsstraße. Stravanza in Older. Super. Weil, das war eine gute Idee, dass ich euch frage nach einem Namen für mein Motorrad, aber ich sehe schon wirklich ernst nehmen tut es nicht.
Herrlich, so Patrick, also du rauchst noch raus, wir müssen mal spülen. Na, die alten Zeiten schon. So. In alten Zeiten hätte ich schon auch Zigaretten im Aschenbecher liegen. Eine achte. So ungefähr. Ihren eigenen Aschenbecher. Aber gut. So. Was denn noch was gelüstet dich? Naja, machen wir in narischen Kastanienbaum. Was ist Ja. denn, was spielen wir? G. G. Und dann hängen wir was dran. Was hängen wir denn dran? Das haben wir kurz einmal heute diskutiert vorher. Den narischen Kastanienbaum haben wir diskutiert. Achso, das können wir machen, ja. Gleiche Tonart, weißt du? Bleiben wir in G, ja? Du narischer Kastanienbaum, du blühst erst im August. Warum erwacht so spät in dir des Frühlingslebens Lust? Du narischer Kastanienbaum, du bildest dir wohl ein, du könntest da wo der Herbst schon naht, ein junger Frühlingsstürme sein. Geboren wo der Gesicht, ich möcht heut fest sein, nicht wie eine Semmeln, sondern recht sein. Ich hab noch ein Rendezvous, da brauchen die dein Gesicht dazu. Und schmeckt der Weinerisch ein bisschen handig, mit deinem Gesicht da bin ich niemals grantig. Ich weiß, der Gesicht das ist ein Meisterstück, und wenn ich heimkomm, kriegst du das sicher wieder zurück. Gestern war ich traurig, wie ich mich in den Spiegel schau. Ich denk mir mit meinem Gesicht, da kriegst du eine schöne Frau. Plötzlich hab ich eine Idee, die ist doch gar nicht schlecht. Ich frag mein Freundl, wer mit mir sein Gesicht nicht tauschen möcht. Geboren mir da der Gesicht, ich möcht heut fest sein. Nicht wie eine alte Semmel, sondern recht sein. Ich hab heut noch ein Rendezvous, da brauchen die dein Gesicht dazu. Und schmeckt der Weinerisch ein bisschen handig, mit deinem Gesicht da bin ich niemals grantig. Ich weiß, der Gesicht, das ist ein Wasserstock, und wenn ich heimkomm, kriegst du das sicher wieder zurück. Und wenn ich heimkomm, kriegst du das sicher wieder zurück. Und wenn ich heimkomm, kriegst du das sicher nimmer zurück. Ich geh gemütlich heim, da steigt mir wer am Darm. Ja, aber jetzt, da hab ich geflucht, was ein Besoffener auf der Straße sucht. Und der Lackel bläht, was suchen sie auf der Erd? Da hab ich diese Grobian erklärt. Was? Ich suche mein Gleichgewicht auf alle Viere, weil anders find ich's nicht, nein, das Gespiere. Ich hab's bestimmt noch gehabt, vor einer Stunde. Jetzt kreul ich und dumm, alles wie ein Hund. Ich such mein Gleichgewicht, das brauch ich wieder, sonst haut's nach jedem Schritt mich wieder nieder. Und wenn ich's gefunden hab, soll ich ein Liter Wein. Fangt da dann wieder an, die umeinander Krölerei. Na, das ist nicht schön. Na, das ist nicht schön, die Leute glaub ich lern gehen. Wenn ich auf der Gossen rutsch, wie Baby in die Krawatten lutsch. Schreit der alte Mann, laut als ein
tun kann. Jetzt zieh die Leute wie die Hund die Menschen an. Text an der Kasse. Ich such mein Gleichgewicht auf alle Vieren. Weil anders find ich's nicht, nein, das spüre. Ich hab's bestimmt noch gehabt vor einer Stunde. Jetzt gröl ich um und um, als wie ein Hund. Ich such mein Gleichgewicht, das brauch ich wieder. Sonst haut's nach jedem Schritt mich wieder nieder. Und wenn ich's gefunden hab, soll ich ein Liter Wein. Fangt dann wieder an, die umeinander Grölerei singen. Wenn die Leute grinzig besoffen sind, das gleich renommieren, da fangen sie gleich zum Anstehen an, zum Schwindeln und zum Lieren. Was sie nicht sind, was sie nicht haben, für mich sind sie aber mein Hund. Ich sag ihnen gleich, was ich hab, und das hat seinen Grund. Ich hab ein Mutstrom-Wampen, die zeige ich gerne her. Und wenn ich nicht die Wampen hätt, wär ich schon Millionär. Ich hab ein Mutstrom-Wampen, die kostet Schippe Geld. Und wenn ich nicht die Wampen hätt, hätt ich auf der Welt eine Villa mehr, ein Rolls-Royce mit Chauffeur, 2 Diener und eine Kammerfrau, die ganze Woche blau, ein Jotter aus dem Wald, ein Weiberl, das mir gefällt, aber nicht einmal und noch viel mehr, gib ich mein Wampen her. Wenn ich dann aufs Finanzamt gehe, da trifft mich gleich der Schlag. Da legst du einen Zettel hin mit 45 Fragen. Vermögen, Erbe, Grundbesitz, Geschäft und Inventar. Aber ich druck da fest mit Bleistift auf und schreib aufs Formular, was soll na ja passieren? Ich hab ein Mutstrom-Wampen, die zeige ich gerne her. Und wenn ich mit die Wampen hätt, wär ich schon Millionär. Ich hab ein Mutstrom-Wampen, die kostet Schippe Geld. Und wenn ich nicht die Wampen hätt, ich auf der Welt eine Villa mehr, ein Rolls-Royce mit Chauffeur, 2 Diener und eine Kammerfrau, die ganze Woche blau, ein Jotter aus dem Wald, ein Weiberl, das mir gefällt, aber nicht einmal und noch viel mehr, gib ich mein Wampen her. Einmal im Monat, da pfeif ich auf Jazz. Ich hab vom Vater so ein Dress. Ich nehm mein Madel und fahr nach Grimzing aus. Und tu mich dort auf. Spüren siehst die Schramm in der Wirt meine Fahrt. Und ich vergiss ein Musikautomat. Ich brauch keine müde Musik, ob sonst kein Fahrt ist. Einmal im Monat, da pfeif ich auf Jazz. Und dann dudeli und dann dudeli und dann dudeli mich aus. Gestern hat mein Vater gesagt, Bub, heute gehst mit mir. Da gibt's gar kein Widerred, wenn ich zum Ventifil. Dort haben wir den Schramm gelöscht, wir waren für alles verloren. Und vom Wiener Lied berauscht, hab ich mein Vater schon. Einmal im Monat, da pfeif ich auf Jazz. Ich hab vom Vater so ein Adress. Ich nehm mein Madel und fahr nach Grimzing aus. Tu mich dort aus. Spüren's erst die Scham, wenn da wieder mein Fahrt. Und ich vergiss ein Musikautomat. Ich brauch keine müde Musik, ob sonst kein Vertess. Einmal im Monat, da pfeif ich auf Jazz. Und dann dudeli und dann dudeli und
Ein Mörder-Potpourri, was? Ja, was soll ich sagen? Spontan, ja. Großartig. Ich bin gleich so Atem gekommen direkt. Na, geh herauf. Ein Wahnsinn. Der Durst wird zugeschlagen. Der Durst! Die roten Achteln, ich danke schön. von Ihnen ist sehr schön. Das gefällt mir. Muss ich ein bisschen zurückschauen. Jetzt muss ich ein bisschen zurückschauen. Auf. Schau, die roten Achteln. Super. Die kleine Hunde ist einfach eine Schlurfraketen. Der Christoph Acker wird disqualifiziert, glaube ich. Red Bull, Johanna Duschl. Ja, war super. Die Red Bull. Ja. Gefällt mir, Johanna, das gefällt mir. Ich geh den Ofen mal mit zurück. Red Wonder. Ja, wenn man das Gefällt mir nur mit den Glas, ne? Weil der Holz. Burt, was? Der Burt dahin. So jetzt verbraucht es auch, ne? Red Wonder, Landtagsstromer, großartig. Was haben wir denn noch? Wie weit bin ich noch zurück? Roter Oktober. Und das ist dann nicht schlimm, wenn man wer nachfährt, heißt es dann Jagd auf Roter Oktober. Na, mit euch kann ich was machen. Ja, Elisabeth Graf, privat nichts mehr da, ja, das wissen wir, weil der Patrick ja extra einen holen hat müssen, weil sie ja mir ausgesoffen habt daheim. Ja, ich weiß nicht, wieso das verschwunden ist, der Privat. Ne? War keiner da, wenn ich nur geschwind zum Adi düst. Ne? Miss Moulin Rouge. Aber die Schlurfraketen gefällt mir eigentlich am besten. Ist nicht ein Pichou ein halber Rotwein? Ein Pichou? Habe ich noch nie gehört. Habe ich noch nie gehört, nein. Das kenne ich halt nicht, aber ich bin mit diesen französischen Weingepflogenheiten nicht vertraut. Wir werden wieder üben bald. Wird nicht lange mehr dauern. Wir haben jetzt in Bordeaux gefiedert. Ja, aber damit was ist da durch? Was sagt der Christopher da? Sagt, bleib bloß davon ab, Klaus. Ich bin stolz auf dich. Ich danke dir schön, aber von was soll ich ab? Bleib bloß davon ab. Gut. Man gehört Zigaretten. Ah, von den Chickmans, gell? Mit den Zigaretten, Mann. Ja, danke dir Ich rauche mir gerne auch wieder. Rauch dann ja, Patrick. Das stört mich überhaupt nicht. Das Dampfen ist sehr lustig, aber ich dampfe daheim nur, aber das ist für die Kameratechnik ein Problem. Ja, geh. Die selber gewickelten Mesh machen ein bisschen viel Dampf. Das ist Erst aber Schlurfraketen gefällt mir fast schon wieder. Aber Red Bull gefällt mir auch. Die Red Bull, Schlurfraketen ist- aber für Red Bull ist es zu zierlich. Für Red Bull ist so es zu zierlich. zierlich. Die schaut- Naja, sie für. schaut eh. Nee, sie Nicht schaut so schon, zierlich nicht aus, aber in ihrer Klasse ist sie Ja, sehr ja, zierlich. ja, ja. Wenn sie also da ähnliche Motorräder nämlich hinstößt. Red Bullchen war das eher. Mit Büllchen. Oder Red Bull. Red Bull. Aber Schlurfraketen. Das muss ich drüber nachdenken. Alle dicht machen. Johann Hans Eder. Jawohl, alle dicht machen. Gerade ein Maß gegessen, Christopher da. Ne? Schau der Cheat, ne? Ich würde mich heute über ein Löffelchen freuen. Der Christoph Acker ist ein Wahnsinn. Snickers Plus. Es hat so deppert teilweise. Also es, eigentlich nur der Christoph Acker. Aber Manfred Kraft hat die Achtel rein, danke schön. Das ist ja ein Hund, das ist ein Reiskocher. Ja, man, aber weil sagen, Reiskocher. Das ist Nostalgie. Das stimmt. Ich hab da all der Sushi-Bomber. So. Ja, aber das ist japanisch. Achso, ich sehe. Hund ist ja Japaner. Sushi, ja, aber Sushi Bomber. Ja, Bomber ist ja nicht. Das war mehr so ein. Das ist Spitfire, nicht? Ja. Das Sushi Spitfire. Nein, aber Maß habe ich auch. Maßregel habe ich da in der Naschlade. Ich meine, es klingt gut, die Naschlade ist quasi la, aber sie hat eine Maßregel drin liegen. Und was habe ich jetzt gekauft? Twix, weil das war, da bin ich in die Schule gegangen und da hat es noch Reiterkassen. Ich habe unlängst auch das letzte Kinderspielzeug von mir, also den Britens Bauernhof Modelle da drin. Das ist noch in einer Reiterschachtel. Also, Da steht noch Reiter drauf. das ist super, ja, Reiter. Und da hat es gegeben, das Football-Team, oder gibt es noch immer, nicht? Die, weiß ich nicht, die sind Los Angeles Raiders oder keine Ahnung. Die Raiders halt. Und da hat es diese Werbung auf und runter gespielt. Warte, sofort kann man trinken. Da hat sie Werbung auf und runter gespielt. Reiter heißt jetzt Twix. Twix, genau. Und das war's, wir sind mit Schulbus gefahren und der Bernie, mein damaliger Schulfreund, der Beste sozusagen, ist neben mir gesessen, da hat einer angehabt, so auf die Jacken von dem Football-Team Raiders. Das war ein ordentlicher Bursch, nicht? Also, wir waren halt noch die Zierlichen da und das war halt schon wahrscheinlich ein Maturein. Und der Bernie ist wirklich hingegangen und hat zu ihm gesagt, Reiter heißt jetzt Twix.
Da sind wir gerannt. Das war auch lustig. Ja. Blues im Fuß. Christoph Ack haben wir schon lange nicht gespielt. Gute Ja? Idee. Geht man machen. Ja, Christoph hat da. Anime Dude 2.0. Anime Dude wahrscheinlich heißt es. Anime Dude 2.0. Servus. Grüß dich, gut, schön, dass du dabei bist. Große Freude. Leiband. Maike hat die Achtleine ganz super. Straße als mein rotes Flügel heißt einfach die alte Bertha. Ja, aber das sind Namen, die habe ich für meine Gitarren. Nicht, du kannst dich an die Irmgard erinnern. Die Irmgard, Irmgard, ja. Jazzgitarre. Die Sissi. Sie ist sie richtig. Und die Da hat der anderen, Oliver gehabt. ja, und dann habe ich alle getauft und dann habe ich bei allen, außer bei der Irmgard, die Namen vergessen. Selbst von der Irmgard, aber da hat mich mein Munkelleiner mehr daran erinnert. Beim Wein darfst du nicht fad sein. Nein, kann ich nicht, Rudi. Das Lied ist so schwer, ich habe mir das ein paar Mal angeschaut, ich meine, irgendwann, oh, das ist eine harte Jazznummer. Ist auf der ersten Hohener-Platten drauf. Ja, Auf der ersten Platten hat er das drauf. darfst Ja. nicht fad sein. Nein, Dein dauernd Lied noch. muss Schichtstart sein. Du hast das nicht. Das ist wahnsinnig schwer, aber schön, dass du mich daran erinnerst. Vielleicht wird das einmal wieder eine wandern, weil das ist eine schöne Nummer, aber sehr Beim schön. Plaudern Muss lieb sein, dein Beim Bussel Bussel a dieb sein. Du hast das nicht. du wirst das später einmal leid. Das Leben ist ein Verrutschen. einmal einmal Am schnellsten verfliegt oft eine glückliche Stunde. Drum darf's niemals fad sein. Kommt das Glück, muss Start sein. Nagelsang, denn sonst fliegst du davon. Solo. Text haben wir schon wieder. Denkst du, hätte ich aber gar nicht gewusst, dass ich das eigentlich halbwegs im Kopf habe. Rudi, das war aber eine gute Idee. Gute Idee. Sofort angeschaut wieder. Ja, ich hab das schon gespielt. Wirklich? Mit Kuschelrudi. Ja, mit Rudi. Nein, Mit Horacek Franz habe ich es auch gespielt. Ja. In das halbe Jahr. Nein, in lang. dem Moment, wo es einer Da ist spielen schon kann, Ja, ja. tut Ja. man sich dann leichter. Das ist nämlich gar nicht so. Naja, aber Das ist, im ersten Moment schaut das nur. fährt schon gut rein. Aber ist auch gut dahinter. Der roter Schlumpf bitte auch für jeder. Rote Schlurferl. Rote Schlurf. Nennen Sie Christine, die war auch rot. Christopher da, das ist ein Wahnsinn. Marco Cinelli, leider zu spät, grüß euch miteinander. Marco Cinelli, schön, dass du da bist. Gefreut mich. Und du bist auf jeden Fall noch nicht zum Schluss gekommen. Weil, ein bisschen machen wir noch. Aber vielleicht fällt da auch ein Name ein für mein Motorrad. Wir suchen einen Namen für mein Rote Motorrad. Mitzi. Die rote Mitzi. Die rote Mitzi, sehr gut. Ja, aber gut, ja, rot, ja, weil es halt einen roten Tank hat. So, aber pass auf, jetzt kommen wir aber definitiv zu Michael Ahammer und seinen Superchat, wo du vorhin schon, Ja, sofort den Korrekterweise. Zeigefinger erhoben. Ja. darf man sich so Lieder wie der alte Sünd eigentlich wünschen oder ist man dann bei Wiener Liederinterpreten gleich mal so richtig unten durch? Michael Ahammer, du bist nie unten durch, nein. Punkt 1. Punkt 2, Wir spielen es nicht. Also das ist wir haben das letzte Mal auch gespielt. Aber, der alte Sünder, ja, ja. das war im AKN-Notenheftel drinnen Ach so, ja, die haben wir jetzt nicht da. und die liegen in Wien. Haben wir aus den Noten verdient aber gespielt, ja. Das, Wir machen gleich. da spielt es nämlich Da spielt sie so, Das ist aber nämlich- wir singen glaub, jetzt einmal, das ist also so wir ein pfeifen einmal, dann machen wir kurz den Refrain, das bringen wir schon hin irgendwie, Geht mit viel und dann Moll spielen wir und was so anderes weiter. dazwischen, Ja, ja, das, Nein, wir werden das irgendwie einbiegen. Wir werden das so einbiegen, jetzt gekünstelt. trinken wir trotzdem. Jetzt trinken wir mal auf Michael Ahammer. Ahammer, danke der Chef in Superchat. Michael, danke dir. Wir werden unser Bestes tun. Ja, leider, die Noten noch nicht da. Aber das haben wir einmal schon gespielt, aus den Noten raus, aus den Sehr AKN-Hefteln. gut gegangen, also aufnahmereif. Ja, vom Bladl ist alles nicht so Kennen wir schwer. nicht, ja. Aber leider die Noten in Wien, da bin ich nicht da. Zweigeltorpedo, Harry schneller Fonte, na jetzt kommen wir dann schon langsam in die Ebene. Ja. Wampenschaukel. Nein, jetzt kommen wir wieder weg von der Ebene. KTM-Junk ist dabei, ja gut. Rote Wampenschaukel. Christopher, das wäre jetzt schon sperren. Jetzt reicht's mir. Offen schaukeln klingt dann auch gut. aber das- Was reiht damit jetzt fix und sonst Nein, ändert sich aber nichts. Puppelhutschen. Ja, aber ich hab keine Mühe. Aber Pupperlhutschen ist natürlich schon. Hat man früher gesagt. Ja. Also ich habe den Ausdruck schon kennt. auch. Ja. Die Pupperlhutschen. Ja, schon. So, Skyfall, hat sich dazu. Naja, jetzt kommt dazu ein Leibwand.
So, warte, ich bin schon wieder hinten nach. Voll. Wampenschaukel ist ja ein Wahnsinn, natürlich. Aber was, so Namen eben wie Candy und sowas, sind alles so liebe Namen, ja. Und alle Vorschläge, die ihr für mein Motorrad habt, sind so derbe Namen. Jetzt lasst euch doch was Poetisches einfallen einmal. Ja, Peter Raffizeder, Twix gibt es jetzt auch in Weiß, passend zu einem Wein perfekt dazu, finde ich, na, ich hab in Weiß. Das schmeckt man mit weißer Schokolade jetzt da, ja. Ist nicht schlecht, ich meine, ich esse sowas echt selten, solche Riegel, aber manchmal ganz gern. Aber zum Wein mag ich auch keine Schokolade oder so. Zum Wein bin ich das einzig Süße, was ich zu einem Wein akzeptiere, sind diese Weinbeißer. Die Weinbeißer, So quasi der Lebkuchen oder was, nicht? So. Aber ansonsten brauche ich zum Wein, wenn, dann was Pikantes. Wie ist es bei dir? Gar nichts, ne? Schnitzel. Ja, ich wollte sagen, da ist ich viel, aber zum Wein was dazu ist. Na, wenn man so, nicht dazu essen, dazu knappern, wenn man was hinstellt. So ist nicht dazu essen, dazu knappern. na, eher was Süßes, wenn man was herstellt, wo das eher hingreifen. Jetzt Salzig. salzig eher, ja. Salzig. Ja. Also wie gesagt, Weinbeißer ist eine Ausnahme. Weinbeißer ist Ja, einzig salzig, süß, salzig, ja. aber ich auch lieber, ja. Ich auch. Der Rudi hat geübt beim Engelbert. Sehr gut. Beim Wein darf's nicht warm sein. Der Christoph Ack ist auch nicht schlecht. Der könnte statt der Wampenschaukel zur Honda auch Hodiner sagen. Ist auch nicht schlecht. Ja. Jetzt sind alles so frech. Nur freche Meldungen. Der Daniel Schlegel auch. Was? Also Reiter wird wichsen, das Prinz wird simpel. Fritzl hat's eine Wucht. Das ist eine Wucht. Wegen dem Muttertag. Meine Mutter war Wernerin. Johanna Duschl. Na, das ist eine Idee. Redwing. Ja, Redwing ist auch nicht schlecht, Fritzl, aber das ist mir fast zu, wie soll ich sagen, das ist mir zu klar. Weißt du, was ich meine? Das ist zu vorhersehbar quasi der Name. Aber ist ja keine schlechte Idee. Chili ist auch nicht schlecht, gell, von die Chili. Weil es scharf ist. Da brennt immer dahinter. Nein, das ist nicht das Motorrad, das sind die Hämorrhoiden. Bischinger, falscher Motto. Ja, also nicht das Motorrad, sondern dazu essen. Ja, Bischinger. Wobei Bischinger gingen auch, ja. Aber, Stimmt, so, ja. aber es gibt viel. Bischinger Der gingen auch. Bischinger. Das ist, aber ja, ich bin da, aber es trotzdem, das siehst zum Wein habe ich nicht so, aber es stimmt. Bischinger ist, ich glaube, der Mann ist auch ein Name fürs Motorrad, aber das Bischinger. Nein, schlecht. Da schwinge ich mich auf die Bischinger. Anton Bischinger. Ja, genau. Weinbeißer sind auch sehr gut, ja. So ein kleiner Snack halt, ja, definitiv. Ich ist gerade ein Striezel in der Nachtl, Wolfgang Krawatzka. Der Wolfgang Krawatzka, von den Entspannten, ja, ein ganz lieber Kollege und Freund, der Wolfgang, und die Partie, was haben, heißen die Entspannten. Schaut rein, ich glaube auf Facebook gibt es ja auch einen Link, oder Wolfgang, habt ihr Webseiten auch, dann schreib's rein bitte als Kommentar, weil die Entspannten haben jetzt da rausgebracht, neues Album, neue CD, Jupp. sehr leibend, haut's rein. Wolfgang Krawatzka, hau rein bitte irgendeinen Kontakt, wo man das findet, weil absolute Empfehlung, absolute Empfehlung. Red Mausi, ja. Liebe Leute und Ihnen, liebe 16 Buben, wir bedanken uns für eure gelungene Show und dass ihr unsere Weine vertreten habt. Hoffentlich trinken wir nun bald in echt wieder nach. Der Lukas Macherik, auf das trinken wir jetzt, wenn der Patrick einmal eingeschenkt hat wieder. Wenn der Patrick einmal wieder eingeschenkt hat, Ja, in warte, die Glaseln. mir ist das gerade angestürzt, jetzt Das geht's mag wieder. ja nicht anstürzen. Wieder das neu mag ja nicht gestartet, anstürzen. jetzt geht's wieder. Ja. Ich schenke sofort ein. Grüner Veltliner Privat aus dem Hause Graf Eins der Ringe zu sein. Ullendorf. Und da Spaß haben wir. Am Schoß von der Mama, Jesus. Will zum Muttertag passen, stimmt. Aber die Noten, Die hast du nicht da jetzt. oh ja. Die sind daheim. Die Nein, sind sicher nein, nein. daheim. Hast du das da? Ich glaube schon. Das schaue ich gleich nach. Manfred Kraft, gute Idee. Schau ich nach. Solette mit Liebdauer, ja. Das geht auch. Man reiß mal drum. Ein Zucker, was? Lukas Macherik, ein Zucker gibt es für euch dann noch? 2 Flaschen oder so drauf? Lukas, das Leiber. Auf das trinken wir. Also, ja, heute eigentlich Mission completed. Den 6er Karton haben wir Würdig getrunken, muss ich sagen. würdig vernichtet. Geleert wollte ich bald sagen. Geleert, ja. Mehrfach sogar, nicht, weil Ja, aber ein paar wir schon Sachen nachholen müssen. nachgeholt. Aber, ja, war sehr leibend. Danke herzlichst, Lukas Macherik bzw. Adi Graf,
dass ihr uns da unterstützt habt mit dem Wein. Jetzt ist es so richtig gut. Ja, Wenn der Ofen ist lang. Gott sei Dank haben wir noch eine Flasche. Haben wir noch eine Flasche. Und ich meine, es heißt ja nicht, dass es das letzte Mal war, dass wir ein Weingut Graf dort gehabt haben. Ne? Ich denke bereits wieder an das, was jetzt zum Teil noch im Fasse liegt. Sicher interessant. Nächstes Jahr mal. Absolut. Na sicher, da freue ich mich drauf. Auf jeden Fall sehr leibend. Ja. Welche Farbe hat deine Honda? Rot? Michaela haben wir richtig erraten. Ja, schau, der Peter Richtinger ist dazu gestoßen. Kopfvertrag, ja, ich schaue gerne nach, wenn der Zuerst müssen wir der mal Mama. was. Ja, müssen wir meine mal Mutter was- war Wienerin. Nein, da fehlt noch was vorher noch. TSH-Gitarre, 9 die 16er Buben. Aus dem Norden Deutschland. Euch alles Gute. Ja. Stimmt, da muss eine Geschichte dahinter stehen. Aber ich habe so viele Geschichten dahinter, dass es schwer ist. Genau, der Christoph Acker, der hat aber recht. Wenn er sagt, die Farbe ist normalerweise Staub auf Rot. Vollkommen Stimmt, richtig. ja. Vollkommen richtig. Ich meine, ich habe mein Motorrad gekauft zum Fahren und nicht zum Putzen. Ja, vor allem, der hat es gekauft und weiß nicht, 2 Wochen später war ein Flugrost auf der Kegel. Na, 2 Wochen später nicht. 2 Wochen später nicht? Muss man noch ärgern. Na, geh auf. So. Ja, aber da müssen wir was dranhängen. In was spielen wir das so? Ich weiß nicht mehr. Warte mal. Ich weiß nicht. Der Sünder. C ist ein C. Oder ich weiß nicht. Der alte Sünder. Aber das fängt verkehrt an, oder? Der kennt sich aus. Der will genau. Der C ist so. Nur ein Gustav. Der alte Sünder. Gustav, ja. Oh, verkehrt fängt es an. Das war verkehrt. Der alte Sünder, das kann ja stimmen, Sünder, der Sünder, der kennt sich aus, er schleicht als Nachtwind, steh aus dem Haus, er geht ins Bett, Nein, das ist echt zu schwer. Das ist zu schwer, da gingen die Harmonien um, das ist das. So. Wir lassen es lieber unbemerkt aufhören, Ja, das ist weil es da ist kommen wir besser. nicht mehr hin. Da kommen wir sagen es, wie es ist. Siehst du mir heute noch in Erinnerung, als ob's gestern gewesen wäre? Es war ein schöner Sonntagsmorgen, da ruft's Mutter und schwingt, komm her. Lass dir das Gesicht und Handel waschen, lass die Buckel dir frisieren. Heute möchte ich zum ersten Mal dich auf den kahlen Berg aufführen. Oben hat's mir gezeigt, gebracht, hat mich gestreichelt und hat gelacht. Hat gesagt, schau, der Stephansdom und der blaue Donaustrom. Schau, das Häusermeer da drin ist deine Heimatstadt, dein Wien. Bleib stets treu den schönen Ort. Ich hab geholt arme Wut. Meine Mutter war eine Wienerin, drum hab ich werden so gern. Sie weiß dem in Leben, wie die Liebe hat ging, zu meinem einzigen grünen Weg. Meine Mutter war eine Wienerin, drum hab ich werden so gern. Sie weiß dem in Leben, wie die Liebe hat
zu meinem einzigen goldenen Weg. Mit der Blues aber passt schon. Warte mal einmal. Skyline von Wien, du lebst in mir drin. Es kann kommen, wer will, die macht keiner hin. Du beruhigst mich und du bist mir vertraut. Du bist mächtig, manchmal auch zerbrechlich. Skyline von Wien, du bist die schönste Wienerin. Den Neidern und Heuchlern hast du immer verziehen. Bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Skyline von Wien, du lebst in mir drin. Es kann kommen, wer will. Du beruhigst mich und du bist mir vertraut. Du bist mächtig, manchmal auch zerbrechlich. Skyline von Wien, du bist die schönste Wienerin. Den Neidern und Heuchlern hast du immer verziehen. Bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Ich sitz in einem Weingarten unter einem Baum, dazwischen die Rebstück fühl mich daheim. Weidlaub besticht durch sein saftiges Grün, dazwischen schau ich auf mein herrliches Wien. Und über mir wärmt mich der Sonnenschein, darunter sitz ich und trink ein Flascherl Wein. Die Vogel, die zwitschern so lieb durcheinander,
Ein Franke von Kraxel ruhig auf meiner Hand. Die Blumen, die drehen sich ganz sanft mit dem Wind. Ich freu mich so, alles war ich noch ein kleines Kind. So kann man heute noch glücklich sein. Ich freu mich und trink mein zweites Flascherl Wein. Vom Wendel berauscht, schau ich auf zum Mond. Der lächelt mir an, weil mich Isa schon gewohnt. Die Grillen, die Zirpen, ein Liedl mir vor. Dem Herrgott bedanke ich mich für die Natur. Dann hol ich mein Glas zum Kerzenschein und trink mein letztes Flascherl Wein. Und trink mein letztes, wirklich letztes für heute. Flascherl Wein. Aber voll verspült. Jawohl. Der Tadellos. Tadellos. Die musst du ein bisschen überrascht am Freude. Anfang, aber Da freut mich, du hast wunderbar das eingefunden. Hirn, das Hirn. Das funktioniert eh. Christopher Taud ist ja geil, wie heißt das? Ich sitze in einem Weingarten. Quasi der Arbeitstitel war Bis am Berg Teil 2. Freut mich, wenn es euch gefallen hat. Gefällt den Lukas nämlich auch sehr, die Nummer. Das Ja. weiß ich, ja. Haben wir die Weinhoheiten, die Ja. Wiener Weinhoheiten, haben wir das heuer fürs Ostervideo. Video rausgehauen. Rausgekommen, ja, genau. Ronda gefällt mir auch. Ronda gefällt mir irgendwie. Warte, ich bin ja wieder beim Zurückschauen, beim Zurückscrollen. Warte mal, das ist eine E-Mail. Wer es Keilen sagt, muss auch Biesenberg sagen, damit er dann zur Kirche ums Eck kommt. Christoph Acker, ja, wie. Also, na, das machen wir noch. Das machen wir noch. Haben wir noch ein Jahr noch. Nach den Jahren. Schlurfraketen, Wampenschaukel, Red Dust, Lady in Red, Roter Oktober. Ja, aber Ronda gefällt mir auch, ja. Wir haben da mal was vorbereitet. Das ist ein Wahnsinn. Dirty Ride. Screenix-Härtetest. Es war nicht schlecht. Jawohl. Die Screenix-Tierkeln habe ich voll permanent in der alten Arbeit. Erstens auch? für die Brillen, ja. Die Brille. Genau, die auch. Apropos, ich muss was bestellen. Es geht dem Ende zu. Ich muss wieder was bestellen, Andreas. Ja. Daniela hat schon gesagt, nicht nur fürs Motorrad, ja. Also bei Ja. mir, das ist mit dieser, jetzt hätte ich fast Arschlochmasken gesagt, das sagt man nicht live daher, sage ich, mit dieser Maske, die man aufsetzen muss, Den Möllfetzen da. ja, und da habe ich, und mit diesem Screening-Stickel wirklich, das ist absolut leibend, endlich, du beschlagt nichts und gar nichts. Gar nichts, Aber gar nichts. ich habe das jetzt dann natürlich für einen Helm, für einen Motorradhelm voll in der Reißen. Und normalerweise auch die Screenings, das machen wir eine Werbesendung für Screenings, da scheißen wir uns nichts. Das scheißen wir uns nichts. Aber da habe ich auch Interessen, die Tierchen zum Motorrad putzen. Das ist nämlich auch super, aber die liegen auch in Wien. Das heißt, bis ich mit meinem Motorrad wieder nach Wien komme, das ist in übernächste Woche. Ja? Ja, klar. genau, Also, ja. ne, bis der nächste Mal latschen. Bis dahin wird so dreckig sein, dass ich einen Kercher brauchen werde. Das wäre mit den Screening-Stickeln nicht weiterkommen, fürchte ich. Na, schauen wir mal. Was weiß man? Hondina. Marco Cinelli. Hondina. Ui. Hoch die Tassen. Ui, hab ich nicht Wolfgang gesehen. Kroatzka. 10 Euro. Wolfgang. Vielen Dank für die Werbung. Unser neuen CD. Wagerlfahren. Genau, da sind Wagerlfahren, übrigens auch genau. zwei gefernste Wiener Lieder drauf. Ich weiß, ja. Das ist ganz leibend. Und da haben sie ein Videodraht mit so einem Wagen, was die mit so Spielzeug Mit aufpasst. Spielzeugautos, ja. Ja, grandios. Die alten Männer. Ne? Hätten wir jetzt was. Bitte mir seid. Prost, Dankeschön. Danke, schön, Wolfgang Kroatzka. Großartige Sache und wie gesagt, schaut rein. Ich habe jetzt weiß ich nicht, habe ich nicht gesehen, ob es irgendeine Kontaktadresse oder irgendwas.
schreib noch. Facebook oder Webseiten. Das war super. Ja, wir sind ja auch mit dem Kinderwagen Wagerl bin ich gefahren. Mit dem Kinderwagerl beim Billa einkaufen. Richtig, im Waldviertel. Im Waldviertel liegt schon, ja. Habe ich gedreht, also Regie bei mir. Ja. Regie, Produktion, Schnitt, alles bei mir. Der Weltvideo geworden, findet man, glaube ich, aber auf Facebook, Instagram. Aber, ja. Also ich glaube, ich habe es überall hochgeladen, weil Ja, war ja. da haben wir so viel Haken, war froh, dass ich es weitergebracht habe. Servus aus München, Maggie Pemberton. Maggie, servus, grüß dich. Und wenn du es Patrick nennst, Fritzl, sicher nicht. Muss Sicher nicht, sein. weil ganz ehrlich, Muss nicht sein. die Grausbirne steigt mir auf, wenn ich daran denke, dass ich mit dem Patrick rede. Ja, das ist, nein, das geht gar nicht. Was? Willst du das probieren? Gewinnen werden wir. Ja, Rostinante. Na, für das ist neu, aber das ist eine gute Idee. Rostinante, das ist nicht Das war schlecht. für die Vespa gewesen Ja, eigentlich. oder für meinen alten Ford Ranger. Für den Ranger, ja. Das war die Rostinante. Die gewesen. Rostinante, ja. Puppi, sag ich. Leider mit euch mache ich was mit. Was? Als Grinix, als darfst du den Klaus keines geben, das ist keine Werbung. Hörst auf, Christoph Acker. Okay. Das ist ein Wahnsinn. Edelstahlglanz sind auch ein Wahnsinn. Der Schlägel. Für die alten Männer ziehe ich den Zehner wieder zurück. Wolfgang Kreuzger. Es war ja ein verbales Liebesdatschal. Aber da gib's zu. So alten Männer, die aber das war super. Ein Weltvideo, wie es in die Wagen drin sitzt. Da haben wir wirklich alles verspülte Kinder. So, nein, jetzt schaue ich, ob ich die Noten Das finde. sind wir wirklich. Jetzt schaue ich, ob ich die Noten, also ob ich das Schau. da habe vom Shows auf der Mama. Du musst die Leute Du unterhalten. musst da dabei. rundum, oder? Nein, da nicht. Nein, da sind nur die eigenen. Das sind die eigenen Texte, aber das ist ja der Text von der Monika. Achso, ja, richtig. Da habe ich Texte nicht geschrieben, sondern da das habe ich stimmt, nur die Musik Hast du gemacht. mitgenommen, den Bot, nicht, oder? Ja, ich glaube schon. Ich gehe gleich nachschauen. Wird nur interessiert, könnte jetzt ein bisschen dauern, ich werde euch musikalisch dann unterhalten, Ja, auch wird nicht nur gescheiter verbal, weil es könnte sein, dass... Das liegt in der Bibliothek, die umgerannt Ja, aber ist. die umgerannt ist nämlich, das ist das Problem. Und noch Baustelle ist da oben. Ich glaube, das liegt gleich rechts neben der Balkontür dort irgendwo, glaube ich. Ja. Wahrscheinlich, weil überall sonst war es jetzt nicht auffindbar. Das ist, ich hätte halt wahrscheinlich statt Motorrad fahren die Bibliothek fertig und war jetzt fix fertig. Die haben das Auto einräumen müssen bei mir, Ja, stimmt. mit den alten Regale. Mhm. Die sind mir weggestanden, da habe ich nichts weitermachen können. Ganz klar, ganz klar. Ulis Laneck, jawohl. Der Patrick Reider, das ist ein Wahnsinn. Da muss ich glaube, ich werde jetzt dann wirklich ein paar sperren für euch. Oder wie heißt es? Blocken. Wirklich wahr. Der Christoph Acker ist der Erste. Aber das sage ich schon. Das sage ich schon seit, ja, ich kann schon sagen, seit Jahren. Jahren. Aber ich tue es nicht. Ja, weil er mir ein bisschen ans Herz gewachsen ist. Aber irgendwann vielleicht blockiere ich ihn. Den Namen kannst du auch nicht erzwingen. Irgendwann triffst du dich. Der hat bei mir 3 Jahre gedauert. 766 wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Der Fritzl sagt das. Grinix ist echt super. Ja. Baroness. No. Baroness ist auch gut. Fällt mir gerade ein. Aber Ronda, ja, hat mir auch gefallen. Die Ronda. Ja. Aber ich habe nach 3 Jahren zum Schluss steige ich um auf eine Stärkere, dann habe ich endlich einen Namen und da hat man auch das Motorrad. Vielleicht doch die Afrika gewinnen. Ja. Nein, die kann ich mir in 3 Jahren noch nicht leisten. So wie es ausschaut, kann ich mir So länger wie keine die leisten. Situation momentan sich darstellt, ist das alles einfach. Nicht? Nachdem der Wolfgang Kreuzger auch das Geld wieder zurückzieht, wie soll man da nächstes Motorrad leisten können? Ja. Mein Duke hat auch keinen Namen gehabt. Mein Bruder und ich, nicht? Da waren wir die Duke Brothers. Jetzt sind wir die Flügelbrüder, weil die wir Uhr noch. ja, genau, hängt noch die Uhr. Aber jetzt haben wir beide kein KTM mehr, beide Honda, nicht? Jetzt hängt da Duke Brothers mit KTM, ne? Was sollst du machen? Beide vom österreichischen Produkt umgestiegen. Ja. Ja, aber nicht, weil hat nichts damit zu tun, dass KTM schlecht ist. Im Gegenteil. So, aber jetzt genug vom Motorradl. Also man kann nicht immer vom Motorradl reden. Patrick, du musst das spielen. Ich muss die noch Schön versuchen. spielen? Ja, gut, das Spiel was. Dann nehme ich, ja, kann ich endlich einmal wieder. Ich schäbe bei den Pavlatschen, kann man so viel steirisch auch spielen. Red Lion. Das ist leider. Christoph Acker sagt aber, ich bin doch eh brav. Jetzt halt aber die Pappen her. Ich suche keinen Namen für mein Motorrad, sagt der Harry Schneifonte. Da ist Little Wing aufgetaucht und recht was.
Nichts erzwingen, das kommt man so. Ja, aber ich habe mir gedacht, ich mache so eine Umfrage. Ne? Der Klaus ist Nobel und fährt mit dem Steuererhobel. Fällt mir auch, Sheriff Andi. Ne? Hobel. War nicht mit meinem Hobel. Weiter. Haben wir einen Hobel. Ja, das Hobellied fällt mir. Das ist ja auch eine schöne Nummer. Eine schöne Nummer eigentlich, ja. Für den Raimund oder Nestroy? Für den Warte. Du kannst dann verwirren. Nein, Du kannst dann verwirren. Nestroy, natürlich. Lombardi Hobel ist natürlich Hobellied, ja klar. Ich bin deppert. Jetzt war ich echt kurz. Da sieht man das Allgemeinwissen. Ja, mein Alter entfleucht alles. Aber es ist eine super Nummer. Das Hobellied ist eines der tiefgründigsten, leibendsten, einfachen Nummern. Und das ist ja das Schwere, dass man einfaches Lied so dermaßen tiefgründig machen kann vom Text. Also wirklich, sollte es tatsächlich jemanden geben, der das Hobellied nicht kennt, dann sucht es auf YouTube oder sonst so Hobellied Johannes Treu. Egal wer es interpretiert, da gibt es bessere oder schlechtere, aber die Nummer ist einfach super. Also gefällt mir wirklich vom Hans Moser. Da habe ich eine Aufnahme, wo der Hans Moser das Hobellied spielt, singt. Das ist echt gut. So, 766 meint noch fast Daumenhobel. so, na gut. Ich gehe jetzt die Noten suchen, weil das wird ja immer ärger. Black Betty. Der Christoph Acker. So, jetzt sperre ich. Jetzt sperre ich ihn. Nein, ist ein Scherz. Ist ein Scherzerl. So, nein, ich suche die Noten. Wir haben eigentlich noch niemanden gesperrt, oder? Nein, weil entweder... Bis jetzt. Nein, das ist schön eigentlich. Wir haben keinen Hater. Wir haben ja fast nie Daumen nach unten. Und wenn, dann ist der Christoph Acker, weil er ist ja verdruckt in der Fetten. Sonst haben wir das nicht. Der Meinrad, Josef der Meinrad, Josef ja, Meinrad ja. natürlich, Hobellied, ganz klar, Johanna Duschl. Da triffst du natürlich die absolute Elite in der Geschichte. Steuerrad. Ja, der Fritzl, Steuerrad ist nicht schlecht. Das ist so, Patrick, spiel was. Unterhalt die Leute, bitte unterhalt die Leute. Ja, trinkst du Wasser nicht? Trink einen Schluck vom Wein. Ja, ich muss ja was. Hast du mir aufgestanden? Weg jetzt. Schaust du am Ofen an, noch sicher jetzt halber oder was? Oder? Ja. Glaubst du, dass er schon ausgegangen ist? Nein, das legst du wieder was nach. Da ist auch eine Hitze herinnen. Aber das ist wie in einer Sauna. Ist dann das bei uns vergessen wir da. wieder und dann musst du wieder nachharzen. Wie eine Sauna, so ein Blödsinn. Wie der Harry Schneller Fonte gerade schreibt, der Klause wirft den Hobel an und hobelt alle gleich. Klause, das Schicksal. Der Klause, das Schicksal vieler. Nein, ich weiß nicht. Nein, ich spüle einmal. Sollen wir mal einen Walzer einmal spülen vielleicht? Einmal einen schönen. Auch schon länger nicht gespielt. Nein, aber der ist aber hagelig. Der ist ein bisschen schwierig. Aber wir machen ihn. Tut er nicht weh?
Wahnsinn. Also die Mappen. Die Noten weiß ich noch nicht. C. Walzer von mir. Für Yvonne, ja, ja. Auch schon vor langer Zeit geschrieben. Ja, da warst du noch. Da war ich noch jung. Ich wollte schon sagen, da warst du noch klein, aber das stimmt ja nicht. Na klar, war schon sehr lang her. Warte, ich muss ja schon wieder schauen. Was war denn schon wieder los? Du ist mir einmal nicht da und es geht schon wieder was an. Ah, die Der meiner Oktober- explodieren. Na. Meinen Triumph Thunderbird habe ich Dicke Bertha getauft. Da fiel mir ein englisches Motorrad Dicke Bertha zu taufen. Na gut, ja, das ist ein wie soll ich sagen, historischer Humor. Aber Absolut, ja. 16er Blech. Das ist ein Wahnsinn. Leonie D., Christopher, das ist ein Wahnsinn. Nur wegen euch saufe ich so viel, dass ich den Daumen rauf nicht mehr triff. Da geht Christoph Acker. Das schafft schon. Aber locker. 16er Blech. Bemühe dich ein bisschen. Alexander Girardi, Mega Pemperton, ja. Denk mal mit dem Hobel unterm Arm richtig, am Girardi-Platz. Genau, ja. Im Resselpark, ja. Richtig. Alexander Girardi, oh, war natürlich eine Legende, ne? Eine Legende der österreichischen Schauspieler. Kunst. Und der ist eben, ja, ganz berühmt gewesen, natürlich als Nestroy-Darsteller, deswegen eben auch mit dem Hobel dargestellt, ja. Hat doch sehr oft ein Lied von Gustav Pick interpretiert und eigentlich berühmt gemacht. Stimmt. Das War war Alexander Girardi eigentlich, ja. war eigentlich Der hat es aus der Taufe gehoben damals bei dieser Fiaker-Innung-Fest oder so ein Anlass ist ja das geschrieben worden, das Fiaker-Lied. Ne? sowas, ja. 1800 irgendwo, Ende 19. Jahrhundert ja, war ja. das. In die 80er Jahre, da war es 18. Ja, Nein, genau. da Der junge irgend sowas. Girardi hat das aus der Taufe damals Ja. gekommen. Ja, ja. Gustav Pick war dann natürlich verboten im Dritten Reich, weil Gustav Pick war Jud. Und dann hat er das Fiakerlied verboten, weil er Jud geschrieben hat. Ich meine, es gibt wirklich andere Dinge, wo man weiß oder feststellt, dass die Nazis wirklich irgendwie eine eigenartige Sichtweise gehabt haben, aber ich meine, bei sowas, ja, ist ja wurscht. Harry schneller Fonte, wenn der Klause das Radl mehr pflegen tät, dann war's die Putzigkeit. Sehr schön, sehr schön. The Lady in Red? Da habe ich eine Bagatelle in A-Dur. Bagatelle, weißt du eigentlich, was ist eine Bagatelle? Ja, das gibt ja. Kann man es lesen? Nein. Kann man gar nicht lesen. Viel zu hell. Ist da vom Licht. Das geht nicht. So, halt mal hin. Eine Bagatelle. Was ist eine Bagatelle? Der Ofen, der schäbert Also, öfters einmal. eine Bagatelle, weil es so einfach ist wahrscheinlich. Ich weiß nicht, gibt oft, ne? Findest du so wie Präludium oder was? Dann gibt es eine Bagatelle. Das findet man oft, eine Bagatelle. In A-Dur in dem Fall. Von Opus 119, also von Beethoven. Weil das ist ja auch von Beethoven da. Na ja, gut. Aber das ist ja nicht gegangen. Der beste Bagatelle ist eine Bachforelle. Ja, das war nicht schlecht. Ich wollte wieder. Vielleicht schmutzig hätte Landesstrom. Ich kann euch nicht ernst nehmen. Das ist ja Wahnsinn, geht sich wirklich nicht aus, sagt der Putzigkeit. Ist der Schuster Pokerl eigentlich auch ein Wiener Lied? Ja. Scherifanti definitiv. Ich kann es leider nicht, aber das habe ich letztens habe ich es gehört von der Sobotka. Marika. Radio Wiener Lied. Gibt es ein Radio Wiener Lied, kennt
ist glaube ich, Radio Wienerlied, zusammengeschrieben.at. Der Erich Zipp und die Marion Zipp, seine Tochter, und der Crazy Joe, die machen also da so eine Internetsendung, Wienerlieder. Wir kommen immer wieder mal vor. Und da könnt ihr mal, wenn euch das interessiert, reinschauen. Und da habe ich das gehört von der Marike Sobot, glaube ich, du hast das Lied ja selten von einer Frau. Ganz selten eigentlich. Ja. Ich kenne von Luxurude kenne ich. Ja, der geht in von viel an. Ne? Der Schuster Bockerl, ja, ist auch eine Idee, einmal ins Repertoire aufzunehmen. Ja. Eine Kleinigkeit in A-Dur, sagt der Rudi Kurbis. Ja, Bagatelle, eine Kleinigkeit, sagt der Straßenland auch. Sind ja nur 3 Zeilen. Ja, stimmt. Ja, drum. Na, weißt du, geht's auf der anderen Seite weiter. Nein, das ist die letzte Seite. Bagatelle nur 3 Seiten. Ja, zwei Zeilen. Nicht? Ja. Dann ist aus. So eine Kleinigkeit. Da hat er wahrscheinlich ein Notenpapier über gehabt. Was, 2 Zeilen? Na, Patrick, was du vorsingst, ist es keine Bagatelle mehr. Bitte. So, ich bin jetzt auf der Suche. Wieder weg tun. Ich bin jetzt auf der Suche. Das dauert länger, glaube ich, noch. Macht euch eine Flasche Wein noch auf, am besten vom Graf auch. Warte, tu mir noch schenken, Ich kann nicht, muss ich eine Flasche holen. Muss ich Patrick, hol eine Flasche. Wollt mir das Aufstehen so schwer, ich weiß nicht. Das ist auch ein Lied, das zum Beispiel, das möchte ich auch lernen. Ich weiß nicht, ist Grinzing denn wirklich so schön? Klaus, jetzt haben wir ein Problem. Ich habe Grinzing noch nie als ein Nüchterner gesehen. Ja, Ich schon. Pudel, du magst dann. Danke. Du willst dann Wein, nicht? So, warte mal. Jetzt hast du wieder. Ach Gott, der Patrick. Ja, und das gleich. 39, es geht doch. Was 39? Achso, Daumen rauf, ja. Was 38 Kopie. Ja, Aris Elefante weiß dass mir auch keiner ernst nimmt. Ich finde das, Leute, ich finde das. Ich glaub's, ich bin sicher. Ich habe eine Hoffnung. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber sie stirbt. Tja. Da habe ich ein paar so Nummern gesammelt, wisst was ich gern spielen tät. Aber ich habe es nur gesammelt bis jetzt. Nicht, dass ich mir es schon angeschaut hätte oder so, aber und ich glaube, da sind die Sachen auch dabei. Ah, Gott, nein. Da, ich suche mir Gleichgewicht da drinnen. Das geht mir schon auswendig, aber Hauptsache ich hab's da drin. Ne? Das ist wichtig. Ne? Bitte ein Schlückchen. Bedankt das schön. Da halt die Leute weiter. Weil das Ich überlege nur, ob ich den Wein wieder in den Kühlschrank stellen soll oder heraus. Na, ist ja so warm, oder was? Na ja, so gut wie der andere vorher war, ist er nicht. Aber Da ist jetzt alles von der anderen Seite. das ist schlecht. Na, Vielleicht bitte, hast du die Eigenkomposition bitte, Moment. so Draht Patrick. und die Nicht-Eigenkomposition Nein, so Draht. aber ich habe gerade zufällig gesehen, Das ist die ganze CD. letzte Seite. Na, Die letzte Die- Seite, was? aber ich bin nicht dort hingekommen. Da ist sie. Na, da- Da ist sie. na, Kinder. alles ist gut. Kinder, alles in der Ordnung. Alles ist wunderbar. Bagatelle verselbstständigt sich. So, Patrick. Ja, ich höre, ich lausche. Ja, was meinst du? Ich schau, da habe ich alle 3 auch. Können wir auch wieder spielen. Dann. Ja, können wir auch, wenn ich schon da machen, habe. Ja, Ich meine, nicht mehr da, aber. Wir könnten auch natürlich ein Spiel draus machen. Wir suchen uns dann da was aus, was wir noch nicht gespielt haben. das müssen wir dann spielen. spielen wir dann einfach, vom ja, Blatt. vom Blatt ja. Da suchen kommt, wir- da na, was kommt sowas Einfaches wie ist. Schnotter kriegen. Nein, da suchen wir uns was Einfacheres aus. Das machen wir dann, oder? Seid ihr dabei? Das machen wir dann. Da kommt er beim Wein. Ja, die Muttertagsnummer, der Christoph Acker, wirklich war ja gestern, richtig. Bei der Hose, die du rechts hast, kannst du die Honda auch Krasti nennen. Ja, das ist eine super Hosen. Mut zur Farbe. Hat der 100 was Sag ich gesagt. immer. Mut Ja. zur Farbe. Ich hab die gleiche übrigens in kurz, gell? Wirklich Das wahr? Shorts, ja. So. Da hat sie Red Sonja, Da Red hat sie- Sonja, Fritz Stadtwerk, Red Sonja, das klingt wie ein Porno-Queen. Das ist grandios. Das kriegt noch Franz Antelborn noch wirklich. Ja, das ist super. www.redsonja.com. Genieße es. Fritz, auch super Idee. Ja. So, Musst sofort die Finger erheben. erheb. Erheb. Ein gelbes links, Schärfe an die 10 €. Alles wird gut, Prost, ja, es wird alles gut. So ist es. Sheriff Andi. Mit Sheriff positiven Andi, Vibes. genau so ist es. Positiven Vibes. Sehr Sheriff zum Andi, Wohle. danke schön, sehr zum Wohl. Red Sonja gefällt mir voll. So, na gut, probieren wir es. Also, nachträglich zum Muttertag an alle Mütter. Auf der Schoß von der Mama. Text von der Monika Kuri.
Musik von mir. The Red Sonja Rider. Ah ja, genau, das war. Ja, da hat es gegeben so einen Actionfilm. Sandros Musikautomaten ist auch dabei, jawohl. So. Sind wir ernst. Aber das Red Sonja hat mich halt recht. Ich muss stimmen, die Du Gitarre. stimmst, Tut mir leid. das Das tut geht weh. so falsch. Das Eihalt. Jetzt haben wir gedacht, spiele ich falsch und das ist die Gitarre. Und dann haben wir gedacht, naja, wird schon ich sein, aber Es eiert es etwas. klingt besser, wenn man es ein bisschen, nicht viel, aber ausreichend, dass man sie selber, und dann hat man keinen Spaß. Das ist ja Viertelton bald. Ja, das ist, was das ist, das letzte Mal Das ist- rausgerutscht. Ja. Ein bisschen. Ein Hundli. Die Stimmerei ist das Einzige, was man Das der ist, weil du Gitarre immer gibt. so stark einharzt mit den Ofenton. Ne? Geh haben wir's. Sind wir froh, dass er nicht Hafen spielt, weißt du? Oder Zither. Ne? Das zieht dann. Oder Hockbrett, weil das Ja. stimmt morgen noch. Aber ich bin gerade drauf gekommen, was ich da habe, ist ja ein rotes Stimmgerät. Passend zum Flügel, oder? Ja. Das ist quasi Red Sonja für die Gitarre. Ne? Ich hätte sie nur nennen, das Flügel. Ja, das Flügel, nein, das weiß ich nicht. Weiß ich nicht. So, jetzt aber von vorne. Jawohl. Freue mich. Für alle Mütter. Kopf an der Hand, Knie auf die Schulter und die Finger zwickt. Und auf die schiefte Wunde ob Skifahrrätsung oder gar das Handel verbrennt. Als Kind ist mir zur Mama gerannt, weil auf der Schoß von der Mama wird alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was der weh tut. Auf der Schoß von der Mama bist geborgen und beschützt, wo man als Kleiner so gern sitzt. Am Schoß von der Mama. Spielzeug verloren, ein Botschen im Rahmen und ein Fleck in der Schule. Und ein blauer Fleck am Waden. Ob weggeschossene Schein oder beim Zündlern was verbrennt. Als Kind ist mir zur Mama gerannt. Auf der Schoß von der Mama wird alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was da weh tut. Auf der Schoß von der Mama ist geborgen und beschützt, wo man es gerne so gern sieht. Am Schoß von der Mama.
tun, möcht man das auch gern tun, man kommt zur Mama zu Haus, trinkt Kaffee und redet sie aus. Brocken manche so, die ja noch so schwer, bei der Mama nimmer mehr. Weil du legst dein Kopf auf den Schoß von der Mama, dann ist alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was da weh tut. Auf der Schoß von der Mama bist geborgen und beschützt, wo man es keiner so gern sieht. Am Schoß von der Mama. Auf unsere Mütter. Auf die Mütter. Auf alle Auf Mütter. die Mamas. Ja, Jawohl. Jawohl. sehr zum Wohle. Sehr zum Wohl. Der Wahnsinn, echt gefällt. Bist du gescheit? Ich krieg lauter Lob. Eigentlich eine Wahnsinnsnummer, Klaus, gell? Ja, War gut gespielt auch, noch dazu, muss ich ehrlich sagen. ja. Wahrscheinlich, wenn man es nicht geübt hat. Ja, wahrscheinlich, ja. Bist du gescheit? Aber jetzt muss ich da schauen. Na, die Achteln. Das Lied geht unter die Haut, sagt der Jota. Bei dem Lied bekomme ich immer eine Gänsehaut, auch als alter Metaller. Fretzl, ein Wahnsinn. Super Lob, danke dir. Die sage da ist halt zum Wohl und ein Hoch auf die Mütter dieser Welt, ja. Auf jeden Fall. Ein Wahnsinn, einfach Weltklasse. Handelstromer. Schöner Text, Santos Musikautomaten, ja. Der Text, Ja. wie gesagt, Monika Kuri, die hat einfach, die haben wir irgendwann mal kennengelernt, Jahre her. Jahre her, ja. Und die hat so schöne Texte gehabt und haben ein paar einfach vertont. Und Das ist von ihr, ja. Die Heiselfrau ist auch Heiselfrau. von ihr zum Beispiel, ja. so ein Stimmgerät habe ich auch für die Ukulele, Marco Cinelli. Man lacht immer so über die Ukulele in unseren Breitengraden. Das ist ein wirklich, letzte Woche, ich glaube, auf Arte TV, eine Dokumentation über die Ukulele in Hawaii gesehen, nämlich. Ja. Das ist ein durchaus ernstzunehmendes Instrument. Ja, Also sicher. da wird also alles drauf gespielt und also Ja. so auch die traditionelle Musik. Und das ist so wie beim Wienerli, das ist auch ein bisschen so verkannt. Das ist ein bisschen so, Naja, verkannt. man, da spielt es ganz schön an. Also was man auf die 4 ja. Seiten da so spielen kann. Also, Aber da bin ich trotzdem, da liegt mir die Mandoline näher. und die bauen es aber ein bisschen größer auch in Hawaii. Das ist nicht nur, was man bei uns Da am gibt's Ukulele auch- um 80 Bass- Euro Ukulele und kriegt, alles. sondern eine normale, also die kostet dann auch 2.000, 3.000 Euro, nicht so eine Ukulele. Nicht? Ja. Massivholz gebaut und so, das ist bunt rein alles und da Nein, kommt die nein, Stimme nein. und so. Na klar, ne? Wir reden von einem Instrument. Von einem Instrument, und, genau. und ein Instrument kann sein, fängt irgendwo bei 40, 50 Euro in der Ich war Größenordnung. sehr, sehr, Das Plastik und dann sehr gibt's die Tausender, ne? positiv überrascht, also drin, Ja, ja. wie das Instrument dort gespielt wird. Ne? Aber mir liegt es nicht so, weil es eben, ich meine nicht Mhm. weil es kein Instrument, weil es bei uns nicht heimisch ist, ist ein Blödsinn, aber Ja, ich weiß schon. das ist ja, so ein ja, gekünstelter Hype dahinter. Und die Mandoline hingegen, ja, ja, die ja im Prinzip das gleiche, ja, ja. wie soll ich sagen, das gleiche Angebot beinhaltet. Nämlich eine kleine Gitarre, wobei es nicht anders gestimmt ist. Eine Mandoline ist gestimmt wie ein Geigen, wie ist denn die Ukulele gestimmt? Ja, da weiß ich gibt gar es nicht. mehrere Stimmungen. Ja, aber die Dann Hauptstimmung, gibt's- wie ist, weiß ich gar nicht, wie die ist. Ah, Ich hab's einmal gewusst, aber nicht wie die Gitarre. Nein, Die nein, ersten Seiten, nein, Die ist ganz nein. anders gestimmt. anders gestimmt. Ja. Aber die Mandoline ist gestimmt wie ein Geigen. Das heißt, wenn du der Mandoline lernst, kannst also Kannst zumindest Geigen theoretisch spielen, ja. Geigen spielen. Ja. Und die Mandoline ist aber bei uns heimisch in mehrfacher Hinsicht, sowohl südlich wie nördlich. Nicht? Weil südlich vom italienischen Raum her, nördlich vom irischen Raum oben, vom angloamerikanischen. ne? Theoretisch musst du einwerfen, wenn man Gitarre spielen kann, kann man Geigen auch spielen. Nein, das stimmt nicht. EADG.
Nein, Geigen ist umgekehrt gestimmt. Umgekehrt gestimmt, ist nur umgedreht, aber Nee, ist nur umdreht, ist gut, dann spürbar da umdreht. liegen viele Sachen viel einfacher. Nämlich dann. Ja, aber das, hat mit, nein, aber das stimmt nicht. Du, wenn du Gitarre spielen kannst, kannst du Geigen spielen. Das stimmt nicht. Umgekehrt, wenn du Mandoline spielen kannst oder Geigen, dann kannst du Mandoline, weil das ist gleich gestimmt. Das ist komplett gleich, ja. Bei der Gitarre ist es nicht umdreht auf, ne? Ja. Das muss man mal umdenken. Ja. Das sind ja andere Sprünge. Das sind in Quinten gestimmt. Genau, ja. Die Gitarre in Quarten. Was Ich auch noch, kann fachsimpeln, das ist ein Wahnsinn. was so ein Ton ausmacht, gleich, gell? Nein, gewaltig. Nur, es ist, wie du sagst, es ist leichter, es hat gewisse einfache Dinge zu spielen. Hat ja auch nur 4 Seiten und nicht 6 wie bei der Gitarre. Das heißt, du kommst aber mit den Fingern leichter zurecht, in der gleichen Stimmung immer. Genau so Aber ist es, ja. mir liegt trotzdem, wie gesagt, die Mandoline hat den gleichen Effekt. Du kannst quasi mit einer kleinen Gitarre spielen. Ja. Und das war aber heimisch. Und die Ukulele, das ist so ein, für mich halt, für mich, ich finde diesen Trend da besser als nichts, mit den Leuten zu spielen und zu den Spaß haben. Musik spielen. Bin ich voll dafür, ist keine Frage. Aber so, Ocarina gehört wieder gespielt auch zum Beispiel. ja, aber das komme ich immer drauf, wenn ich Allergie habe. Dann kann ich nicht durch die Nase atmen, dann kann ich nicht spielen. Aber du weißt, was ich meine. Also Ich weiß völlig, was du da ist meinst, mir die Mandoline wirklich lieber und näher. Aber mir ist die hawaiianische Musik eigentlich irrsinnig nah. Also das ist Die was? die hawaiianische Musik eigentlich. Das ist Ja. mit der Stilgitarre gespielt so. Und das ist ja relativ junge Musik mit der Ukulele eigentlich. Die Ukulele ist ja auch nicht Nein, die ist was dort- Heimisches eigentlich. Das ist dort was Eingewandertes. Ja, eigentlich, nein, die Ukulele, wie gesagt, mit der Ukulele, weil kam ich durch glaub, die das ist spanische Auswanderer, kam Ja. die Gitarre Ja. nach Hawaii und in Hawaii wurde dann die Ukulele daraus entwickelt eigentlich. Das ist eine ganz interessante Geschichte. Das ist eine super Dokumentation auf Arte gegeben. Das ist keine Werbung jetzt, aber das Nein, es war ist interessant, ja. wahnsinnig interessant. Aber wie gesagt, mit der Ukulele tatsächlich für mich ist, wenn dann, es ist ein Jux-Instrument. Und ich weiß, dass es kein Jux-Instrument ist, vom Nein, der überhaupt Geschichte nicht. her, vom Ding her. Definitiv nicht. Nein. Aber ich denke mal, wenn ich mir jetzt da, ja, wie gesagt, ich verstehe es nicht, warum man bei uns zu einer Ukulele greift, aber nicht zu einer Mandoline. Das ist ein bisschen komisch, Ich ja. verstehe es nicht, weil das war so wie, Ja. ja, das ist für mich so wie in weiß ich nicht, in Wien an, keine Ahnung, an französischen Wein trinken. Ja, okay, das ist ein blöder Vergleich. Blöder Vergleich. Machen wir hin und wieder. Aber ungefähr so, wenn du jetzt sagst, nein, ich kaufe mir online, ich hau mir alles voll mit italienischen und Ja, und französischen Wein ich sag nur, der französische ist gut, nur der italienische ist gut, nur der deutsche und ist hab gut. aber in Wiener Wein von der Haustür. Wien, genau, und sage, das ist grauslich. Ja. Wenn ich verstehe, was ich meine. Das ist für mich die Ukulele. Also der französische Wein. Ja, wenn ich jetzt ein Bordeaux-Sammler bin, das ist eine spezifische Art. Aber ich meine, wenn man jetzt einfach sagt, nein, ich greife zu den ausländischen Weine, weil es halt einfach ausländische sind und weil ich glaube, das besser sind. Oder neue Weltweine, chilenische Rotweine, haben halt auch was natürlich, ist keine Frage. Mit klar. Und das eine oder andere Flasche ist dann gut, aber ich glaube, so dieser Hauswein, den man dann daheim trinkt, da denke ich mir dann nicht mehr an österreichischen Wein. Entschuldige, das ist ja, wenn ich dazwischen dann einmal jemand einen deutschen Wein habe, oder so wie viele von euch, dann eben einen österreichischen Wein auch daheim habt, aber ihr trinkt ja auch einen deutschen Wein und halt dann immer wieder mal einen österreichischen Wein. Das ist eine Ausnahme. Weil so Aber- ein Riesling aus Deutschland, also ein Rheinriesling ist Ja, ist alles gut. Ist alles gut. traumhaft. Also, Ist alles gut. So, warte, die Kommentare muss ich jetzt Warte, mal ich muss durchschauen. sofort einmal Was? sofort den Finger. Peter Raffezeder, 5 Euro. Dankeschön. Peter, vielen herzlichen Dank. Danke. Auf dich. Sehr zum Dankeschön, Wohle. zum Wohl. Und ich glaube mir, noch einmal darauf hinzuweisen, wenn jemand in den virtuellen Hut für die Musik was einschmeißen will, jederzeit, ihr findet jetzt die Möglichkeiten, entweder über einen Superchat oder über eine Online-Überweisung oder über PayPal. Ja, das waren die 3 Möglichkeiten. Findet ihr natürlich auch in der Videobeschreibung die Möglichkeiten. Der Fritz Stadtkus schreibt da, ich spüle nur das Geschirr. Ja, Spülen. Aber schau, Gänsehaut, Manfred Graf, Gänsehaut, Andreas Christina Bravo. Daniel Schlegel sagt auch, mir geht es genauso, für mich hat das Lied sehr tiefe Bedeutung. An Wiener Marsch, Sandro, ja, machen wir.
Marco Cinelli, meine Mama ist leider schon seit 29 Jahren tot, ist schon lang. 3 Tage vor der schriftlichen Matura gestorben. Schlecht. Super Lieder, denke ich gerne an Sie. Ja, Marco Cinelli, das ist eine harte Erfahrung. Wahnsinn. Genau, Christopher da. Sie hören von meinem Anwalt, ist die Erwachsenenversion von Das sage ich meiner Mama. Die Frage des Tages, warum ist am Rhein so schön? Warum ist es am Rhein so schön? Von Christopher da. Jetzt. Christoph Acker, Entschuldige. Jetzt war ich Christopher da. Yes, Diffamiert. Christoph Acker, unser Gefrastackerl, Sackerl, sagt, warum ist es am Rhein so schön? Und du antwortest drauf? Vorheim, dann war's das, ne? Nein, Blödsinn. Andreas Christen hat einen Namen. Tomate. Sherry. Der gefällt mir mal. Sherry. Sweet Sherry, wie ist es da? Ukulele ist in G, C, E und A gestimmt. G, C, E und A, Marco Cinelli. G, C, G, C, E, H, Ich ja. weiß, irgendeine komische Stimmung. Der Marco hat wahrscheinlich auch nicht daheim. Und jetzt ist er besser auf mich, weil ich so geschimpft habe. Und dadurch liegen die gewisse, gerade so Jazz-Akkorde, sehr einfach und gut. Nein, ich meine, jede Stimmung hat ja einen Wert. Den Wert, ja. Und bei 4 Seiten kannst du dich noch viel mehr machen. Und ich habe da überhaupt kein. Wie gesagt, das Ukulele ist super. Es ist für mich nur weit entfernt vom kulturellen Raum, weil ich ja die Mandoline habe. Hätten wir die Mandoline nicht, dann war die Ukulele natürlich eine brauchbare Ergänzung zum Repertoire. Aber wenn ich eine Mandoline habe, ich verstehe es wirklich nicht, weil die Ukulele in nichts die Mandoline ersetzt. Und daher, das ist eigentlich mein einziger Ding. Ansonsten ist ich habe auch eine gehabt einmal, eine Ukulele. Ein Bölligsdorfer, war scheiße zum Stimmen. Ich dachte, hätte ich mir gleich eine gescheite gekauft, hätte ich mehr Spaß gehabt damit. Aber G, C, E und A. Eine eigenartige Stimmung. Sherry Lady. Sherry Lady. Ich sag's aber. Ui. Der Sandra sagt, irgendwie habe ich gerade die Zigaretten rauf von Patrick in der Nase. Johanna Duschl ist dahin. Für die gut, schlaf gut. Schön, dass du dabei warst. Und beim Motorrad mitnehmen, so bin ich auf sie gestoßen. Na klar, das glaube ich schon, Marco Cinelli. Aber wie gesagt, es ließe sich auch die Mandoline mitnehmen. Hat natürlich einen, klar, die Ukulele hat 4 Seiten, die Mandoline auch 4, allerdings mit 8 Seiten. Also 4 doppelt. Ja. Das ist natürlich klar, aufwendiger ist die Mandoline. Und wenn ich jetzt sage, ich nehme so einfache Dinge her, wie das ich sage, ja, so wie beim Campen oder was weiß ich was, erst ein Motorrad nicht, eine Ukulele, klar, die schiebst du eine Mandoline auch, aber... So Reisegitarre war praktisch. Ja, aber... Der Peter Havlicek hat auch eine entwickelt. Ja, habe ich gesehen, ja. Ja. Bin gespannt. Zum Anschauen. Mandoline klingt nicht so cool, ja, das kann sein. Danke für das Mama-Lied, Raffi, sehr gern. So, ich bin voll hinten noch schon wieder. Denk bitte an da, wo man singt, da lass dich ruhig nieder. Die böse Menschen haben keine Lieder. Die ist Stimmt, völlig. H-Gitarre, vollkommen nicht. Aus diesem Grunde wurde die Polizeimusik nicht abgeschafft. Matthias Variacher, das habe ich gewählt. Ein Wiener Marsch, ja, machen wir es an da, auf jeden Fall. Müssen wir einen Marsch spielen oder können wir einen Tanz auch spielen? Na, den alten Werner Marsch habe ich schon lange nicht gespielt. Alte Werner, Den alten Werner Marsch. Militär der heurigen Marsch. Na, heurigen Marsch, weil zu dem kannst du mich nicht marschieren. Zum Militärmarsch kannst du marschieren, zum heurigen Marsch nicht. Du bist der Spaß. Da haspelst du und fällst auf die Kusch. Und damit ist der Krieg verloren. Da gibt es ein Loch in der Front. Wann es gibt ein Loch in der Front. Und es gibt ein Loch in der Front. Da kann ich gar nichts machen. Da kann ich gar nichts machen. Das ist eine ararisch-fiskalische Angelegenheit. Ja, genau, mit dem Raab. Der Stefan Raab, richtig, der hat ja da mit der Ukulele damals die so populär gemacht. Ja. Mandoline kenne ich keinen, der sie spielt. Matthias Mariacher, Hausaufgabe. Du gibst einem auf YouTube Mandoline und ich meine, da brauchst du jetzt nicht erwarten, gibt es auch so die klassische oder die italienische, aber die in der Country Music. Also, wenn der Oder Oliver der Grün irische noch zuschauen soll. Ja, Ich glaube, der meldet sich nicht so Wenn er noch Mandoline zuschaut, dann- nämlich. Also da, Der spielt ihn auch Mandoline und das gut, ja. Helmut Mitteregger zum Beispiel. Mitteregger, ja. Aber sie In eigentlich Österreich, aber sonst, gerade in den Country, USA. Country,
dann weißt, was in einer Mandolin drin steckt. Das ist also unbedingt. Und dann natürlich in Irland und in Amerika ist es natürlich wahnsinnig Gib mir mal bekannt. eine Mandoline Foggy Mountain Breakdown. Großartige Geschichten gibt's da. Adventure Time 74 ist da, hallo 16, haben wir was gespielt. Ja, gleich werden wir was spielen, was wir noch nicht wissen. Oder wissen wir schon? Nein, Bluesy-Fuß müssen wir auch noch spielen. Blusenfuß müssen wir auch noch spielen, ja. Was haben wir noch offen? Da machen wir den alten Werner Marsch. Machen wir. Ah ja, genau, alter Werner Marsch. Christoph Radau ist dahin. Vierte Gott, servus. Vierte, servus. Ich rauche meine auch dabei. Wir sind ja bei der Arbeit, ne? Ich rauche gerade. Ja, der Sandro kommt ja im September nach Wien. Das braucht er zum Einstimmung, das ist ganz klar. Und wie gesagt, zumindest ein Kaffeeschau, Sandro, werden wir schauen, dass es ausgeht. Spielen werden wir wahrscheinlich nicht zusammenkommen können, das wird sich nicht ausgehen. Weil, darfst du nicht vergessen, erstens, der Patrick ist ja im Weihviertel daheim. daheim, ja. Und dann, dass man sich wo trifft, und das ist zeitlich, da braucht man da ein bisschen mehr. Und Aber ganz das weiß ich schon. angesagt ist nicht. Schauen wir mal. Wir werden vielleicht, ich hoffe, wir werden nämlich viel spielen im September sowieso. Auch. Ja, das kommt ja auch noch dazu. Aber wie gesagt, ein Kaffeeschal, ein Blauschal sollte sich schon ausgehen. Das glaube ich. Fritzl sagt, ihr seid der Grund, wenn ich am Dienstag immer so müde bin. Großartig. Ja klar, Fritzl, den musst herrichten in der Arbeit. Den musst herrichten, musst sagen, Leon, ich schaue vielleicht jetzt nicht so aus, aber ich bin glücklich. Ja, das musst du machen. Also, ja, na Christoph Acker schaust nicht nachher noch. Das ist ja nicht so. So. Schau mal, Monika mitnehmen, Sandra, das sicher. Das ist nie ein Fehler. Ist nie ein Fehler. Na gut, dann machen wir für den Sandro einen heurigen Das ist Marsch. wirklich ein Marsch sein. Kann es nicht ein Tanz auch sein? Na, machen wir einen alten Männermarsch, aber ich schon ewig nicht Ja, spielen. eben, den haben wir schon ewig nicht Ja, dann- gespielt. Ich habe gerade überlegt, Dann übst du am Trottel. ja, ich hab grad überlegt, wie der geht, nämlich. Haha. Auswendig, aber geht schon. Warte, ich muss es überlegen. Ich frag das auch in A, ne? Oder was? Warte, in A vorbei. Dur, ja. Aber was ist das? Na. Im zweiten brauche ich. Was ist der zweite? Scheiße. Fis-Moll. Okay.
nicht gespielt, Na? aber gar nicht einmal so schlecht. Na, voll drauf, voll drauf. Jawohl. Von August Berger ist der. August Berger. August Berger, Der ja. alte Wernermarsch. August Berger, grandios. Von denen sind nur 2 überblieben eigentlich. Den zweiten, den kann ich aber nicht mehr. Das war der Backerlmarsch. Fürs Backel geschrieben, der Backerlmarsch. Die zwei Sachen, ja. August Berger. Euch gefällt's, das gefällt mir. Jetzt kommt Rudi Koschelo. Du spielst am viel schöner als er. Obwohl er mehr geschrieben hat. Sagt er selber. Ich glaube, das war ein Wunsch von Christoph Acker, oder? Ja. Dass die Frauen schwierig sind, was man und was da einer kann schon mehr. Dann kommst du auch niemals zum Ziel. Schau, du magst das so wie ich, dann fliegt jede gleich auf dich und singen bloß ganz lässig mit Gefühl. Ich hab den Blues im Fuß, dass jeder schwach werden muss. Das glaube ich mein Gewicht. Ich hab den Rock in die Bock, mit dem ich ja jede Lok bis zu mir nach Hause. Ich hab den Swing im Ding, mit dem ich jede bezwing. Ich hab den Hack im Knack, mit dem ich auch jede pack. Ich hab die Melodie im Knie, drum wird mir nie eine hin. Ich hab den Jazz im Dress, drum wird mir nie eine Bass. Ich geb den Franken den Rot, wann am notwendig hat. Schau, so mag's bei die Frauen anriss. Ich brauch dir nichts erklären, du musst mir nur gut zu hören. Dann merkst du gleich wie lässig, dass das ist. Ich hab den Blues im Fuß, dass jeder schwach werden muss. Was auf jetzt kommt's? Yeah. Ich hab den Rock in die Bock, mit dem ich an jeder Lok anflog die Slok Elektrolog. Ich hab den Swing im Ding, mit dem ich jeder bezwing. Ich hab den Hack im Knack, mit dem ich an jeder pack. Ich hab die Melodie im Knie, da wird mir nie eine hin, wird mir nie eine hin. Ich hab den Jazz im Dress, drum wird mir nie eine Bass. Blues im Jawohl. Yeah, muss man sagen. Yeah. Da muss man sagen, yeah. Nicht jawohl. Yeah, muss man sagen. So, schauen wir gleich, werden ein paar Leute jetzt wahrscheinlich verschwunden sein. Na gar nicht.
Na gar nicht! Die Herzen von einem, es ist schön zu sehen, das freut mich sehr. Das ist ja ein Hit. Das ist ja ein Hit. Da schau ja, Georg Scheurer ist dabei, vom Weingarten nach Bisseberg kommend. Gruß in die Klause und an die unübersehbare Fangemeinde. Georg Scheurer, super, dass du dabei bist. Patrick, keine schlechte Aussage. Ich kann nur 2 Märsche, aber eine davon kann ich nicht mehr. Da gefällt mir, weißt du, wenn auf die losgeht, finde ich den Christoph recht amüsant. Das war eigentlich anders gesagt, da wird das Wort im Mund umgedreht. Ja. Sandro ist dahin, finde ich gut. Jawohl. Aber Wahnsinn, sagt der Manfred Graf, dank der Schick. Geiles Intro, Straßens, ja. Das Outro war alles schon. Blues im Fuß. Darf ich für heute verabschieden? Schönen Abend noch, Matthias Mariacha. Pfitte gut, schön, dass du dabei warst. Danke dir. Pfitte gut. Heute hat's drauf. Helmut Manntag, ne, was soll das sagen? Heute haben wir ja da Stuben. Wie sagt man da? Sturmfrei. Sturmfrei Bude. Stumm muss ich sagen. Stumm muss ich sowieso. Das haben wir sowieso. Jawohl, Fatscher Motor hat es gefallen. Die Achtel Wildcat hat die Achtel Uli Slonek, wäre wichtig. Eine echt coole Nummer, super drauf heute. Danke Manfred Kraft. Danke, die Nummer Manfred, geschrieben, unter anderem der Rudi Kusch. Hat der Rudi geschrieben? Ja, also eigentlich vollkommen eher. Und zwar hat er das fertig geschrieben, da ist er mit dem Hut auf so einen Auftritt gefahren. Und da ist er gesessen an der Hut, nein, er ist gefahren, der Hut am Beifahrer und der Hut hat die ganze Zeit gesagt, ich brauche einen Reim auf Jazz und die Sachen. Jawohl. Patrick kriegt Herzl vom Christoph Acker. Geht der Eingeschliffene? Nein, der geht nicht, glaube ich. Gell? Eingeschliffene. Nein. Fängt in C7 an. Das ist C. Die sind F verkehrt von da. Nein, eingeschliffen, ja. Du, Der dauert auch nicht lang, der dauert nur 1 Minute 10, weil das ist ehrlich nicht viel. Nur die Stiege. So lange habe ich auch gebraucht, bis in F ist und nicht in C. Oh, wow, wir können die Ruf- und Leier-Tänze einmal machen wieder. Du klopfst das so aufs Glas. Ja. Wenn du durch das drauf kommst. Ja, bitteschön, Herr Kollege. Hab einen Most Wanted aufgemacht. Klingt aber alle an. Ein Most Wanted. Das war super. Klingt sehr gut. Wildcat, lass dir gut schmecken. Was haben wir uns da gesagt? Machen wir die Ruf- und Leier-Tänze. Bringen wir zu Ja, hoffentlich, ich weiß nicht, aber Das muss ich sind mal so richten. Da ist der ich Ständer, da ist glaube, eine Stimmung, ich oder? werde den mitnehmen einmal. Aber Das wollte ich damit sagen, dass du richtest. Sag, wenn ich sage, ich glaube, ich werde das jetzt noch einmal richten, erwarte ich mir von Patrick, dass er dann sagt, nein, ich glaube, ich habe noch so einen Moosgummi daheim, ich schnell einen Neichen raus. Telefonbuch poltert am Mopeds da, sagt er, ja, Jesus. So, dann machen wir die. Ja, machen wir Nein, jetzt machen wir die Ruf- und Leier-Tänze, ne? die Ruf- und Leier-Tänze, ja. Altes Stück. Arrangiert von Franz Kemeter, aber eigentlich uralt. 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 Also unter Verwendung alter Melodien. Alte Melodien, Franz Kemeter zusammengestellt, ja. Und, ja, schön. Ein Teil davon geht sicher ins Mittelalter zurück, Ja, der letzte Teil. weil da hört man noch den sogenannten Baratum-Ton. Ne? Und da, Zwischenstücke sehr ländlich, wie ein Ja. typischer Gut. Landler-Teil drin. das war ja auch typisch Wien. Ich meine, Wien war ja lang keine Großstadt. Unterkriegen sowieso. Sowieso. Und der Schöner Baratum-Ton, Wandel. das kennt man vom Dudelsack zum Beispiel. Ne? Dieser gleiche Ton, der immer steht. Und das war ja früher im Mittelalter, waren das die Instrumente, der Dudelsack, der Dudel, die Sackpfeife, wie man gesagt hat. Und das waren wichtige Instrumente. Warum? Absolut. Weil das war ja früher, hat man keine Verstärkeranlage gehabt. Und wenn man jetzt zum Beispiel eine Hochzeitfeier gehabt hat, und das haben die Leute da gefeiert und gefressen und gesoffen und tanzt und ein Gestudel war beieinander, und jetzt hast du 2 Möglichkeiten gehabt. Entweder hast du viel Musiker gehabt, nicht, damit die das übertauchen. Aber mit dem der Lärm. Harfen bist du untergegangen. Oder mit der Zither. Oder man hat es damals noch nicht gegeben, aber ist ja wurscht. Und die zweite Möglichkeit. Lauten Klänge, Harfenklänge waren Das ist viel zu zart. leise. Viel zu leise. Und Blech oder was, das hat es nicht so In dem gegeben. Und Sinn wenn, nicht so verbreitet, und ja. wen hast du braucht? 4, 5 Musikanten. Und das war natürlich teuer. Und jetzt hat man für diese Sachen war quasi. Die Harmonika waren noch nicht erfunden. die ist erst 19. Jahrhundert. 19. Jahrhundert, ja. So um 1820 herum, ja. Na, und der Dudelsack oder die Sackpfeife, wie der Patrick immer sagt, das ist ein Waffen. Ist eine Waffe, ja. Ja, das Die war ja- Schotten haben sie als Waffen eingesetzt. Ja, also wenn die aufmarschiert sind,
ins Feld und fuhren weg die Trompeten Dudelsackbläser. von Jericho. Also, das Eine ist, ganze Reihe, ne? 20 Dudelsackbläser. Elefanten sind nichts dagegen, also da geht was weiter. Das hat was können. Aber das war der Sinn von diesen, das waren also diese Unterhaltungsmusiker im Mittelalter. Ja. Und die haben gesagt, ja, in einem Wirtshaus war ein Wirbel, es war ein Sturl, ich blas drüber. Das war der Dudelsack, die Sackpfeife, das war das mittelalterliche Instrument für Und auch das größere auch ein Versammlungen. Tanzmusikinstrument eigentlich. Ja, genau, nein, für alles, wo Ja. viele Leute waren. Ne? Für alles, wo viele Leute waren. Ja. Alles andere war Ja. ja für eine kleine Schar Zuhörer. Ja. Nicht? Die diatonische Hafen, was nicht das, da sind gestanden, ja, im Halbkreis 15, 20 Leute, die haben zugehört, dann hat man das gehört. Aber wenn ich mal gesturlt war, eine Party, nicht? Ja. Sozusagen, Und durch den Bordunton, den bleibenden, hast du quasi die Begleitung, den Bass ja auch schon dabei gehabt eigentlich. Ne? genau. Das war Also es war wie Praktische, ein ne? Orchester quasi. Dann. Fast, ja genau. Das ist eigentlich ein Wahnsinn, wir sollten Musik erklären. Ich meine, nicht, dass wir eine Ahnung hätten davon, aber es ist. Naja, Naja, ich meine, aber es wirkt, glaube ich. Es wirkt, glaube ich, sehr interessant. Das ist sicher eine Musik, die leibend ist. Was? Der Roy singt auch. Der Rudi fordert die 10 ziehen. Du, wir haben heute Zeit, so ist es nicht. Jetzt wird sie alle schlafen gehen. ja. Also, die Ruf und Leier, und im dritten Teil von den Ruf und Leier, den du hört Haben wir man, noch den Bordun da hört man das. Also ist so so Dudelsack ähnlich noch, das ist Bordunmusik. Und wie eine Drehleier auch zum Beispiel. Ne? Drehleier, genau, das war übel. Und deswegen Und das ist auch eher ein zarteres Instrument, von Ja. der Lautstärke her, ja, Drehleier. aber das war vom harmonischen Aber auch her, war man Tanzmusik. das gewöhnt. Und die Ne? Kombination Dudelsack, Ja. Schalmei, Drehleier und Bratsche hat es dann natürlich schon gegeben, damals als Nachschlag noch zu viert, wenn die gespielt haben. Und das war eigentlich ein Orchester. Das war ein Orchester. Also Leistbares für die Volksmusik. Orchester, weil Für es die eben Volksmusik, weniger ja. waren. Das war fürs Ja. Volk eine leistbare Partie. Absolut, ja. Also das war nur der Hintergrund. Und da hört es, beim dritten Teil hört es, und deswegen weiß man, also der dritte Teil ist sicherlich entlehnt irgendwo aus der mittelalterlichen Musik. Der liebe Augustin, Ein der Sackpfeifer. berühmte, der liebe Augustin, war zum Beispiel so ein Sackpfeifer. Also der hat genau das gespielt. Der war Quasi ein Dudelsack. Dudelsackspieler, ja. Das auch Jawohl. wahrscheinlich, aber. Passt. Ruf und Leiertänze.
letzte Teil war fast experimentell. Ne? Fast schon. Na, Wahnsinn. Ein Wahnsinn. War aber leider. Zu lange nicht gespielt. Das haben wir vorher kurz angeschaut, bevor wir die Sendung gemacht haben. Das haben wir so geschwind durchgespielt. Die einfachen Stückchen sind die herrlichsten. Das ist oft. Das ist aber oft so, muss man wirklich sagen. Aber euch gefällt sich Achteln von einer Dank. Der Fred Stadion sagt, was ich meinte, was ihr spielt und wie ihr es spielt, gefällt mir sehr gut. Fredsl, danke das schön. Das gefällt mir besonders, weil es halt, ja. Das ist eigentlich das schönste Kompliment. Weil wir wollen ja nicht nur, wie soll ich sagen, das bestätigt, oder nicht bestätigt, wie sagt man dann? Das erfüllt ja dann erst ein Musiker, wenn man das spielt, und hat man Freude, ne? Das, wenn man spielt, Freude. Aber wenn jetzt es jemandem gefällt, also wirklich gefällt, dann hat man erst eine wirkliche Freude. Also dann, finde ich halt. Also das ist eigentlich die Magie in diesem Zusammenspiel. Ist ja dann, weil wenn ich nur spielen will, kann ich dann allein daheim auch spielen. Ne? Und dann ist die nächste Steigerung zu zweit spielen. Oder halt in Gruppe spielen. Also in Gemeinschaft, wo man auf einmal gemeinsam was zum Klingen bringt. Ist auch leibend, ist auch super, ist auch erhebend. Und die Königsdisziplin, das mächtigste, würdigste dabei ist, wenn es dann auch noch jemanden spielt und du siehst, du erreichst die Menschen. Ne? Ja, emotional. Das ist das Allerschönste. Ja. Deswegen, mein lieber Fritzl, danke für dieses wunderbare Kompliment. Zum Schluss musst du aber schon sagen, wie die Runde heißt. Wampenschaukel oder Schere Lede. Ja? Ja, zum Schluss, also auf erstens Christophacker. Wir sind noch nicht beim Schluss. Punkt 1. Weil, wie gesagt, ihr könnt ja schlafen gehen. Wir haben da jetzt noch keinen Zwang. Ne? Ist nicht so. Nicht eigentlich. Ist nicht so. Und zumal wir haben ja noch in Weißburg und auch noch offen. Das ist ja nicht vergessen, da kann ich auch weggehen. Ne? So schade. Der wieder hin dann. Ja, der steht ja dann so lang bei dir. Ja. Der trinkt ja keinen Wein allein. Trinke ich nicht aus. Allein, wie will ich nicht allein austrinken? Ja, und auf jeden Fall, ein bisschen geht schon. Ein bisschen geht schon noch. Und wie gesagt, das mit der, muss man überlegen. Aber Sherry Lady. Sherry Lady ist schon nett. Sherry. Ich war ja als Kind, ich kann mich jetzt outen. Ich habe übrigens eine Modern Talking Platte von einem lieben Freund von mir aufgelegt. Von mir, ne? Nein. Nein, die war da, die nicht, schon lange die ist nicht dabei. Aber der Norbert hat eine gehabt daheim. Herrlich. Ich war als Großartig. Kind, ich oute mich, ich war als Kind ein Fan. Von Modern Talking. Dann habe ich die Döff-Platte gefunden. Und die spielt jetzt fast jeden Tag zu Hause, muss ich mir die Arme anholen. Großartig. Das ist einfach wirklich spitze. Allein das Cover von Manfred Deix gestaltet. Ne? Ich bin begeistert. Legendär. Wirklich legendär. Ja, weil man Modern Talking, ich war voller Fan. Wie der Carsten andere, der Dieter Bohlen, der Thomas Anders. Thomas Anders, ja. Auch nach wie vor im Musikbusiness. Wirklich, ja. Und der hat gerade die Goldkette mit der Nora ist draufgestanden. War ja der bessere Musiker eigentlich, aber... Gut, das weiß ich nicht. Aber der Dieter Bohlen hat seinen Weg gemacht. Dieter Bohlen hat seinen Weg gemacht, ja. Ob man... Ein Geizen ist er durch und durch. Wahrscheinlich. Kann ich offiziell auf YouTube wahrscheinlich, sagen. ich weiß es nicht, aber sie kennen nicht, aber er hat seinen Weg gemacht. Man kann einen Weg so oder so machen. Man kann einen Weg so oder so machen, so ist es. Aber der hat es halt anders gemacht. Ja, als anders. Aber es ist natürlich, es ist zu respektieren, so muss man sagen. Es ist zu respektieren, hat seinen Weg gemacht und hat seinen Erfolg damit gemacht und ist in Ordnung. Aber ich war definitiv als Kind, und ich gebe es zu, Wirklich, oder? im Trunk, ich war ein Fan von Modern Talking. Nein, war überhaupt meins. Ich meine, nicht, dass ich viel kenne oder was, aber Schallplatten habe ich gehabt. Aber es hat mir getaugt. Weil ich ja Obergreiner Fan Sherry Lady. Ich war immer als Kind ein bisschen anders. Schon Schürzenjäger haben mir immer gefallen, Starkogler Trio. Aber auch Benny Goodman, Eric James. Ja, Christoph Acker bringt natürlich Modern Talking, weil er mir so gefallen, ja. Sagt jetzt nur so in Wald, wahrscheinlich ist er viel drauf gestanden. Aber Hesselhoff war cool, das stimmt. Habe ich gehabt 2 Schallplatten. David Hasselhoff hat mir auch getaugt, ja. David Hasselhoff habe ich 2 Schallplatten gehabt. Night Rocker. Waren beide ein Scheißdreck, aber ist ja wurscht. Aber als Kind ich bin drauf gestanden, weil es einfach der Michael Knight war. Night Rocker und das zweite war Loving Feelings, hat das Album geheißen. Die habe ich mir unlängst angehört. Aber die ist bei mir, die ist nicht einmal, also ich war mit alle, weil ich mit meinem Bruder angehört, da muss ich sagen, naja, also
so, dass man nur lacht drüber? Nein, gar nicht eigentlich. Nein, gar nicht. Solide gemacht, Arrangements auch mit Orchester, mit echten. So Lieder wie Always on My Mind und sowas. Viele drauf, Sachen ne? auch drauf. Also von schlecht weit weg. Also. Okay, ja. Einmal. 1, 2, 3, 4. Fly to the moon. Let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Feel my heart with song and let it sing forevermore. You are all alone for all I worship and adore. In other words, yes, it's true. In other words, I love you. Fliege mit mir zum Mond und dann spül mir mit den Sternen. Ich möcht mit dir am Jupiter die Vogel singen her. Anders gesagt, halt meine Hand. Anders gesagt, komm her und küss mich. Bleib für immer da, wir haben uns so viel zum Erzählen. Ich möcht mit dir vom Himmel die Sterne oberstehen. Anders gesagt, komm her zu mir. Anders gesagt, ich bleib für immer bei dir. La, 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 la. Anders gesagt, komm her zu mir. Anders gesagt, ich bleib für immer bei dir. Ich hab am Weingarten, am Biesenberg. Ich bin dort gern, weil mich kein Mensch dort steht. Ich schau den Rind dort beim Wachsen zu. Ja, ich hab dort mein Haar gehört. In meinem Weingarten am Biesenberg. Freizeit wird noch recht und nicht verkehrt. Man kann die Vogel dort noch singen hören. Und am Himmel, da siehst du die höchsten Sterne. Und noch ein Regen sich die Wolken erst verzogen. Ganz über Wien einen großen Regenbogen. In meinem Weingarten am Biesenberg, das Fleckerl das mir allein nicht kehrt. Dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, das allerbeste Trepferlwein.
Garten am Piesenberg. Ich bin dort gern, weil mich kein Mensch durchsteht. Ich schau den Rehm dort beim Wachsen zu. Ja, ich hab dort mein Herr. In meinem Weingarten am Piesenberg. Transit wird noch recht und nicht verkehrt. Man kann die Vogel dort noch singen. Und am Himmel, da siehst du die höchsten Sterne. Und noch anregen sich die Wolken erst verzogen. Dann sehe ich über Wien einen großen Regenbogen. In meinem Weingarten am Piesenberg. Das Fleckerl, das mir allein nicht kehrt. Dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, das soll der Beste. Rebfeller Wein, dort wächst, ich sag's ganz nebenbei. Das soll der Beste, der Rebfeller Wein. Zwischen Nussberg und Donau, am Rande von Wien, liegt ein ganz kleines Dörfel mit kleinen Häusern und ein Ring und gleich bei der Kirche ums Eck. Da liegt die Buschenschank-Taschler versteckt. Gleich neben der Kirche von Kohlenberger Dorf. Da liegt der Heiriger ganz still und klein. Der Wein ist herrlich und noch herrlich. Und Musikanten spielen dort an die alten echten Wiener Lieder. Vom Tod, vom Wein und von der alten Zeit. Drum findet man mich dort immer wieder. Und ich find dort Gemütlichkeit. Dort ist noch nichts neu, nicht modernisiert. Vom Essen das Beste findet man dort garantiert. Viel Frohsinn, Amour und viel Glückling drin. In der Buschenschank-Taschler am Rande von Wien. Klein in der Kirche vom Kohlenberger Dorf, da liegt der Heiriger ganz still und klein. Der Wein ist herrlich und noch herrlich. Und Musikanten spielen dort an die alten echten Wiener Lieder. Vom Tod, vom Wein und von der alten Zeit. Drum findet man mich dort immer wieder. Und ich find dort Gemütlichkeit. Sag's mir die Gemütlichkeit. In der Kirche vom Kohlenberger Dorf, da liegt der Heiriger ganz still und klein. Der Wein ist herrlich und noch ehrlich, und Musikanten spielen dort auch die alten echten Wiener Lieder. Vom Tod, vom Wein und von der alten Zeit. Drum findet man mich dort immer wieder. Und ich find das Gemütlichkeit, Gemütlichkeit. Und ich find das Gemütlichkeit.
Yes, Baby, yes, Baby. Jawohl. Yes. Jawohl, jawohl. Danke vielmals. Der Nena Schlegel geht ins Bett, na klar. Hat was zu tun. Danke schön, dass du dabei warst. Für die Gott. Schön, dass du dabei warst. Wie schön Musik ist ein Spaß. Auch der Wolfgang Lorzger schläft sich. Ja, das ist unpackbar. Wolfgang, schlaf gut. Danke schön, dass du dabei Gute warst. Nacht. Falscher Motto. Die Zuschauer Begeistert. werden immer weniger und weniger. Christoph Wacke ist gut. Er sagt, wenn jetzt noch ein Lied spielt, das gar nicht einmal so schick geschrieben worden ist, dann ist es perfekt. Ja, das war halt eigentlich der Herr oder Star, ne? Eigentlich schon, ja. Den haben wir schon länger nicht. Letztes Mal auch nicht gespielt, oder? Letztes Mal auch nicht. Ja. Wäre wichtig, hat sich eins Peterl, schlaf gut, für die gut. Gute Nacht. Schlaf gut. Ja, wir werden weniger, wir werden jetzt, der Hubert Hinkhofer hat die Achtelleine. Du, wir werden jetzt sicherlich weniger Leute, das ist keine Frage, weil natürlich ein anständiger Mensch, nicht wie wir Musiker, ein anständiger Mensch muss hakeln gehen, das ist ganz klar, Ja. der Arbeit, außer natürlich, es ist der Fritzel, der Stadtgas-Fritzel, der muss auch arbeiten gehen, aber da denkst du, der Wurscht, da komme ich halt fett und übernachtet. Ne? Also, anders ausgesprochen, aber im Endeffekt so, und wir wiederum danken dir fürs Wasser, das ganz lieb. Dazwischen, zum Das ist Zwischen. aber schlecht, so ein Wasser dazwischen. Zwischen. Was mal kosten? Ne? Das ist nicht so zwider, was? Der Michael Lahmer sagt, der Herrgott war Wahnsinn, ja. Nein, Herrgott, der Star machen wir jetzt. Nein, das ist ganz klar. Gut, der Patrick hat seine angeraucht. Lasst ihm ein Zugerl. Da machen wir einen Herrgott, das ist kein Thema. Wie wenig die Musiker früher gespielt haben, glaube ich, gell? Die Ja. haben alle geraucht immer. Die haben ja geraucht, oder? Ja. Wobei ja beim Spielen habe ich nicht viel geraucht. Also eigentlich nie beim Spielen selber habe ich nie so viel geraucht. Genau, der Christoph Acker sagt, ich spiele es doch nur für die da sind. So ist es. Das ist eine alte Regel, die mir Das ist auftritt. völlig richtig. Weil es war natürlich viel daneben. Wenn man sagen, ich sage schon ehrlich, nicht? Sowas wie wir gesagt haben bei den Tonröschenkiller, wenn man sagt, wir können nur 12 Leute sein, ja lernen, das ist ja kein Geschäft. Und ich meine, Für den Wirten aber auch nicht. Nein, für gar keinen nicht. Und es ist auch keine Stimmung. Weißt Ich du, meine, du kannst schon leider die Stimmung auch machen. Oh ja. Wenn es 12 Leute auf den Tisch hast, aber wenn es 12 Leute verteilt hast im Saal, ich weiß nicht. Also man Aber es sind ja Lockerungen im Juli vielleicht. Also, ja, gut, auf die glauben wir erst, wenn sie da sind, aber damit meine ich halt, klar, schauen wir schon auch, dass wenn es geht, irgendwie ein bisschen Geschäft bringt, aber grundsätzlich ist, wenn ich sage einmal, man muss es immer so sehen, wenn jetzt weniger Leute da sind, als man erwartet, haben die wenigen Leute, die da sind, Ja. es nicht verdient, dass man ihnen sozusagen dann den Ärger, an ihnen den Ärger auslässt, wenn man mit mehr Leuten gerechnet hat. das ist völlig richtig. Das haben was die du Leute sagst. nicht verdient. Absolut nicht. Nein. Weil und umso mehr denken wir dann oft, oder wir uns oft, da sind wir genau auf einer Weltlinie, denken wir uns oft, und denen machen wir jetzt den schönsten Abend Schönsten überhaupt, Abend überhaupt, ja. dass die anderen Leute, wenn sie mal was mitkriegen, dass die Leute so scheiße, dass ich nicht dabei war. So gehört's. Genau. So gehört's gemacht. Ja. Vogel am Baum wäre doch cool. Ja. Ja. Ich hab morgen Nachtdienst. Also heute kein Stress, Marco Cinelli. Da! Das heißt ein auf gut Deutsch, Wahnsinn, Marco. wenn alles im Bach geht, haben wir zumindest einen Zuschauer. Das ist der Marco Cinelli. Der landet mit dem Oberkiefer quasi in der Tischkanten und sagt, ich hab Nachtdienst. Kein Stress. Super Marco, taugt mir voll. Ja, na, die Corona-Pandemie betraf jetzt wieder. Ja, sicher, das ist halt das. Naja. Homeoffice. Ja, gut. Das ist natürlich auch ein Vorteil. Aber ja, musst auch gestellt sein. Ne? Ja. Die Hocken gehört gemacht. Ne? Mit der Videokonferenz hast, ne? Aber ich denke mir das immer, was ich Leute aus, ich denke mir nicht was. Ja, gut, aber ich denke halt anders. Und ich bin ja nicht in der Situation, aber nicht, weil ich kenne ein paar Leute, die dann sich dann, weil sie denken, ja, da muss ich mir aber gescheit anziehen und so denken wir, ja, was ein Leib, wenn es nicht dreckig ausschaut und nicht zerknittert. Aber wenn du jetzt da, ja, was ist der Leib, wenn du daheim bist, was brauche ich daheim einen Anzug anziehen? Kann manchmal sehr lustig sein. Ja, kann lustig sein, aber es ist jetzt nicht, wenn ich daheim bin, Homeoffice, bin ich im Homeoffice. Und die Hocken gehört gemacht, ob ich jetzt eine Jogginghosen habe oder sonst, das ist ja vollkommen wurscht. Daheim, nicht? Naja.
Ich fange schon um 10:30 Uhr an morgen, Fatschamotto ist auch entspannt. Wunderbar. Morgen nach kann Zug fahren. Jawohl. Und ich bin selbstständig und muss morgen nicht aufstehen, wenn es heute länger wird. Michael Ahmer. Auf das trinken wir jetzt da. Auf das trinken wir jetzt da. Wir machen es noch gemütlicher. Sehr zum Wohle, Wie spät ja. haben wir es überhaupt? Sehr zum Wohl. Prost. Servus. 11 wird es ja schätze ich immer knapp. Ja, 11:45 wird es. Und was haben wir? Noch 3 Stunden haben wir Live-Show. Naja, Na schon. das ist nichts. Was war unser Rekord? Ich glaube 8,5 Stunden. Oder? Die machen wir heute nicht. Nein. Weil, aber die war schon mörderisch leibend. 8,5 Stunden, die hat schon was können. Da hat YouTube auch ein bisschen knirscht. Ja. Der Marco Gideni sagt, ja, Christoph Wacker, jetzt fällst du mir auch schon auf. Ja, genau, Marco, jetzt weißt du, dass ich mitmache. Mit dem Gefraßzackerl. Hab aber nichts zu trinken, warte schon Motto, was heißt, du hast nichts zu trinken? Dann check da was bitte. Du bist ja erwachsen. Was, ich muss ab 35 raus, aber ihr seid jede Sekunde wert, Fred Startguss bist du bist ein Viech. Fredzel, jetzt weiß ich, was du gemacht hast mit Tyler. Wahnsinn. Der Straßenansager, ich habe zum Wienerlied verführt, bin jeden Dienstag übernachtig. Ja. Freue mich auf den 23. Was schon von der. War schon der Kurpark, kommst du hin, Straßenansager, das war leibend. Das war super. Das war eine Freude. Marco Gini hat nur Mineralwasser, so ein Blödsinn. Das gibt ganz ein anderer dazu. Rudi Korbes ist dabei. Na ja, klar, Ja, Rudi. Rudi ist dabei. Rudi, das ist ja bei dir berufliches. Das ist ja für dich ein Zoom-Meeting. Ja, aber Straßenassistent mal down, wenn wir uns sehen, am 23. in Kurpark, Botschenau, 16 Uhr geht's los. 15 Uhr. Ah, 15 Uhr. Weil früher ist immer um 16, deswegen. Nein. Ja, 15 Uhr bis 16.30 Uhr. 15 bis 16.30 Uhr, ja. Fatschamoto, der Raxbier. Ja, sehr leibend. Na gut. Kenne ich, das Raxbier. Ich auch. Natürlich. Geht mir gut, haben wir schon einen Rausch gehabt drauf. Ja, was dann? Noch vor Corona, als wir, da haben wir gespielt auf der Bergitten, auf dem Wachsregelhaus. Auf der Rax. Da haben wir gespielt am Frühschoppen. Nein, zweimal oder was haben wir so am Abend gespielt sogar. Ist ja wurscht. Ist egal, ob Frühschoppen oder am Abend, es war eine Vernichtung. Jetzt mal. Das war auch mal Gaude. Das war mal ein rechter Hitz. Wird sich wieder ergeben. Ja, wird wieder, alles wieder, aber es dauert halt. Es dauert, wir sind dabei. So, jetzt müssen wir spielen. Haben wir noch was anderes offen? Offen ist nichts mehr jetzt. Haben wir nichts mehr offen? Sicher nicht? Das Vogel am Bahn, Ärger der Stadt. Vogelampan hier schon. Machen wir jetzt Vogelampan. Vogel am Bahn. Lass so lang, Patrick, so lange du nicht noch bist. Das war vor 6 Stunden. So, Jesus nicht. Jesus nicht. Mit den Worten von Alfred zu sprechen. Das ist wurscht, die spiele ich alles weiter. So, Vogelampan, bitteschön. In F-Dur, F wie Vater, Effi Vater. Walking Bass. Effi Vater. Walking Bass Style. Bin gespannt. Ich bin nicht gespannt, ich spiele das, wie ich es immer spiele, aber ich meine, ich wollte es einfach ein bisschen aus. Der einzige Kontragitarrist, der einen Walking Bass spielt. Nein, der Dukovic später spielt es auch. Der Peter, ja, der hat jetzt eigentlich erfunden, aber der Ja, aber der spielt aber fast nicht mehr viel. Ja. Aber ich sage, nein, Der ist so blöd verletzt beim Gangbauen auch noch mit die rechte Aber- Dame und so. Schon vor 5 Jahren, da was Ja. das Kontraspiel ein bisschen blöd. Ja. Aber ich Bau eingefahren. wollte es nur darstellen, dass es nicht meine Erfindung ist oder was, sondern ich habe es auch noch gestorben. Mit den Urwascheln kannst du nichts. Da kann ein Handstand mit den Urwascheln. Ich sitz auf der Wiese, ein Großhalm im Meer. Die Box sind zerrissen, ich find nichts dabei. Ein Schmetterling fliegt mir um die Nasen herum. Ein Fickfresser fliegt, aber ich pfeife nicht drum. An der Arbeit denk ich nicht einmal mehr dran. Ich fühl mich so frei wie ein Vogel am Baum.
kommt der schönste Händel am Waldweg daher, ja, da spring ich verfreit, ja, was brauch ich schon mehr? Zwei Egeln schauen fest in die Mähnen hinein, als sagten sie mächtig deinige sein, aber noch ein paar Bussel, sag ich geh schön heim, ich bin aber frei, wie ein Vogel am Baum. Wie immer zu sagen pflege, Papageno, lass es zwitschern. Der Winter vor mir, sag ja, sie tut gerne, geh her zu mir. Da mach ich noch einmal die Augen fest zu, sich wieder vor mir die schöne Natur, denn draußen im Grünen, da war ich daheim, da hab ich mich gefühlt wie ein Vogel am Baum. Ich muss noch nachschlagen, sei so gut bitte. Jawohl. Einfach lernen. Yes, yes. Messing, Georg Scheurer. Ah. Haben wir eine. Das haben wir eine. Batigen Anzug zu Hause anziehen kann schon lustig sein, aber in der Unterflatz herumlaufen kann auch Spaß machen. Das stimmt. Ja, Hat beides bestätige ich. was. Hat beides einen Reiz. Hat beides einen Reiz. Ah, ob du nicht viel nachschenkst noch. Ja, da bitte schön. Bevor er warm wird, nämlich, weil das ist. Der wird eh schon warm jetzt nämlich. Wie die Ischigkeit ist schon weg. Die müssen wir weg. Die müssen wir wegbringen. Hat der gleich jetzt zusammen. Ui. Wie ist das noch? Dass du für dich auch was hast. Das ist schlecht eingeschickt. Na, was ist da los? Für mich bestens. Der letzte Grafwein. Nein, ich bin Achso, der Weißburgunder ist weißt du genau, aber der der offizielle. Also, wenn wir den Der ausdrücken Privat, haben, ja. sind wir eigentlich April. Après. Ab dann ist es eine Privatveranstaltung. Ganz einfach. Weil. Das ist ja so. Kinder, so ein Schnackerl nämlich. So intern. Erst im Wind. Ja, und wenn Das wieder war- geht. Wir haben uns nämlich heute Wieder überlegt, ob wir nicht draußen, Draußen die machen. Sendung machen, weil es so schön warm. Warm ist eh draußen, aber. Ja, und dann habe ich gesagt, Ach, du, geht der bloß da. wenn die Sonne nämlich weg ist, dann kommt wieder der Ausgleichswind und dann Der war nämlich weg, wie die Sonne so runtergegangen ist. Ja, und aber die herrlich Abendstimmung begonnen hat, so um 6 Uhr, halb 7 Uhr. War der Baschi draußen. Ne? der Fritz startet so und jetzt noch die Skyline. Die haben wir schon gespielt. Die haben wir schon soll ich sagen. gespielt. Die haben wir schon gespielt. Ja. Jawohl. Michael Ahmer hat uns ein Schmattes überwiesen. Was genau richtig Danke. geschrieben. Ich liebe es, ein Nachtmensch zu sein, ja. Aber Notleiber ist ja, wenn man unterwegs ist. Ich kann mich erinnern, wie wir gespielt haben, wir sind schon im Alter, wo wir sagen können, Da kann mich erinnern, Ich kann mich erinnern. Noch kann ich mich erinnern. Was, wir sind in einem Alter, wo wir noch in dem Alter sind, wo wir sagen, ich kann mich erinnern. Ja? Aber auf jeden Fall, das war damals noch mal gespielt regelmäßig. Wenn es ausgesteckt gehabt hat bei der Schön, Schöllgabe, glaube ich, ja. in der Kobenzl-Gasse in Grinzing um. Also auf schon, also außerhalb von Grinzing auf. Die Schöllgabe, leider mittlerweile kein Höriger mehr. Und da haben wir gespielt, wenn es ausgesteckt hat und das war oft.
da haben wir gespielt 4-5 Mal. Oder 6 Mal manchmal sogar. Und sie haben natürlich so Ausstiegzeiten gehabt und da haben wir wirklich oft gespielt. Und dort ist es ja zur Sache gegangen. Muss man echt sagen, das würde ich heute gar nicht mehr überstehen, glaube ich. Ah, da bin ich da. Obwohl ich ein Viech bin. Ich bin ein Viech, aber Oh ja. das nicht mehr so in der Art heute, glaube ich, gar nicht mehr überstehen. Und das haben wir natürlich würdig erledigt, aber das war immer so, das war dann so Mitternacht, 1, 2, wenn es ganz arg geworden ist, war Mitternacht herum in der Regel. Waren wir dort dann fertig, also alles abgefüllt, alles in Ordnung. Und dann sind wir gefahren zum Schmiedhansl ins Nachtcafé. Konzertcafé. Konzertcafé Schmidhansl. Da hat der Luxudi gespielt oder andere. Von Donnerstag bis Samstag auch der Gerhard meistens, der Heger Richtig, Gerhard richtig. dabei noch. Und da haben sie, zu dem Zeitpunkt haben sie noch ein paar Musiker einfach dann nach ihrer Arbeit getroffen. Aus der Volksoper waren auch Leute immer da. Da waren viele, weil es ja Nähe war, auf Nähe war, Volksoper. ja. Viel aus der Volksoper war da. Wiener Aber- Musiker auch, immer wieder wer vorbeigeschaut. Ja. Auch der Hodiner öfters Kali, vorbeikommen und so. ja. Und da sind wir, und dort haben wir dann noch. Noch Schnitzel gegessen um Mitternacht, der Karl. Klar, aber wir haben immer Schinkenbrot, das Einzige, was wir uns leisten können. Schinkenbrot mit Creme. Und der Rest ist Das war nicht so schlecht, aufgegangen ja. für Wein halt. Ne? Und da haben wir, wir haben uns echt überlegt, wie ist das gegangen, weil wir haben dort 100%, gut, wir sind oft eingeladen worden, muss ich auch sagen, Absolut, von ja. Gäste oder was noch von Verein halt. Aber wir Und der haben Hansi da sogar, muss ich ehrlich sagen, Ja. der Hansi auch sogar. auch der Hansi hat uns Ja. gestiftet immer wieder, das ist der Chef. War normal nicht so, aber Aber das war schon, ja, teuer. Trotzdem. Und da haben wir schon Geld lassen. Das ist die Gage, was wir da bei der Schule der Gespritzte hat bei der Schöll, glaube ich, 1,40 gekostet. Ja, damals. da haben wir gar nichts gezahlt. Ne? Der Anfang der Euro. Ne? Also so, und beim Schmiedhansl hat aber 3 Euro gekostet, der Gespritzte. Ja, und das war noch Kaffee. Ne, damals schon, im Jahr 2001, 2002 und so. Ne? Für 20 Jahre, so 20, 22, 23. Der Fritz Schatko sagt so, da war ich für kleine Jungs. Das gibt's ja, da kann es ja nicht während das Skyline aufs Heisel gibt. geh. Der Fritzl, bitte! Das macht man doch nicht. Der Christoph sagt, der Zieger mit den Buben überlebe nicht. Oh ja, den überlebst du. Weil wir auf dich Acht geben. Da geben wir auf dich Acht. Wir sind keine wütenden Säufer. Das darfst du Nein. nicht sagen. Wir Nein, trinken gern und das ist natürlich dabei, aber nein. Da jeder in sein, das ist wie mit dem Motorrad Es vorne ist in Gruppe. Im Prinzip ja. ja. Jeder seine Geschwindigkeit. Guter Vergleich. Na, gar Guter kein Thema. Vergleich, ja. Gar kein Thema. Genau. Ganz ruhig. Kein Überlebst Kampf trinken, das ist, Ich mein, das ist kein Genuss. Es ist ja so. Der Acker wird es überleben, aber sagen wir es ehrlich, Dir vielleicht. am nächsten Tag sollte es vielleicht nicht unbedingt in die Hocken gehen. Das vielleicht schon. Ja. Und aufs Motorrad sollte es die nächsten 3 Tage nicht steigen. Nein, das ist nicht so. Blödsinn. Das ist nicht so. Braucht halt noch eine Pension in Batschenau. Vielleicht hat ja wer eine Empfehlung, kommt direkt aus Doppler. Salzburg und muss am nächsten Tag nach Steiermark. Du Straßenarzt. Ja, Weber, Hotel Weber, Naja, aber na, der Doppler. Doppler, ja. Nur weiß ich nicht, ob du den findest. Also weiß ich nicht, ob. Schaut kurz nach. Pension Doppler, findest du auf Pension der Homepage, Doppler. ja. Gibt's Pension eine Homepage? Doppler, ich glaube Sonja Doppler, ja. Doppler. Sonja und Martin Wieder Wein. Doppler. Das ist nämlich leibend, der Martin ist nämlich Weinakademiker. Sven Akademie, ja, ist Und hasst Doppler, ist weißt Sommelier du, und das hasst Doppler. Also Das das ist ist ganz großartig. Absolut. Straßenarzt, schau nach. Schon noch, ja. Und da rufst du an, Sonja Doppler oder Martin Doppler. Und da rufst du an und sagst erst für die 16er Buben einen schönen Gruß, sie haben gesagt, bei euch kann ich leibend Bitte, ja, übernachten. unbedingt ganz liebe Leute, ja. Und das ist da in Botschenau. Also das ist eh da. Nicht weit vom Marvihof. Und doch nicht weit von da. Also. Und nicht weit von da. Der Marvihof liegt auf halbem Weg. Straßenarzt, da sind wir dabei. Thomas Bastleike, Bruderherz ist auch dahin. Gute Nacht, Tommy. Vierte. Tommy, 4. Gott, schlaf gut. Ja. Der Georg Scheurer weist nochmal auf Weingut Graf hin. Unbedingt. Ganz wichtig. Und, na, was wird, ja, beim Ja, da rauche ich noch eine, wenn du willst. was waren wir jetzt? Wir waren jetzt da noch beim Schmiedhansl, oder was? Schmidhansl waren wir, sind wir stehen geblieben, ja. Ja. Wie wir uns das leisten haben können, nicht? Weil der, Ne, gar nicht. Ne? unser Kampf trinken war es nicht. Da aber bist das- du dann. Alter, Hallo. der Schölk. Das war, also muss ich ehrlich sagen, also ich würde es heute Und so. ich muss das Einzige, ich muss sagen, beim Leben, ich hab da machen wir sogar ein Schnapsel, wie ich glatt tut. Ich gebe es ehrlich zu. Bin jetzt alt, ich darf das sagen.
Der Christoph Ackermann, ich glaube, der Klaus hat den Wink nicht verstanden. Nein, aber bei mir ist blöd. Bei mir ist blöd. Ich habe zwar ein Gästezimmer, aber da schläft ja schon der Patrick. Da schläft ja schon der Ja, Patrick. da bin schon ich da. Und daher bin ich da jetzt natürlich ein bisschen eingeschränkt. Weil die Pavlatschen kommt ja dann am 24. drauf gleich aus Botschen an. Ne? Richtig. Wir bleiben wir gleich draußen, das heißt, genau. Ja. Wollte ich das jetzt noch? Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, wie man es leisten Wie kann. man Keine Ahnung. Aber wir sind schon sehr oft eingeladen worden auch und Oh alles. ja, oh ja. Keine Frage. Und das war, aber das war echt noch leibend. Und das war wirklich dieses klassische, wie man es sich vorstellt für einen Musiker. Und vor allem, ich muss sagen, wir waren ja nicht immer so angefühlt bei der Gabi, nur dass wir wirklich auf die alle Viere gegangen sind, so war es ja nicht. Also, wir sind beim Schmidhansl schon normal reingegangen. Ich bin auch mit samt der Tier fast reingeflogen. Aber das ist Das fast immer mit, das waren zwei Türen, das war die Außentür und dann noch so eine Innentür mit so einem quasi, wie man da sagt, so einem Fuhrbau. Der Patrick ist immer reingeflogen. Immer. geil. Ich kann mich ja nicht erinnern, Einmal. dass der arme gerade, dass der reingegangen Da war so ein depperter Staffel, das Ja, der war jetzt mal dort. Hast du ein bisschen Marsch, das hat ein bisschen nachgegeben, dann ist der Ding dort gewesen. Ja, das ist das wollen wir es nicht näher ausführen. Christoph ist so deppert. Mag der Patrick den Straßenarzt nicht? Du bist so deppert, Christoph. So kuscheln muss ich nicht. Ein Wahnsinn. Nein, das Gästezimmer ist nämlich wirklich klar. Ist ganz klar, und da ist ein Ich glaub, Ausziehsofa. Da Das ist, nein, da das, kann einer liegen. das tue ich ihm nicht an. Ich kann gerade mit meiner Frau, also das. Was heißt, du willst gar mit Taxi zum Frühstück, Straßenans? Das sage ich aber der Sonja. Das ist, was du der Pension hast, sage ich, pass auf. Sag ich, pass auf, dem stößt er mit Taxi hin zum Frühstück. Na, aber da wirst du zum Frühstück was brauchen. Was Gescheites. Weil es ist nicht anzunehmen, dass man, ganz ehrlich, ich sag's jetzt, wie es ist. Patrick, ich versuche das in Worte zu formulieren, die nachvollziehbar sind. Ich glaube nicht, dass wenn wir da eine Partie sind, dass wir nach dem Konzert um 16:30 Uhr dann alle abgängen, schlafen. Glaube ich nicht. Kann sein, ja, aber ich glaube es nicht. Ich sag's, wie es ist. Ich sag's, wie es ist. Und ich glaube, der Andreas Christian hat sich auch gesagt, bitte mal ein. No, vielleicht kommt ja unser Gefraß Sakala. Ja, was weiß man? Was weiß man? Was weiß man? Genau, Sumsi gibt es schon. Sumsi hat der Andreas. Andreas, ja. Na herrlich, herrlich. So, das müssen wir jetzt austrinken, weil dann sind wir nämlich April. Aber das war wirklich eine interessante Geschichte. Aber das war das was sich als Musikerleben vorstellt. Und das war, ich sage jetzt mal 2 Jahre. Ja. Länger nicht. Nein. So ein paar Monate auf oder auf. Viel mehr war es nicht. Aber das war wirklich so und da haben wir viel gespielt bei der Gabi und wir sind immer nachher. Ich glaube, da habe ich sogar noch studiert. Also, da war ich inskribiert und dann. Ich hab nebenbei noch, ich war Pfeifenmacher eigentlich vom Beruf, ich habe das nur ja, nebenbei gemacht. bist aber ja auch das nicht am 7 in war der ich- Werkstatt gestanden. Oft schon, ja. Das Nein, war, ich nicht mein, nach dem das Schmidhansl. war nach dem Schmidhansl nicht. Nein. Dann waren dann Nachtschichten wieder, wo wir nicht gespielt haben. Ja, da haben wir alles aufgeholt. Das war furchtbar. Und dann, wenn ich mit der Arbeit in der Werkstatt fertig war, wir haben nicht gespielt, bin ich in den Otterkring, das war ja nicht weit, meine Werkstatt, meistens zu Fuß um einen kleinen Spaziergang gemacht, ich hätte 2 Stationen mit der Straßenbahn auch fahren können, na 3 waren es gewesen, in Schwarzen Raben gegangen. Ja, aber der hat ja zugemacht bei Zeiten. Ne? Also das war, aber da waren wir auch oft, ja. Da waren wir ihm, wenn wir nicht Ja, so um spät 12, dran 12 waren. 1 war es immer. 12 Jahre, ja, was immer. Und der nebenbei habe ich noch bei der Otteringer Brauerei auch noch gearbeitet. Ja. Also das weiß ich ja, warum ich meinen Schmidhansl leisten okay. Ja, Das war, nein, das war für mich darum das sag war ich. schon Also, klar, ne? Das, mit den Gagen von der Musik haben wir so das Leben nicht leisten können. Was wir da gefühlt haben. nein. So. Der Helmut Mandak, glaube ich, ist dahin, bedanke mich mit den Worten, ich bedanke mich. Absolut leiwand. Dankeschön, Danke Helmut, dir. schön, dass du dabei warst. Dankeschön, vielmals. Ja, ich hoffe, es gibt einen Abholdienst zur Pension. Wir sind nicht, das ist Botschenau, das kannst du alles zu Fuß gehen. Also auch auf 4, das geht sich aus. Schaffen wir alles. Und der Fritzl meint, und wie wäre es mit der blauen Tinten? Wenn einer um halb 6 Uhr aufstehen muss.
wenn ich kennt die fliehen und da die trotzdem niemals kriegen. Wenn ich voller da recht tief, so schreibet ich dir heute einen Brief. So kommt dann mein Lied, so kommt dann mein Lieb zu dir. So kommt dann mein Lieb zu dir. Als blaue Tinten auf Papier. Ohne Geld hätte, ohne End, für die war ich niemand, den man kennt. Mein Schmäh, der ist für die viel zu tief. Darum schreibe ich dir heute einen Brief. So kommt dann mein Lied, so kommt dann mein Lieb zu dir. So kommt dann mein Lieb zu dir. Als blaue Tinten auf Papier. Wenn ich wisset, was du fühlst und ich nicht merk, dass du mich willst, hab ich mein Mut vergraben ganz tief. So schreibest du mir heute einen Brief. So kommt dann der Lied, so kommt dann der Lieb zu mir. So kommt dann der Lieb zu mir. Als blaue Tinten auf Papier. Auf Papier, bis ich dich spiel. No? Dass ich das zusammenbringen hätte noch. Na, hätte. Tja. Na, Wahnsinn. Das schwarze Rau ist ein Leibensbeißel, nur die Korb ist, ja. Das war ein Wahnsinn. Vor allem, das war ein Leibernsbeißel vor 20 Jahren. Warte. Die Gabi, das noch. Ja, das ist schon. Die hat das ja erfunden, aufgesperrt eigentlich. Ja. Ja. Dann ist quasi jetzt aufgehört damit und das. Gut, dann ist der Ritchie übernommen. An den Ritchie weitergegeben bis heute. Das ist noch immer möglich. Ja. Aber gut, wir sind ja nicht mehr in Otterkring daheim, daher natürlich auch keinen Bezug mehr. Letztes Jahr gab es auch keinen Otterkringer Giertag, das bin ich mir noch eingefallen dort. Also du auch. Das war mir der letzte Oberkiel. Vom Frühschoppen, da sind wir um 11 Uhr auf der Bühne gestanden. Ich kann mich noch erinnern, das war vor 2 oder vor 3 Jahren, da war die Hetty auch da. Ja. Da bist du dann schon, also gerade bin ich mit der Hetty alleine geblieben in Raben da. Dann sind wir noch spazieren gegangen in Otterkring, die Hetty und ich. Die Hetty und ich wollten spazieren in Otterkring. Ja, naja. Hab die Hetty noch bis zum Taxistand begleitet quasi.
Das war schon mächtig immer. Und ich bin dann zu Fuß heimgegangen zu meinen Eltern. Ich habe bei meinen Eltern geschlafen. Ich glaube, ich habe eine Dreiviertelstunde gebraucht von der Thalierstadt, bis ich da auf Maroltiger gelassen war. Das ist, weil, wenn du ich muss in den Ofen nachlegen. Aber da bin ich so richtig so aufmarschiert bis zu meinen Eltern heim. Das war schön. So, so eine Dame da ein bisschen an der Hausmauer so wieder. Fett, hat Pizzen, bis Nicht so angesoffen, dass man auf alle Viere gerät, aber so richtig so nostalgisch denkend da durch die Enenkelstraßen aufgegangen. Ich dachte, na, da war ja der Spitz, aber den gibt es auch nicht mehr. Ne? Da oben der Bäcker auf der Ecke, bei der Hasenerstraße, na, das ist auch nicht mehr da. Ne? Das ist er doch. Bin ich aufgegangen so. Du bist Ne? melancholisch. Hast du Das habe ich sehr melancholisch. ein Ding gehabt, ne? Ja, voll. Bist du im Sentimentalen? Ja, voll. Bist du auf Kaum war ich der daheim. Bäcker-Eck ist weg. Schnief. Jawohl. Da mein Vollgeschichte durch die Landsteinergassen vorbeigegangen. Ja. Beim Kindergarten, in der Maroltigergassen, da war ich schon daheim, da war ich froh, dass ich im Bett war. Bist du ordentlich vergangen hast. Nein, die Saufe, also. Ja, ist schon klar. Zack, zack, zack. Ist schon klar. Weiß ich alles. Schön. Nein, aber das war natürlich auch würdig immer der Rabe, der Untergang. Also wenn man sagt, wenn man Frühschoppen um 11 Uhr am Vormittag, beim Otteringer Kirchtag, oder halb 12 Uhr, also 11, entweder halb 11 oder 11 Uhr war Soundcheck, wo wir dort, naja, und dann triffst du halt die ganze Alt-Otterkringer Legion, die man halt so kennt, Nicht nur die Alten, auch die Jungen, und dann vergeht sich der Tag relativ schnell. Und dann, ja, willst du nicht gleich heimgehen. Obwohl es oft besser gewesen der wäre. Arme wollte mir eigentlich das Konzert von den Untouchables um Ja, gut, aber Untouchables um das war ja 16 um Uhr. 9 oder was immer das wieder. Um 16 Uhr Nachmittag waren wir noch dort anhuren am Montagskirchtag nach unserem Konzert. Ich habe mir gedacht, ich gehe mal geschwind aufs WC. Jetzt kann man bei der Gerte drin erzählen, Marie. Ich bin aber 3 Stunden nicht von der Gerte rausgekommen. Ja, das stimmt, ich kenn alle ja. anderen, die draußen zugeschaut haben, sind immer reingekommen, bei mir vorbeigegangen, die Gerte und ich mit ein paar anderen sind wir gesessen am Tisch. Ja. Aber du triffst natürlich einfach auf viel Leute. Wie hat der Dings gesagt damals? Ich glaube, wer war das? Von der Wiebeke, der Mann, oder? Ja, die Schwader-Zwilling. Nein, von der Wiebeke, der Mann, der ist rausgekommen und gesagt, ich glaube, der Patrick macht die Termine für die nächsten 10 Jahre raus. Und der Gerti und ich waren beide in Stimmung. Ja, ganz offen. Sind da So, gesessen am mit unseren Fans kannst du offen und ehrlich reden. Die Besitzerin der 10-jährige Gerti Huber sind dort gesessen. Ja, herrlich. Die Gerti, die muss sich umziehen wollen. Ja, stimmt. Die war beim Frühschoppen Früh. in der Jean und mit Leon hat gesagt, Ja, sie will sie muss herrichten, das ist alles so die Dirndl oder was, ne? Das Dirndl anziehen. Sie wollte das Dirndl anziehen. Und das hat sie das erste Mal gesagt um halb 11. Um halb 11, ja. Jetzt bin ich fertig mit dem Aufbau, mit den ganzen geh mir Sachen. Das umziehen. passt alles. Die Händler sind alle am Spieß und passt. Ich gehe mich umziehen. Hat's gesagt. Das hat sie ab 4 Uhr Nachmittag gesagt, weißt du was, glaube ich, scheiße drauf. Das ist wortwörtlich, sie gehen mich nicht mehr um. Ja. Nein, das war dann sinnlos, weil ja schon alles vorbei war. Und dann, wie gesagt, dann war noch der wichtige Abschluss, war unbedingt noch im Schwarzen Raben. Und das halt dann bis nach Mitternacht. Und das ist dann das Unnötigste überhaupt. Weil eigentlich gehst du schon längst ins Bett. Am 11 Uhr fangst du an, der ganze Tag. Aber es ist so ein Gesturl, es ist so schön. So schöne Erinnerungen. Aber so schön, ja, wirklich schön. Ja. Ja. Melancholie gehört ja zur Wiener Musik, sagt der Straßenhans. Ja. Nein, nicht zu viel, ein bisschen schon, ja. Ein bisschen schon, ja, auf jeden Fall. Warte mal, den Ofen wieder zu, weil ich habe ja auftragen müssen, weil ja Oh, war nicht ordentlich. Ne? Ja? nein, das hast du nachgelegt. Meins hat auch brennt viel. Aber wie? Du hast aufgemacht, Ja, ja. Ja. Dann habe ich schon wieder zugemacht gehabt und habe einen Riegel aufgemacht. So. Brennt schon. Wir verkühlen nicht. Nein. Die Tür ist offen, Ausblick kann man kaum mehr. Natürlich In die Schwärze haben wir einen Ausblick. Nicht? Aber was ist das schon? So, der Christoph Acker schreibt wieder der Patrick mit einem Damenspitzel. Total, ja, ne, das ist ein Hit. Den Patrick, da sind wir heimgegangen, haben wir gespielt irgendwo. Ich war bei der Grundstein, irgendwo in der Nähe vom Naschmarkt. Brunnenmarkt. Brunnenmarkt. Spricht der Wein bereits. Das war wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Und dort haben wir gespielt und das war natürlich, ich glaube, so wie ich schon mal erzählt.
Oh, das haben wir schon zweimal, sicher glaube ich, schon, dazu. Ich wahrscheinlich. laufe da like Jahre jetzt in der Auf jeden Fall Zwischenzeit schon. Das nennen wir es beim Namen der Party war angesoffen wie ein Radi. ist aber sehr lange her. Das ist noch länger als 20 Jahre her. Ist wurscht, du warst seitdem auch angesoffen. Das macht dich nicht zu einem besseren Menschen. Aber auf jeden Fall war es ja so, dass wir dann eine Straßenbahn gesehen haben. Und man sagt, Leihwand, vor der Straßenbahn. Dann haben wir auf die Uhr geschaut und gesagt, ja, ist logisch. Das ist eigentlich, weil die normalen Menschen gehen jetzt arbeiten. Und wir fahren jetzt heim. Das war 6:45 in der Früh, sowas ungefähr. Ja, aber es war auf jeden Fall nicht die erste War noch, Straßenbahn. nein. Und es waren die alten Straßenbahnen, die alten Tramway, wo du nur 3 Stufen aufsteigst. Und ich steige ein, die Tramway, drehe mich um und es kommt kein Patrick rein. Und irgendwann sehe ich auf einmal den Quetschenkoffer einer fliegen. Da ist er original da unten gestanden bei den 3 Stühlen. Geflogen. Na, und hat Aufgestellt habe ich einmal, damit er reinkommt, und hat einmal das Gepäck reingehauen. Dann ist auf alle 4 die 3 Stufen auf. Die Stufen habe ich nicht berührt. Ich habe mich aufgezogen auf den Stangl in der Mitte, so viel rein. Unser großer Jedi-Meister hat die Stufen nicht berührt, er ist hineingeschwebt. Nein, weil man dachte, ich einfach, ich ergreife dieses Drum und zahme so eine. Ja, Dabei also- bin ich auf die Knie zu Fall gekommen. Nicht? zu fallen, eine Kröte. Aber Patrick, ich meine, ist ein Masseur, muss man ehrlich sagen, auch in der ärgsten, wie soll ich sagen, Beeinträchtigung. Der Patrick ist immer Masseur, weil der ist dort aufgestanden, immer die Leute sind alle angefressen gewesen, weil die sind in die Hocken gefahren und waren jetzt mäßig avisiert, dass da 2 besoffene Musiker einsteigen. Aber der Patrick ist da reingekreuz, so vier, die Harmonika wieder so genommen, so putzt ein bisschen. Und dann so schaut in die Runde und sagt, guten Morgen! Das war für mich Ja, shit. Und das hat kein einziger hat so gerührt. Nur einer. Ich. Aber die waren dann alle eigentlich nicht mehr so grantig, haben es dann nicht mehr geschaut. Nein, die- Wir haben uns ja nicht aufgeführt drinnen, nur das Einsteigen war schwierig. Das war ein Wahnsinn. Das war ein Wahnsinn. Dann bin ich ausgestiegen und haben ein Taxi gerufen. Ja, weil du falsch ausgeschnitten bist. Und das Taxi hast du gerufen und hast mir an das Team bestellt, als wo du gewesen bist. Und dann bist du dann ist er zu Fuß Ich bin mit angegangen. Klaus mit ausgestiegen gewesen. Das waren 3 Stationen früher, wo ich aussteigen müssen am Joachimsthaler-Platz. Aber naja, Ja. da bin So. ich zu Fuß heimgegangen. Und Ja, wen das habe war ich in der Früh getroffen? Da war ich schon 7 bis ich da um 4 lachte. Die Paula. Eine von den Könnerinnen vom Brat. Die wir von mir dann öfters gespielt haben bei einer. Ja, aber Patrick, wo kommst du denn her? No? das haben wir auch immer gedacht. Ich habe immer bei mir daheim, ich habe immer Leute getroffen, die gerade in die Arbeit gegangen sind. Also immer. Und die halt. Paula kannte sich Wow. mit diesen Dingen aus. Naja, bei mir mal nicht gewusst, was los ist. Und das ist so, guten Morgen, und ich habe echt versucht, Ich habe mich auch zusammengerissen so bei der richtig. Paula. Ja, wir so- haben gespielt, ne? Die Paula hat gesagt, habt ihr gespielt? Ne? Ich so, ja. Ah ja, gell? Patrick hat wahrscheinlich gemeint, dass er so redet, so, ja, nein, es ist ein bisschen später geworden, wir haben wirklich lang spielen müssen und es ist halt oft so im Musikerleben, dass man ein bisschen später dran ist und so weiter. Und, aber jetzt bin ich recht müde und ich freue mich schon aufs Bett, also ich wünsche einen schönen Arbeitstag, Papa, für die Gott, alles Liebe. So, das ist doch, dass er sagt, und in Wahrheit hat er gesagt, so, erst war ich wie viel später an, schlaf gewesen. Oder? So ähnlich. Was soll jetzt ähnlich, gewesen sein? Das ist würdig und recht, sagt der Straßenhans, ganz genau. Jawohl. So, Moment einmal. Die Hosen von der Fritzel. Die Hosen von Klaus schauen aus wie das Testbild, als es Farbfernsehen eingeführt wurde. Das ist natürlich ein Wahnsinn. Hat aber recht. Aber ich meine, das ist bitte à la Bonheur. Ich meine, Entschuldigung. Mut zur Farbe. Wie gesagt, ich habe das in Schwarz. Habe ich auch gehabt letztes Jahr bei einer Pavlatschen im Sommer, wie es so heiß war. Habe ich sofort eine Rüge bekommen von der Renate Lechner. Patrick, deine Hosen. Kann dich erinnern? Was soll man sagen? Aber, ja. Der Christoph Acker bringt natürlich ein Thema aufs Tapet. Schaut, der CE, ich wünsche euch noch eine gute Nacht. Wahnsinns-Groove heute wieder. Danke, Chef. CE, vierte Gott, schlaf Gute gut. Nacht, Schön, dass du vierte dabei warst. Danke für das Papa. Der Christoph Acker meint, warum eigentlich mit der BIM fahren, wenn man eine Betonschneidmaschine hat?
die hat man nicht immer, Christoph. Die steht nicht immer. Die haben wir einmal gehabt. Aber das ist ein Liebe, einmal. bist du deppert. Ja, sagst du, Und Gott sei Dank, und ich denke mir, Gott sei Dank hat das nicht den Beton Motor geschnitten. drinnen. Weil da hätten wir echt, weil da hätten wir heute noch anzahlen. Das war ja ausgekuppelt. Naja, Die Arbeiter waren ja gescheit, die das angestellt haben, das Gerät. Ja, sicher aber, den Schlüssel aber stecken warum lassen, den Schlüssel stecken lassen haben? Was der Christoph Acker anspricht, was einige nicht wissen, wir sind einmal wir heimgegangen und dann haben wir gefunden, auf der Untergängerstraße. Naja, das kommt mir so So nicht. vor. Haben wir schon? Du erzählst, Trink aus. Das war du April. erzählst schon so ab. Trink aus. Das ist, Nein, pass auf, wir spielen jetzt die Schlussnummer, dann sind wir April. ja. Und dann schauen wir, was passiert. Leon, danke schön. Nimm mich wieder auffassen. Schlussnummer, fit euch gut. Dann schauen wir weiter. Wo habe ich denn das? Wieder geschrieben. Achso, das machen wir dann im April. Ah, das können wir können im April. Jetzt machen wir die spielen Schlussnummer. eigentlich. Jetzt machen wir die Schlussnummer. Die Schlussnummer, ja. Die offizielle Schlussnummer. Haben wir noch Wasser fürs Lager? Nein, ich muss eins holen. Ja, halt. Ich komme so schwer jetzt Ja, weiß weiter. Da Nein, ich wollte rechts Wasser geht's zum nicht. Ich wollte ein Wasser, was für einen Abschluss. Sonst haben wir wieder schwarz, wenn ich da rechts gehe. Aber eins muss man auch sagen. Wie die Kamera ausgefallen ist, hat nicht lang gedauert, waren wir wieder unnäher. Den Ton hat man gehabt. Das ist es. Das ist es. Im Ja, kein Ton aus. Im Untergang, da zeigen sich die Warngrößen. So, da haben wir es. Also Schlussnummer, offizielle Schlussnummer, dann sind wir April, dann hol den Weißburgunder her. Den hol ich dann, ja. Ja, oder du. Und ein Wasser. Weil Wasser brauchen wir auch. Ja. Unbedingt. Ja. Ich habe sogar noch eins. Der Schluckerl. Der Straßenlands geschlafen. Wieder am 23. sehr freuen. Straßenlands mir Das und wie gesagt, hätte mir auch gefreut, ja. Pension Doppler, wieder Doppler Wein, Doppler in Botschenau. Und du sagst, Grüße von den 16er Buben, die kennen uns. Gut, also es ist kein, Wirklich gut. ist Also, nicht negativ, ist wenn nicht- du sagst, nein. Grüße von den 16er Buben. Ja, also gut. Hier wird ein Vorschlag. Ein letztes Viertel. Der Abend mit euch war wunderschön. Es hat mich gefreut. Aber für heute ist es das allerletzte Liedl. Weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Wir haben viel gesungen und viel gelacht, den Abend miteinander verbracht. Es ist auch gewarnt worden bei manchen Lied. Wir haben was getrunken, haben was gegessen, den Alltag miteinander vergessen. Doch sind wir ehrlich, wir werden schon langsam jetzt. Er wird ein Vorschlag. Ein letztes Viertel. Der Abend mit euch war wunderschön. Es hat uns gefreut. Aber für heute ist das allerletzte Liedl. Weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Wir rieben meinem letzten Viertelsitz. Denk ich an meine blöden Witz. Die schönen Wiener Lieder und an die Gemütlichkeit. Zuerst haben wir Post und gesungen viel, doch gegen End wird's langsam still. Und so hat jede Stimmung ihre Zeit. Also. Jawohl. Er wird ein Vorschlag. Ein allerletztes Viertel. Der Abend mit euch war wunderschön. Es hat mich gefreut. Aber für heute ist das allerletzte Lied. Weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit.
Jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Offiziell jetzt Schluss. Offizielles Danke Ende. herzlich. Danke vielmals. Danke. Und jetzt holen wir den Weißburgunder und wir machen quasi noch ein Abré. Die After-Show-Party. After-Show-Party noch ein bisschen. Wir können noch ein bisschen plaudern, können wir ja noch. Christoph Hake, danke euch, Buben, war ein schöner Abend mit euch unter Flaschen Zweigel vom Graf. Gute Nacht an alle. Pavlacisti. Ich muss ja kurz einmal aufstehen. Ich hol den Wein gleich. Genau. Immer Wasser auch mit, ein Wasser. Weil Und da halt die Leute. wir wollen ein Wasser auch trinken. Ja, unterhalt die Leute. Nicht alle. No, hau mir nichts um. Patrick, hau mir bitte nichts um. Tut dir nicht weh. Ja. Genau, bei Musikern ist das Bild aus nur halb so schlimm. Das stimmt. Aber ja, es ist eine Sache. Auf jeden Fall, so das Musikerleben, wenn man das so jetzt anschaut, wir haben jetzt da 26 Jahre 26 Jahre sind wir Musiker. Ja, wird schon stimmen, nicht? 94er Jahre haben wir angefangen. Und dieses, wie soll ich sagen, dieses wirkliche Musikerleben, wie man sich so vorstellt, das haben wir auch genossen, war sicherlich, war schon leibend, war schon toll, aber natürlich wahnsinnig kräftezehrend und das war aber nur ein Bruchteil von dem Ganzen, also wahrscheinlich reden wir da von 5 Jahren in dem Ganzen, in Summe. Und das ist schon wichtig, dass man das erlebt hat, aber auch, dass man sagt, immer geht das nicht. Also wenn wir in dieser Art und Weise weitergearbeitet hätten, das überlebst du nicht. Also man muss mal schon ehrlich sagen, man muss ein bisschen haushalten. Aber wenn man ein bisschen jünger ist und wenn die Gaude ist, das ist ja so. Das sind schöne Erinnerungen, soweit man sich erinnern kann. Und möchte nicht missen, aber es ist natürlich nicht das, wie soll ich sagen, das entspricht dem Klischee des Berufsmusikers, ist aber nicht die Realität auf Dauer. Weil das einfach, das ging nicht. Und trotzdem muss ich sagen, echt leibend, echt super. Wir trinken heute noch gern was, aber natürlich das, was wir damals gepackt haben oder was da gegangen ist oder wie sich das wird. Und da kann ich mich erinnern, da waren wir auf der Musikmesse in Wien, hat es damals gegeben, eine Musikmesse in der Stadthalle. Da, gell? Kannst du dich erinnern? Da waren wir? Ja, die Musikmesse. Was? Ja, Ja, Musikmesse. ja, Hab ich da grad hat gesagt, mein das Bruder ist- ausgestellt, das Ja. erste Mal damals. Ja, Dr. Das letzte Mal ja. Dr. M. Ja, seitdem Gibt es das nicht mehr. Wir waren engagiert zum Spielen beim Frühschoppen. Und nachdem dann alle Anwesenden unter dem Tisch waren, gibt es die Messen nicht mehr. Ich weiß nicht, ob es mit uns zu tun hat, ich glaube nicht, aber kann sein. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall, und dann waren da ein Haufen so Mettler und Rocker und was weiß ich was. Und die waren alle so wahnsinnig brav. Und die haben dann gesagt, bis deppert. Also mit den heurigen Musikern, das Also- ist mir zu wild. Ich war der eine, der Dings, der Zitterchristen hat damals gesagt, der wahre Rock'n'Roll ist bei der Volksmusik. Ja, genau. Ja, das stimmt wirklich. Ganz ein Lieber übrigens. Der Uli Slonik sagt natürlich vollkommen richtig, was jetzt diese Online-Konzerte betrifft, die Wohnzimmerkonzerte, wie man so schön sagt. Da wir uns den Heimweg ersparen können, wir länger bleiben. Vollkommen richtig. Im Prinzip kann man sagen, nicht? Ja. Quasi. Du, aber das war super, statt ein Taxigeld, haut uns vielleicht was in die virtuelle Not. Weil es ist ja als Taxi der Sport. Also immer diese Bettlerei von Ja, uns man Musikern. Ich muss schon langsam aufs Geld So schauen. langsam jetzt eh. Ja. Ja. Es ist- Der Peter Raff jetzt das der Hebus im Papa für die Gott. Hat mich sehr gefreut. Der Uli hat gesagt, Marco, Zugabe kannst du überhaupt noch nicht. Wenn man 26 Jahre von der Musik leben kann, dann kann man nicht viel falsch gemacht haben. Ja, Christoph Acker, gut 26 Jahre leben wir nicht davon, sondern Berufsmusiker sind wir seit 16 Jahren. 16 Jahre, ja. 26 Jahre spielen wir miteinander. Ein Jubiläum eigentlich wieder. Ja, 26. 16. 16. Für uns eigentlich ein Jubiläum, ja, 16 Jahre. Stimmt.
16 Jahre bin nur jetzt mehr. heuer 16 Jahre als Musik, ja. Berufsmusiker. Ja, also nein, stimmt schon. Natürlich, da können wir nicht viel falsch gemacht haben. Wir haben viel falsch gemacht, glaubt mir's? Wir haben viel falsch gemacht, wir haben aber auch viel richtig gemacht, das ist oder so, das gehört dazu. Das ist das Leben, nicht? Wenn du was machst, Aber eine Gaudi war es schon. Immer eine Gaudi war es schon, aber irgendwann muss wirklich dann anfangen, ein bisschen vernünftiger werden, weil jetzt sind wir hin und wieder bei der Pavlatschen, da trinken ein paar Flaschen Wein oder wenn wir halt so zusammensitzen, aber das geht so in dem Ausmaß. Wie wir das da teilweise gemacht haben. die dann nicht mehr leben. Ich war tot, nicht? Christoph Ackermann, da kommt ja noch eine Flaschen. Muss ich mir jetzt echt einen Whisky-Cola holen, auch wenn ich ihn eigentlich nicht mehr vertrage. Christoph schenkt da Whisky-Cola ein. Vor allem, aber bei uns muss ich auch sagen, die Flaschen ist nicht mehr voll. Die haben wir schon vorher aufgemacht, von der Pavlatschen. Da ist nur mehr ein Schluckerl jetzt drin. Das ist jetzt dann nachher nur mehr 2/16. Ja, Nicht einmal. Nicht einmal ist ein Trauerspiel. Der Ulrich sagt, auch Klaus und Patrick, ihr seid die Besten. danke. Ich danke dafür mal. Danke Nein, dir. Aber, Das mit die Besten ist immer ein bisschen schwierig. nein, aber ich sag was, der Friesel sagt, Fritz Status, ihr macht das, was euch Spaß macht, das ist was zählt. Und Das stimmt. erstens Dankeschön, und das stimmt wirklich, das ist Absolut, das, ja. was wir haben ja nie, zum Beispiel, ne, der Backel ausgeraucht. Ne? Ich rauche immer nur, wenn wir uns treffen, bei der Flasche ist ein Backel Gin weg. Ich rauche sonst eigentlich nicht. Weißt du nicht. Ja, ihr raucht es Ist leibend. nicht mehr vor der Kamera. Ja, ist Ja. leibend. Nein, aber was ich sagen wollte, das ist ja so. Warte mal, das, was euch Spaß macht, ja. Und das Wesentliche ist das. Wir haben ja zum Beispiel, wir kennen schon viele Musiker, viele Musikerkollegen, die eben Drogen und alles Mögliche da sind. Und bei uns war es so, wir haben ja nie gesoffen, wir haben ja nie getrunken aus damit man das aushalten oder was. Sondern das war ja immer nein. im Zuge der Garde. Gerade, ja. Ja, das war nie im Blues, selten. Das hast du auch gehabt in der Ja. Jugend halt, aber das geht dazu. Und das habe ich heute auch gemacht, das war zweimal im Jahr. Aber da trinke ich eigentlich wenig. Da denke ich mir erst, schenk mir ein. Ja. Und dann eigentlich ist nach dem zweiten Achtel denke ich mir, no, der Blues ist eh schon vorbei wieder. Blues ist Da schmeckt es mir schon nicht mehr. Aber das Ja, ist, wir meistens haben, aus Freude oder wenn ein leibendes Ereignis ist und so und die Stimmung und das ein Fest ist, das ist leibend. Und Also- heute, die Pavlatschen, ist wirklich eine Freude für mich. Ich kann heute was trinken, ich muss es zwar nicht, aber ich kann. und du kannst, aber das Weil ich tust nicht du mit ja Auto fahren muss. Das ist herrlich. Ich muss Ein nur Auto guter fahren. Ein guter Wein da, super, das ist leibend. Das ist leibend. Das Und, ist- und das war bei uns schon immer, also muss ich sagen, mit gut, ganz wenig Maß. Ich weiß, dass er gut ist, nicht? Entschuldige. Aber das ist ganz wichtig, dieser Unterschied. Und wenn man dann oft sich eben zu Musikern, wir haben jetzt da erstens, also jetzt andere Drogen haben wir eigentlich in dem Sinne Ich hab nie was anderes wirklich gelebt, überhaupt nicht. Sondern wenn, dann eben Wein, also Alkohol auf gut Deutsch. Ja. So, das ist das Einzige, was vorgekommen ist, aber das war nie ein Frust. So. Also nie. Als Jugendlicher hast du oft den Blues und alles, aber so das, wir haben ja nicht getrunken, damit man das aushält oder was, sondern, Trinken, um zu vergessen. Und ja, nein, das haben wir das nicht. ist schier. Weil das vergessen wir von selber. Nicht? Und nein, das ist einfach die Lebensfreude und diese echte Wiener Kultur, das klingt deppert, aber diese echte Wiener Kultur, was du sagst, ja, das gehört dazu. Du hast einen Spitzel, wollst heim und das ist lustig. Das ist leibend, das ist nicht der melancholische, das ist nicht, ich bin so Blues und ich bin so drauf, alles Arsch. Ich muss jetzt Nein. saufen. Nein, und das natürlich ist eine ganz andere Geschichte. Aber wir kennen viele Musiker, die sind Drogen zu genommen haben, wurscht jetzt ob Alkohol oder was Die anderes, sind zugrunde damit das überhaupt, Die sind relativ offen. jung, die sind mit 50, 60 gestorben. Ne? Das, ja, gibt auch welche, die leben da, wo ich mir echt denke, bist du deppert, dass es noch gibt. Aber ich freue mich total. Nein, aber das ist ganz wichtig, diese Unterscheidung zu sehen. So, haben wir das auch. So, Christoph Acker sagt, heute am Tag genau ein Quartal nichts mehr geraucht. Na bravo, Christoph. Sehr schön. Erst wann habe ich aufgehört? Im Jänner irgendwann. Im Jänner hast du aufgehört, ja? Irgendwann im Jänner, ja. Im Sommer jetzt, Mai. Mai, ja. ja. Gut, ich habe nicht geschaut. Ist ja Also wurscht. ungefähr, ja.
Es ist so, ich schaue mir das nicht an, weil ich denke mir, da habe ich nichts davon. Weil was mache ich dann? Wenn ich jetzt ausrechne, wie lange habe ich nichts geraucht, dann bilde ich mir ein, dass das da irgendwie so ein Timeline gibt und dann sage ich so, und wenn ich bis dorthin nichts geraucht habe, dann habe ich es geschafft und dann kann ich wieder rauchen. Und das denke ich mir, nein, ich habe einfach aufgehört zum Rauchen, Punkt. Ob ich wieder anfange oder nicht, ich weiß es nicht, aber ich rechne es nicht nach. Aber, Christoph, trotzdem, alle Achtung. So, was habe ich da? Ich bin hinten nach. Und die letzte Hosen, so wie die vom Glas ausschaut, dann haut's bitte was in den Hut rein. Das ist ein guter Ding. Jetzt habt ihr mir auch noch aufgehalten, gibt noch einen Gin! Der Hut wird am 23. gefüllt, digital habe ich nicht. Ja, passt, Straßenangst, Leibwand. Danke. Taugt mir. Haut einen Gin. Haben wir so einen Gin? Nein, mach ich nicht zum Wein. Noch Ja, jetzt. zum Wein nicht, ja. Zum Weiß, nein, die schlagt sie nicht. Da fängt es aber schon an, nicht? Der Alkoholiker, das schmeckt dazu nicht jetzt Ja. eigentlich zum Wein. Jetzt will ich nicht so aussehen, weil es dauert nicht lang. Trinkst einen Gin, ich kenne die. Das Achtel wird gleich sein, nicht? Das Ja, ist, das ist das. Aber Gin, Straßenland hat aber einen Gin. Was habe ich noch? Jetzt muss ich euch mal fragen, ab welchem Alter sind eure Haare lichter geworden? Ich habe mittlerweile auch eine Glatze. Liegt das am Wein? Na, am Wein weiß ich nicht. Ich glaube, es ist einfach... es hat so mit 20 angefangen bei mir, ja. Ich glaube, ich bin auf die Welt gekommen und kam habe keine Haare gehabt. Ich bin auf die Welt gekommen, habe keine Haare gehabt, aber dazwischen kurz Haare gehabt, wer weiß warum, und dann war es wieder weg. Viel Haar gehabt habe ich. Ja, du hast lange Haare gehabt. Gut, ich habe auch lange Haare gehabt. So lange wie du nicht. Hüftlang. Du hast nur wirklich bis zum Arsch Bis zum Arsch, ja. Bis zum Arsch lange Haare gehabt, schwarze. Da oben. Dicht. Dicht Glaubt sind man sie, gar da sind sie eh noch immer, genauso. Da hinten die Das dicht. ist Heirigenkranzer. Ich könnte mir es einmal wieder so wachsen. Nein, das ist Heirigenkranzer. So. Ja! Müssen so machen und hinten einen Zopf verbinden. Da die Glotzen, da die... Nein, Ja. Aber das, ja. Straßenans, ihr seid schon echt gut. Was ist ihr seid schon echt gut. Danke. Nicht nur, weil es euch Spaß macht, ihr seid echt authentisch. Das gefällt mir am meisten, weil ich hoffe, dass das umbekommt, weil also ich für meinen Teil kann nur sagen, ja, wir sind authentisch, weil wir künsteln da wirklich nicht viel. Das, was man quasi künsteln, oder das, was Ding ist dann in einem gewissen Rahmen die Professionalität. Du sagst, ja, wenn wir wo spielen, wenn wir wo engagiert sind, wenn wir zahlt dafür, naja, da musst du schon professionell sein. Ne? Da kannst Ding. Aber das ist sozusagen dieser Rahmen. Aber der Rest, das Authentische, und wenn das jemand merkt, dass wir authentisch und echt sind, das schönste Kompliment. das Allerschönste. Daher herzlichen Dank. So, Rudi Korbis, man spürt den Satz mit Herz und Seele dabei. Dankeschön. Fred habt ihr auch dabei, ja. Das fasziniert die Leute. Ja, scheinbar. Das gefreut uns ja total, nicht? Weil wir machen im Endeffekt ja nichts anderes als das, was unser Gaudi macht. Ich meine, dass das natürlich auch noch ankommt, das ist ja super. Beim Peter Raffesier liegt es am Bier. Ne? Siehst du, nein, das liegt nicht am Drangel. Das liegt einfach. Das vergiss die Haare. Hauptsache man hat an Bord. Fritz Stadtkus, das gefällt mir sehr. Und ich bin echt überrascht, wie ich das miteinander in der Pawlatschen genieße. Das finde ich nämlich auch schön. Ja, absolut. Ja, absolut. Der Michael aber muss nicht unbedingt Wein sein. Ja. Alkohol im Allgemeinen. Ja, im Grunde, ja. Ja. Aber im Instrument sind es echt Profis und die Harmonie zwischen euch macht es aus. Straßen ans Dankeschön. Danke. Ja. Ich meine, das muss ich schon sagen. Wir wollten immer was werden. Wir wollten nie was sein. Wir wollten immer was werden. Das ist ein Riesenunterschied. Heute wollen viele Leute was sein. Na klar, ja, will jeder was sein, aber Ja, sicher, das nicht? ist so, nicht? Und wir sind reich oder was, nein? Oder irgendwas. Nein, wir wollen was werden. Und das heißt, wir arbeiten dran und wir spielen. Und die Musik, das hat uns gezeigt, wenn wir angefangen haben zu spielen miteinander, das hat uns gezeigt, dass das eben ein Weg ist. Und dieser Weg, das klingt jetzt wirklich kitschig, aber dieser Weg macht es aus. Nicht? Weil wann hast du ein Ziel erreicht bei sowas? Wann
Wann hast du musikalisch ein Wann Ziel hast du erreicht? musikalisch das... Nie. Und wenn, dann musst du echt was anderes suchen. Ja. Aber dieses an etwas arbeiten, an etwas sein, und zwar, wenn man eben will, weil das ist gut, und da machen wir weiter, und das machen wir so, und jetzt machen wir es auch so, und da gehen wir da hin, und das tun wir. Das ist das Spannende. Und das gefreut mich wahnsinnig, wenn das halt genauso erkannt wird, wenn man sagt, ja, erst ist es musikalisch eigentlich toll, dass das so funktioniert, und dass ich euch, wir haben nie gestritten, richtig. Ja. Gut, ich meine, wir wissen auch, wo dein Platz ist und meiner. Ich kenne meinen sehr gut. Aber das ist. Wir haben was geredet, ausdiskutiert oder gesagt, das und das, ja, Meinung gegen Meinung. Also machen wir es nicht, das ist Scheiße. Aber nie. Und wahrscheinlich, das ist wirklich nicht oft, ja. Ja, das wird so sein. Und am meisten haben wir diskutiert über musikalische Dinge eigentlich immer. Das war das Interessante. Sehr viel. Ja, aber wir haben... Ui, Superchat! Ui, der Ulrich! Video Game Controller jumps up and down excitedly. Das ist bei dir wieder irgend so ein Viech. Ja, genau. Bei mir ist es beschrieben. 5 Euro. Ulrich, ich danke dir. Sehr zum Wohl. Wien Weißburgunder auf den Ulrich. Danke. Jawohl. Und ein schönes Gesicht braucht Platz, also weg mit den Haaren. Richtig. Ja, aber der Bart. Der Bart muss her. Der Bart muss schon sein. Der Christopher Acker ist nur wegen einem Wein da und hat keinen mehr und muss zum Cola umgreifen, also zum Cola rum oder was. Nein. Wobei, Christoph, so habe ich dich nicht erzogen. Wobei, nichts gegen, also Cola ist nicht nur braune Brause, da steckt schon mehr dahinter. Klar. Und ein guter Rum mit einem Cola, warum nicht? Also, muss ich ehrlich sagen. Echt? Nein, da kann ich, nein. Das ist auch wieder Wasser. Das ist auch wieder ein Wodka Orange. Da trinke ich lieber das. Also, ein Cola, nein, aber gut, ein Geschmack so. Im Endeffekt ist es. Ui, Stromsparmodus einschalten, nein. Der Michael Ahammer sagt, schaut, das ist philosophisch, Klaus, das gefällt mir. Immer was werden, nicht sein. Haben wir einen Strom? Ja. Ja, oben. Du? Ich hole da gleich. Weil sonst bricht es mich ab und dann kann ich gar nicht mehr mit. Da muss ich Leute unterhalten jetzt. Dann hol ich den ins Ja, bitte hol mir das Kabel. Unterhalt die Leute. Das wird das Geringste. Monika. Muss ich jetzt noch spülen? Ja, sicher, na was ist denn? Das schaut, das ist ein neuen steirischen Spülen, ich will aber jetzt nicht spülen. Das ist nicht die Frage, Patrick. Unterhalt die Leute. Das Schöne ist ja... Zu später Stunde... Der Christopher Ackermann, wo kommt jetzt der Jim Beam her? Das ist der sehr gut, ja. Der Beamer. Naja, dann spielen wir eine Kleinigkeit. Ich fange einmal ab. Der Klausi wird gleich Dose, das ist mir relativ schnell. Steirer Bub und hab's a kleiner Dur. Ich mag ja gewiss kein Schaum, mein lieben Steirer Land. Ja, in der Steiermark, da sind Leute groß und stark. Ja, und wir die Donnerbahn bei uns daheim. Ja, in der Steiermark, da sind Leute groß und stark, sind wir die Donnerbahn bei uns daheim. Nochmal!
auf Däume geht, In mein schön steirer Gewand, grüne fast dieser mein Hut. so kennt man's in mein Land. Dazu ein Däume Stock in meiner rechten Hand. Ein Stutzeler dazu, so sind wir's gewohnt. Dazu ein Däume Stock in meiner rechten Hand. Ein Stutzeler dazu, so sind wir's gewohnt. Ewig nicht gespielt. Und im Burgenland steht ein Bauernhaus, so hübsch und fein. Und im Burgenland steht ein Bauernhaus, so hübsch und fein. Darin wohnt ein Mägdelein, sie soll mein eigen sein. Die schöne Burgenländerin. Darin wohnt ein Mägdelein, sie soll mein eigen sein. Die schöne Burgenländerin. Ein Rucksack, der ist gut. Der passt auf den Buckel, der passt zu mein Hut. Ein Rucksack, dazu ein steirisch Gang. So geht's bei uns im Steirerland. Wir trauen was auf und trauen was zu, was liegt schon dran. Weil das Geld auf der Welt nicht fressen kann. Schiefe Absatz und im Gegenstand verloch. Ja, oberdran, haben wir's doch. Mama, Heute brauchen wir kein Pyjama. Mama, heute gehen wir nicht ins Bett. Mama, heute brauchen wir kein Pyjama. Mama, der Heim geht einmal nicht. ja, trauen wir's auf und trauen wir's zu, was liegt schon dran. Wenn das Geld auf der Welt nicht fressen kann. Schiefe Absatz und den Gegenstand verlaucht. Ja, oberdran, haben wir's doch. Zu später Stunde ein Blödsinn. Ja, so Blödsinn ist gar nicht. Aber Ich möchte mich fast entschuldigen. Bei den werten Zuschauern, die uns noch geblieben sind, möchte ich mich fast entschuldigen. so, aber da druckt wieder. Ich habe da irgendwas heruntergeruckt. Ist schon anders wieder. Aber lässt er schon auf, oder? Er lässt auf, Ja, ja. schau, mehr wollte ich nicht. Ja, leid. So, was haben wir da jetzt da? 26 Zuseher haben wir noch auf jeden Fall. Ja, bitte, es reicht. Es reicht. Für was auch immer. Es reicht. Patrick, erzähl uns was von den Himmelsrichtungen. Nein, Christoph, bitte nicht. Christoph, Mach nicht. fordere mich nicht Nein. heraus, ja? Macht das nicht. Christoph macht das nicht. Der Klaus macht halt viel möglich. Auf geht's an der Steirer Bur für mich. Straßenanzeige. Ui. Ja, genau. Der Michael Ahmer mit der Steirer Bur ernsthaft. Ja, das sind halt dann die, das ist halt das, wenn es dann Après ist, ne? Das ist dann ein Trauerspiel. Der Ulla, ich sag, ich genieße es euch zuzuhören. Nebenbei noch ein bisschen was arbeiten und ein Wein oder ein Bier, Fluch und Segen der Selbstständigkeit. Jawohl.
Nochmal Nachschub. So schaut's aus. Herrlich. Kinder Wasser auch mal trinken wieder von Abre, meine Herren. Liebe Grüße. Der Georg Scheurer. Bist dahin? Bist du dahin? Georg Scheurer um die Uhrzeit. Da fängt es ja für dich erst an. Normalerweise schon, nicht? Also, nein, aber passt schon, Georg. Vierte. Jawohl, vierte gut. Der 6 Day Plus sagt, muss mir erst, ihr seid meine Freude, Jungs. Habe ich durch die Zocko zu euch gefunden und habe schon ewig nicht um 0:09 Uhr geschunkelt. Schöne Grüße aus Sachsen, Erzgebirge, danke euch. Danke dafür. Schöne Grüße zurück ins Ganz große Erzgebirge, Freude. ja. 6 Days Plus. Große Freude, danke schön. Ja, eben, mehr 26 Zuschauer dürfen beim Tag schlagen rein. Vollkommen richtig, Christopher. Ja, das darf gar nicht sein, glaube ich. Das geht Einmal. sich gar nicht aus. Aber da reden wir jetzt vom April. Nicht? Das ist ja, wie wir offiziell schon Ganz, geredet ganz April, ja. Wir sind Dann am Ende. Nein, ich komme nicht dann schon langsam zum Schluss, aber nichtsdestotrotz, in Hebe der Stamm noch nicht gespielt, gell? Stimmt, ja. Wir hatten den gewünscht, ist der noch da? Wer war denn das? Da fragst du mich Sachen. Ist derjenige noch da, der den Herrgott der Stark wünschen hat? Das ist die Frage jetzt. Das ist die Frage. Ich will einen Schluck Wasser trinken. Das ist nämlich schon sehr lang her. Ja. Mit dir ist ja nicht kein weiterkommen. Ne? Ja, Das und das und umgekehrt das. wird der Schuh draus. Ja, es ist halt leider. Was soll ich ihm sagen? Jetzt kriege ich schon wieder Hunger. Furchtbar. Aber das ist irgendwie so diese Pavlatschen. Ich weiß nicht mehr, wer das war. Ja, das weiß ich nicht. Das ist ja wurscht. Wir spielen es. Was willkommen. Maggie Bamberton hat gerade geschrieben, München ist noch wach, du Lieb. München ist noch wach, jawohl. Natürlich. Der Uli sagt, wenn bei Patrick Albers zusammengeht, bin ich dabei. Ja, das schaut gut aus. Schaut gut aus, ja. Anfang August werden wir da wahrscheinlich was machen. Ja, das mich freuen. Große Sache. Na sicher. So, ja gut, dann spielen wir nicht oder Machen wir einfach so. Ich spüre mir auch gern, muss ich ehrlich sagen. So, das ist auch geil. Die Untergänger Hymne muss man auch sagen. Ich brauche mal genau Chica. Jetzt bevor wir spielen. Nicht sicher? Wer ist denn das Not? Hast du das Not? Ja, das ist mir taugt das heute voll. Was ist das Not? Jetzt vom Spielen. Ingolstadt auch, jawohl, Ulrich. Ja, Ole, das hat gestellt. Liebe Sechselwurm, wollt ihr heute nicht auch noch auf den scharfen Alk umsteigen? Nein. Ja, wobei, Den Gin könnte man schon noch verkosten. den Gin-Likör Nein, jetzt trinkt trinkt man. man schon gemütlich einmal. Ja, eben, Das ist ja der Unterschied. Der Kahudon, Kahudon. Der Mittags. Die jungen Leute trinken schnell, nicht was der wie das im Lied heißt. Ja. Der Mittags steht in Wien und Ja, den Gott sei kauft man Dank, ich trinke Ah, da sicher grauslich. keinen Tropfen von dem. Boah. Grauslich. Ein Zuckerwasser sondergleichen. Nichts zum Saufen. Nichts zum. Ich habe da einen guten Diplomatiker rum, aber den will ich da auch nicht aufwarten, weil man denkt, ist ja schade. Ist ja schade. Der Patrick nimmt angesoffen wie ein Rade. Ist ja schade, wenn ich ihm den guten herumhinstelle. Naja, ehrlich. Das ist Das unglaublich, reicht, was für einen guten Wein aussagt. den ich mitgebracht habe. Ja, na Gott sei Dank, weil ich aber keinen mehr. Donaustadt, sagt der Uli. Donaustadt, jawohl. Helsinki. Was? Uli Slonek, du bist in Helsinki, Helsinki daheim. daheim? Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Und hier ist es eine Stunde später. Bist du gescheit, das heißt, du bist da jetzt bei dir ist Viertel 2. Schlecht. Uli Slonek, das taugt mir aber voll. Leiband. Helsinki, was magst du in Helsinki? Ist die verfahren oder irgendwas? Ja, wahrscheinlich. Was macht man in Helsinki? Leben. Danke dir für diese. Nein, Ja, was? da möchte ich auf die anstoßen. Da stoße ich mit dir weil an. deine Antworten sind einfach. Weißt du, da ist eine Weisheit dahinter. Präzise. Eine Weisheit. Ein bisschen so die Dorftrottelweisheit, aber ja, es ist eine Weisheit. Leben. Nein. Aber na, gut gesagt, gut gesagt. Michael Hamer hatte sich das. Der Michael Hahammer war das mit Steinen Herrgott. Ist der noch da? Nein. Oh ja, ist er da.
Ein Fat Local. Ein Fat Local Rum. Nein, ich hab noch einen Diplomatico habe ich da. Was der Fritz Startkurs, ich kann nicht abschalten, wenn ich noch da sitze. Morgen sehe ich wieder aus wie eine Großmutter. Naja, aber Friesl, du musst es so Musst sagen. sofort den Finger Es essen. dauert nicht lang bis morgen. Es ist bei dir eh bald. Ja, heb den Finger. Bei uns ist schon morgen auch. Bei uns Übrigens, ja. Roy Mäusle sind noch wach. Jawohl. Weit geht. Auf dich. Danke der Chef für die 5 Euro. Setz am Wohl. Sehr zum Prost. Wohle. Auf dich. Schlückchen. Jawohl. Na, die Elite ist noch da. Schneeschaufeln in Helsinki. Jetzt ein bisschen mehr im Norden. Bald wieder in Wien. Na, Wahnsinn. Sonnenuntergang auf Finnisch. Helsinki. Alter. Rudi Korbe. Aber Rudi ein Korbe. guter, ja, ein Toni Strobel. Ist das. Rudi Korbe, müsst nicht schlafen gehen. Müsst nicht schlafen gehen, ist ja Wahnsinn. Das ist ja arg. Rudi Slaunegger, super. Den hat er schon verdient. Diplomatico trinke sind 3 Hombres. Aber, ja. Jetzt trinkt man noch einen Jetzt Wein trinken wir noch dabei. Wein. Es ist- Nein, jetzt wollen wir da nicht umsteigen auf. Aber das ist ein gut, also der beste, wie soll ich sagen, der Diplomatico ist der beste Rum, den man sozusagen im allgemeinen Supermarkt Reigen bekommen kann. Es gibt auf, in der Zwischenzeit hat sich da sehr viel geändert. Auch. Also Ja, gut, aber sogar die die großen großen haben Ketten- fast alle. Das kriegst du fast schon Ja. in jedem Bild. Das ist so wie die Quintero-Zigarren. Ja. Das ist eine böhliche, kubanische, aber es ist im Prinzip, die Wurst, die hat ja jede Trafik hat ein Quintero. Also, jede Trafik, die Zigarren hat halt. Stimmt, ja. Ist richtig, ja. Und Stimmt. die hast du, also so, und ich meine, ich will jetzt damit den Diplomatiker nicht schlecht machen. Na, überhaupt nicht. Das hätte jetzt so gelungen. Aber das ist ich finde, das ist der beste, den man relativ einfach bekommt. Sagen wir es so. Diplomatico. Den Heger habt ihr gespielt. Haben wir den gespielt? Nein, Ja, den gut, haben das wir haben wir nicht nicht gespielt, nein. Ja gut, das haben wir nicht gespielt. Den Schrebergarten haben wir, oder was haben wir gespielt? Nein. gespielt. Ja, was ist mit dir? Also, Oberl. Aber ja, den haben wir, Bitte, hör auf zum Saufen. den haben wir schon, aber das war noch nicht A-Prä, sondern Prä-Prä. Heger der Stab, den machen wir jetzt da. Heger der Stab machen wir jetzt. Zur Abstimmung von der Ronda. Na, Christoph Acker, das muss ich wirken lassen. Oder ich glaube, das wäre wirklich noch so. Ich werde noch Vorschläge einholen. Von meiner Sonja. Baroness gefällt 3. mir schon. Oktober. Baroness gefällt mir schon. Ja, aber das. Ja, grundsätzlich ja, als Name. Aber es muss ja passen zum Motorrad. Puppi. Ja, das passt besser. Ja. Puppe. Ja, ja. Meine Herrschaften, jetzt einmal. Karl Rodener, Herr Stadt, die Untergänger Hymne. Die machen wir noch. Und dann schauen wir weiter. Genau. Was ist das? Ich glaube schon. Gut, ja, noch einmal. Wie oft haben wir den gespielt? 10.000 Mal? Wo ist ein S, ne? In Ottergring draußen, in einem alten Haus, in einem Hof in der Speckbacher Gossen. Da ist gelernt ganz verstaut, seiner Zierde beraut, ein oder Star ganz verlassen. Ich habe mich entdeckt und als Kind dort versteckt, mein Kindrädel und meine Stollen. Denn die größeren Buben waren auf die Stollen wie die Neuen. Als Kindrädel hätten's mir gestohlen. Herr das Stein, du nur allein, hast mich als Bibel verstanden. Du hast mein Besitz immer beschützt, bist der Freund der
davor gestanden. Oft hab ich geweint und mich an ihn geahnt, den Kindersorgen sind groß. Herrgott aus Stahl, du nur allein, du warst mein einziger Trost. Ja, das ist schon lang her, von dem Haus steht nichts mehr. Und Ottergring hat sich verändert. Heute wird überall gebaut, alles heut jetzt ein Haus. Auch die Menschen, die haben sich geändert. Ich fahr öfters noch raus, denn meine Mutter wohnt raus. Und wir so hingehen zu ihr, da liegt ganz verlassen der Straße mein steinerner Herrgott vor mir. Herrgott aus Stein, ich glaub wir zwei haben uns noch rechtzeitig gefunden. Du hast mein Besitz immer beschützt, bin dir als Freund stets verbunden. Ich trag die Hand und bieg dich zusammen, sind deine Schmerzen groß. Herrgott aus Stein, du nur allein, du warst mein einziger Trost.
Werner Gmiedner drauf an Johann Schramm. Jawohl. Leiband, absolut Leiband. Jawohl. Schön. Und das zu so später Stunde noch möglich. Also. Ja, du machst das, gell? Was der? Wo ein Willer ist auch ein Likör. Was haben wir da? Boah, Jesus, nein. Da ist da. Muss man hochstehen. Ich habe mir Taschenwasser aus der Hand gefallen. So weiß es. Der Straßenland ist geschlafen. Der geht nicht geschlafen. Straßenland schlafen. Jetzt für die ganze endlich Zeit. gute Nacht. Was sagt der Startgast zum Udo? Ich sag, da wird Zeit für ein Treffen in DKB. Was ist DKB? Was ist DKB? Muss ich es wissen. Wunderbar, sagt der Uli Slonik. Christoph Acker, wenn Jim Pim fällt das mit Sicherheit der Dienstag, das kann sein. Marco Ginelli. Unter Umständen ja. Der Post. Was haben wir dazwischen so? Was haben wir dazwischen? Das Kohle im Whisky hat was, ja. Das ist oft so. Schaut aber so, die Achteln. Wo bin ich denn überhaupt da? Das weiß ich nicht, aber. Der Christoph Acker, das mit den Spitz mit der Runde, ich verstehe schon. Ich ignoriere dich nur. Ja. Dinkelsbühl. Dinkelsbühl. Das ist ja Wahnsinn. Ja, Dinkelsbühl. Naja, so gut bin ich in der deutschen Geografie nicht, dass ich auf das gekommen war. Ja. Aber natürlich, jetzt was du sagst, Ulrich, ist mir alles klar. Ja. Naja, pass auf, es ist 11:30, ich würde sagen, Was ist? ja, 11:30, naja, 11:30, das heißt für uns jetzt gerade Jahreszeit. 1:30, so wie ich gemeint. Aber fehlt eine Stunde auf einmal. Okay, kann nicht sein. Ja, 11:30 allein war gewesen. Aber doch, da stimmt was nicht. Ja, aber das sagt Wenn ich schon zuerst schon vieles. gesagt habe, bevor wir da zum Spielen, es ist ja schon morgen quasi. Nee, mein Gott, nein. Jetzt Ende auf diesen, ich habe mich halt verrät. Schön. Also halb eins. Was haben wir? Die Live-Sendung dauert jetzt 4 Stunden 17 aktuell. Die 8 Stunden noch 30 werden wir nicht knacken, das weiß ich. Will ich auch nicht. Wie haben wir das gemacht eigentlich? Das weiß Ich weiß es nicht. Wir haben um 6 Ja, Uhr angefangen, wir glaube ich. haben früh angefangen, das auf jeden Fall. Das war alles. Wir haben 6 Uhr mal angefangen, 18 Uhr. Aber 8 Stunden kakelt einfach. Ja. So muss man das sehen. Das war schon eine der legendärsten beim Latschen, muss ich sagen. 8,5 Stunden. YouTube fragt sich, was ist mit den 2 Depperten? Das ist ein Wahnsinn. Aber, ja, wir sind dabei. Aber ich denke mir einfach jetzt einmal so. Was sagt sie dazu? Dass wir schon langsam zum Schluss kommen. Also zum offiziellen Schluss, also offiziell. Also ganz offiziell. also Inoffiziell, quasi, offiziell. Ne? Das ist ja, Ein Gin geht noch. muss ich genau einen Ist ja, Schluck- ist ja keine Zeit. Ich Der hab nur einen Straßenhans, Wein da. der Straßenhans ist da noch im Rennen. Der hat noch nicht aufgegeben. Straßenhans hat noch nicht aufgegeben, er hat sich noch einen Gin rein. Ja, Merkt ihr, lieber Hans, es wird auch diese Flasche eine leere sein. wahrscheinlich. Ich meine, es ist halt, ja, Gin Likör immer noch, wenn Wein auch. Eben. Ich bin ganz ehrlich, sagt die Maggie Pemberton. Maggie, das gefällt mir. Das ist der halb eins. Maggie, anständige Damen gingen um die Uhrzeit, also sind schon längst im Bett. Links. Jetzt habe ich das Wasser erwischt. Mit den Wein. Macht ja nichts. Also, Die erste XXL vom Zonka waren doch auch noch 4 Stunden, oder? Ich glaube. Aber die war legendär. Das war Weihnachten, kurz vor Weihnachten. vor 2 Jahren war das, oder? Sowas, ja. Sowas, ja. Und da war ich schon in meiner Klasse. Der Zonka macht seine XXL, also er hat Marathon-Brennraum, nennt er es. Und das war, und ich trinke wirklich, das glaubt jetzt wieder keiner, aber es ist ja so, ich trinke daheim allein, ich trinke nichts. Wenn ich allein bin, trinke ich nichts. Und da war es wirklich schon mal da, der Flasche Wein haben wir aufgemacht. Und der Typ, das hat nicht aufgehört, der Brennraum, war aber leiwand.
Da haben wir eine zweite Frage. Also ich glaube, ich habe das erste Mal, dass ich allein daheim 2 Botellen Wein getrunken habe. Ja, aber das war echt schön. Das war echt schön, das hat mir viel getaugt. Das ist so bis Mitternacht gegangen ungefähr. Und also ein bisschen nach Mitternacht, 1 oder was. War aber leibend. Anständige Damen sind fad, sagt der Ulrich. Ja. Die 10 und der Gin fehlt noch. Davor könnte es doch nicht gehen. Erstens einmal gehen kann man, wenn wir wollen. Ja? Damit die Chefs an mir, ne? Der Marco Celli, wenn ihr weitermacht, fange ich auch noch an Wein an. Der Marco Cinelli. Nein, ich gehöre da nicht spät. Geh bitte, wie geht ins Bett? Fange nicht an. Da ist der Mitleid, Häscherei oder was. Das ist gut. Ja. Immer eine traurige Erkenntnis, Patrick, erst auf der Straße. Ehrlich, Burschen. Ja, die Leere, Mädels natürlich. die das Leere Ganze. der Flasche. Aber du, ich sag dir ganz ehrlich, ich meine, 4,5 Stunden bald und 27 Zuschauer haben wir noch. Das kann man sagen, ein paar sind ausgestiegen, weil sie arbeiten müssen oder mehr sind. Der Rest wird schon gegangen sein, weil sie gedacht hat, Alter, die packe ich nicht. Geht nicht. Aber das ist ja erst, ich meine, die Elite ist unter uns und haben wir jetzt noch ein offenes Lied oder Die irgendwas? 10. Die 10. Die müssen wir noch spielen. Ist ganz klar. Dann müssen wir die spielen noch. Hoppala. Dann müssen wir es noch spielen, meine ich. Wie? Nein. Sag's noch einmal. Fürs Dann Publikum. müssen wir noch spielen. Bitte um Verzeihung. Ein Sprachfehler. Christoph Acker. Was? Ich trinke auch nur fast, was So. bei der Pamlaschen dafür war ordentlich. Die Ja. Leute glauben, ich bin angesoffen. Nein, aber das wollen wir nicht entstehen lassen. Zungenschlag, aber Nein, was? geht, das ist ja nur für die Show. Das ist nur für die Show. Jetzt drehen wir dann an, dann gehen wir noch einen Rosenmann, einen Hutschlägern, ja, machen einen kleinen Waldlauf und dann ja, Zähne putzen und ab ins Bett, weil um 5 Uhr stehen wir auf. Was? Wenn wir die 10 mehr sagen, müssen wir noch spielen. Furchtbar. Ja, so. Patrick, nicht, dass ich mich genieren muss für dich. Du musst dich überhaupt nicht genieren. Ich hab schon umgeschnallt. Das Umschnallt dauert schon länger, das Stück. Das Umschneiden dauert bei dir schon eine urige Zeit. Also, wenn du, ich muss mir schon ehrlich sagen. Mein Schatzerl ist eine Heidelfrau. Ich hätte eigentlich immer gerne. Der Titel war eigentlich besser als ein 10. Ja, aber man schaut, das geht schon. Man schaut. Was sagt der Fritzl? Abracadabra, so sind meine Haare. Wo sind meine Freunde, wo die Sonne scheint? Die Fritzl müssen aber das verspülen einmal. Erst Molden. Abracadabra, wo sind meine Haberer? Wo sind meine Freunde, wenn die Sonne scheint? Hokus pokus Fidibus, bevor mit schwarzen Autobus. Wo sind die Kollegen, wenn ich aussehe, muss ich reden. Geht's? Sie kennt alle, die jemals auf Friedhof dort waren. Künstler und Hakler, Generaldirektoren. Auch jeder tut sie freundlich grüßen. Egal ob's groß oder klein müssen. Dafür haben wir ihr was ins Kerl rein. Ja, bitte zählt sie, wird man gerne. Mein Schatzerl ist eine Häslerfrau am Friedhof in Stadtlau. Die Handschuhe gelb, das Schürzel blau. Jetzt sind sie aus Stadtlau. Sie kennt alle die Mittel, die sie im Fernsehen bewähren.
duftende Hakle und Kuh, sie hat's gern. Fröhlich tut sie das und putzen, weil man will sie ja schließlich benutzen. Dafür hat man ihr was ins Kerberl rein, ja bei der Zinse kehrt man gerne auf Mein Schatzel ist a Heiselfrau am Friedhof in Stadtlau. Die Handschuhe gelb, das Schürzel blau. Mein Zinsi, aus Stadtlau. Mein Schatzel ist a Heiselfrau am Friedhof in Stadtlau. Die Handschuhe gelb, das Schürzel blau. Mein Zinsi, aus Stadtlau. Jawohl, einmalig. Einmalig gelungen, oder? Nein, einmalig, wie was es noch nie gespielt ist. Ja. Nein, ich wollte anders sagen. Was Ja. Weißt du. Der Rutger Mark spielt Das gleich, sowieso. gell? Der Patrick hat recht, die Flasche ist leer. Mit Wort ein Tag. Danke, freue mich auf euch. Gute Nacht. Straßenhans, gibst schon wieder WO. Gute Nacht zum 10. Mal. Schön. Schlaf gut. Schlaf gut, bitte Gott. Hat mich sehr gefreut. Da gehe ich so wacker. Ein Vergleich mit der Hobbizen macht jetzt schon Sinn. Das gefällt mir. Der Ulrich möchte die Orgel singen, wo die mehr gespielt hat. Jawohl. Da geht's zu. Da gibt's viele. Die Es Mädel kennt die meisten Orgeln in Österreich, Deutschland. Sowohl die ganz kleinen als auch die ganz großen. Ja. Bis die Wildcat muss auf 4:50 Uhr raus. Das ist original in 4 Stunden. Man sagt ja, der Schlaf vor Mitternacht ist der beste. Aber du musst den nächsten Tag jetzt rechnen. Dann geht's. 4:50 Uhr habe ich die Ehre. Das ist ja Wahnsinn. Michael Ahmer, ein Wahnsinnssong, jawohl. Uli Slondig ist auch noch live dabei. Ja, ich meine, wie gesagt, das ist ja April. Ist ja April, aber ich glaube, wir werden euch jetzt am Weg entlassen. Ja, ich glaube auch. Es ist 3:45 gleich. Weil sogar der Patrick. 3:45 meine ich. Wegen der Stunde was Jetzt hast du wieder die andere. Nein, und ich meine, der Patrick hat wirklich ins Bett. Muss man jetzt auch sagen. Ja, was denn? Ja. Und ich muss noch mal in die Bibliothek. Jetzt? Ja, sage ich nur. Glaubt da keiner. Sag ich noch kein Publikum, das noch was arbeiten gehen. Stromsparen, wo das wieso? Ja, ist ganz klar. Das lädt nicht mehr, glaube ich. Wieso lädt das nicht? Dreh auf. Jetzt Ja, lädt's. das lädt. Jetzt, achso, das hat sich wieder angetragen. Wirklich wahr? Offenbar, Ja, ja. da schickt dein Handy wahrscheinlich schlechte Signale an das. Wahrscheinlich wird es so sein. Aber, ja, Möglicherweise, ja. wie auch immer, es war jetzt wieder eine große Freude. Also wir haben im Mai nichts. Also ab 19. öffnet die Gastronomie. Schön. Am 23. haben wir eben Boccenau, das unser Kurkonzert, Kurkonzert, ja. Sonst haben wir im Ja. Mai Nichts nichts. dabei. Aber im Juni dann geht's Im los. Juni geht es dann los, wenn es losgehen kann. Auf welche Art und Weise auch immer. Aber am 23. Boccenau, wer Zeit, Lust hat, bitte unbedingt. Open-Air-Konzert? Da haben wir Gaude. Ja, ja. Während des Konzertes ohnehin, wir rechnen stark damit, dass der Victor offen haben wird. Ich hoffe doch, ja. Nicht? Weil da dürfen schon alles offen sein. Und der Victor den besten, ich glaube, vertraut uns, den besten Kaffee
den was es wo überhaupt gibt Ja. tut. Beim Victor in Bochenau. Kaffee Weinstube heute, wer? Hofmeister. Nein, Oh ja. das war der Jakisch. Ja, aber der heißt jetzt auch so. Hofmeister Ich heißt glaube schon. der. Hofmeister? Ich glaube schon. Das ist der gleiche Name. Ich glaube schon. Kaffee Hofmeister. Ja, wurscht. Es gibt eh nur ein Kaffee. Ja, es gibt das Kurkaffee und dann gibt es ein anderes Kaffee in Bochenau. Mehr gibt es ja nicht. Das ist der Victor. Wird 6 zu uns wahrscheinlich. Besten Kaffee. Eigene Röstung. Und ich hoffe, dass er offen hat. Ich hoffe, dass er offen hat. Sehr, ja. Und ich möchte nur sagen, was das für ein Bursch ist, der Victor, der Chef von diesem Kaffeehaus. Ich habe gespielt, das letzte Mal im Kurpark. Und da ist gekommen der Victor mit 2 Sektkübeln mit Eis und drinnen verschiedenste Biere? Biere, was anderes glaube ich war nicht dabei. Da waren nur Biere. Hat uns braucht. Also der 60 ist ein anständiger Bursch. Das ist ein anständiger Bursch. Und wirklich einer der besten Cafés, die ich jemals getrunken habe. Absolut. In meinem Leben. Also, Und dann, und ich habe viel Kaffee getrunken schon. und dann darf man nicht vergessen, ist natürlich immer noch, ist der Marvihof auch noch da. Ne? Ja. Und mir auch. Ja, also wieder super Geschichte. So, Freue mich drauf. der Six Days Plus sagt, ich bin dann schon das zweite Mal zur Uhr gerannt und habe die Zeit auf Wiener Zeit umgestellt. Und das innerhalb von 30 Minuten. Ja, das passt gut. Und die Wiener Zeit die ist ja ziemlich präzise, aber halt nicht genau. Die Wiener Zeit passt schon. Ja. Batschenhauser 550 Kilometer, Ulrich. Ja, und wir spielen ja erst um 16 Uhr. Das geht sich aus. 15 Uhr. 15 Uhr. Ich spiele jetzt um 15 Uhr, das geht sich aus, dass du fährst. Und wie gesagt, du kannst nachher halt gleich heimfahren oder schauen, dass du beim Doppler ein Quartier kriegst. Ich weiß ja nicht, wie das dann ist mit den Beherbergungsbetrieben. Die dürfen auch sicher. Wahrscheinlich schon, ne? Schon. Ja. Also, bravo Victor, sagt der Marco Cinelli. Ja, Marco, wirklich, das ist der beste, ich schwöre, das ist jetzt nicht deppert geredet oder Nein, so. überhaupt nicht. Das deppert ist geredet, der nein. beste Kaffee ever, den du bekommen kannst. Eigene Röstung, nicht sauer. Er mag selber keine Säure im Kaffee. Das ist kein Hipster-Kaffee, sondern das ist ein Nein. guter Kaffee. Ja, und die Bohnen ausgesucht von ihm selber immer am Weltmarkt und also wirklich gut, ja. Seit dem Kind, das ist jetzt über 5 Jahre. Und da, dass ich schon, also ich bin kennengelernt, aber das ist ja schon mit Kaffee beschäftigt und das. Und wir kennen Kaffee. Hat, ich glaube, über 30 Zubereitungsarten, bietet er an. Ja, ich glaube nicht, das ist so ein bisschen eine Geschichte, wie soll ich sagen, so eine Marktschreier-Geschichte. Aber der Punkt ist, dass der Kaffee an sich unbeschreiblich gut. Unbeschreiblich gut. Was einen kleinen Espresso oder einen Mokka bestößt. Ja, gut. So, Victor. Also das ist also sprich das Café Weinstube, Café Hofmeister. Ich glaube, es heißt Hofmeister. Das heißt Hofmeister, ja. Ich glaube. Stimmt, ja. Mittlerweile habe ich gesagt, das ist das Café gegenüber vom Kurcafé. Das Kurcafé heißt, ja, Kurcafé ist halt ein Kurcafé. Aber der ist leibend. Der Victor ist leibend vis-à-vis. Und wie gesagt, das Konzert ist von 15 Uhr bis 16:30 Uhr. Davor und danach werden wir dort wie stets, verweilen. Ein im bisschen. Winter verweilen, weil da darf man hoffentlich schon. Und ich hoffe, er macht auf. Ich weiß ja nicht, aber ich weiß ja nicht. Vielleicht ist er auch eingegangen oder was, aber ich glaube es nicht. Ich hoffe doch. Der wird wieder aufmachen. Und wir werden vorher und nachher, werden wir dort uns einfinden. Und jeder, der dabei ist, natürlich freuen wir uns wahnsinnig, wenn es dabei Schaut ist. vorbei. Und dann sitzen wir dort mit Abstand halt, aber im Verein darf man dann sitzen mit 10 Leuten. Also so viel sind wir dann nicht wahrscheinlich. Also ganz gemütlich, nur dann schauen wir in den Marvihof, nur da haben wir ein volles Programm. Nur Burschen, Kinder, da geht's zu. Bin echt gespannt, ob der Kaffee mit dem Italienischen mithalten kann. Marco Cinelli, du wirst sehen, Du wirst das sehen, ja. der Italienische ist ein eigener Kaffee, ist wieder eine eigene Geschichte, eigene Röstung. Meistens mehr Säure auch. Auch, aber Aber also mithalten kann er. Ja, kann er. mithalten kann.
Ulrich, wie gesagt. Und für den Market schnell, ich hoffe, der Victor ist selber da. Der wird dann ein Triple. Das ist eigentlich das Wichtigste. Wenn der Victor selber nicht da ist, ist der Kaffee immer noch gut, passt es, aber der Victor, wenn er da ist, passt überhaupt doppelt. Was war das? Der Triple Ristretto. Wie er so schön gesagt hat, da hole ich nur das Filetstückel aus dem Kaffee. War jetzt gegen einen Gustav von Kaffee. Ja. So, bis 1872 war Prager Zeit. 12 Minuten später ist Wiener Zeit. Na, schau, die Mege hat es drauf. Freunde, ich glaube, jetzt werden wir wirklich beenden. Wir beenden einfach, ja, na sicher. Wir spielen, was spielen wir noch? Ausschlussnummer, natürlich ganz klar, spielen wir. Aber ich glaube, es reicht, der Patrick geht ins Bett, respektive schauen wir dann, dass wir dann rumtrinken. Nein, glaube nicht mehr. Na ja, vielleicht. Was weiß man? Was weiß man? Also eigentlich kennt ihr die ganze Zeit, was eine Après. Ich rauche die Zigaretten die ganze Zeit. Du kannst ja, darfst du. Ich kann ja. Ich tue die Tür auf und alles. Und mich stört sich überhaupt nicht. Taufen, der ist da. Was sagt der Fritz? Nein, ihm nicht. Ich habe mal in München eine Kaffeeverkostung gemacht. Das war so gut und man hat wirklich den Unterschied geschmeckt, ja. Ja, ist so. Also, Kaffee ist nicht Kaffee und Kaffee ist nicht Kaffee. Und Kaffee ist nicht Kaffee. Und ich habe Wir beide sind Kaffeeröster. bei Kaffee ein bisschen Spezialisten. Mein Bruder auch und mein Cousin auch. Ich habe eine Kaffeeröster-Ausbildung genossen. Ne? Richtig, ja. Ja, sicher. Na, was sagen wir, hallo? Nicht, dass ich noch irgendwas weiß davor, aber ich meine, ein paar Grundsachen sind schon dabei. Ja, Dickelsbüll liegt an der Wörnitz, sagt der Ulrich. Wer wollte das wissen? Ja? Das ist wurscht, wer es wissen will. Gut ist. Die Maschine macht's, ja. Nein, also Kaffee, da geht schon was. Da geht schon was. Kaffee. Weil in München ist der Thalmeier zum Beispiel, ist gar nicht so schlecht. Aber anders. Ist anders, ne? Ist anders, aber ist gar nicht so schlecht. Aber besser als die ganzen Hipster-Cafés, wirklich. Ja. Besser als die ganzen Hipster-Cafés. Die haben alle nur, Die wollen immer das Frucht, super fruchtig. ja, die haben das eine ist aber nicht Palettenmöbeln und die Lederschürzen um und irgendwas. Die fruchtig. Der sind Kaffee ist zum Teil Bauer, sowas von Bauer. säurelastig. Ja, nicht zum Saufen. Ist gewöhnungsbedürftig. Also ich will mir aber gar nicht drauf gehen. Also. Das ist ein guter Punkt, ja. Ja. Das ist einfach. So, der Straße und so da, Burschen, danke. Ich gehe euch so gern zu. Ich freue mich, wenn wir uns alle miteinander sehen. Und jetzt verabschieden wir uns mit einer geilen alten Wiener Liednummer. Stadelmeier Gruppe. Dickes Gusel. Wenn's aufs Heim geht, vergisst, weil daheim niemand ist. Stück sein Kopf in die Hände, denk an deine vier Wände, wo der Herrgott im Winkel auf die Ober schaut. Jedes Bild an der Wand ist dir lieb und vertraut. Wenn's aufs Heim geht, vergisst, weil's dann auch nicht du bist. Sei nicht traurig oder mach dir nichts draus. In der heutigen Zeit gibt's viel ärmere Leute. Drum sei glücklich, du hast ein Zuhause. Irgendwo versteckt in einem Winkel steht ein alter Mann ganz allein. Das verdrossen tut auf seine Flinken, den traut sie heute gar nicht haben. Ganz, jetzt sagt immer, allein, daheim sitzt er ganz alleinig in sein Zimmer, wird er söhnlich ganz allein. Wenn's aufs Heim geht, vergisst, weil daheim niemand ist, stößt sein Kopf in die Hände,
auf die Oberschau. jedes Bild an der Wand ist dir lieb und vertraut. Wenn's aufs Handy vergisst, dass alleine du bist, sei nicht traurig und mach dir nichts draus. In der heutigen Zeit gibt's viel ärmere Leid, drum sei glücklich, du hast dein Zuhause. Vierte. Bis zum nächsten Mal, eure 16er Buben, dickes Busel, Baba. Menschen, Menschen, sind